Absolute Synchronität, Mr. Timmy Boy. Was soll jetzt das, hat er gesagt? Was soll jetzt das, hat er gesagt? Grüß dich daheim! So schauen wir aus. So, jetzt warten wir noch ein bisschen mich selber her, damit ich weiß, wann ich einblähen kann. Absolute Synchronität. Heute ist das Mikrofon ausnahmsweise einmal da. Achtung, muss ich mit Tee schalten, muss ich auf Zeiten stellen. Lecker Melissentee, da schon her. Habe! Ich bin's, Birger, Micke, 20 Watts. Yet another Quadruple A game on our list. Ha? So schaut's aus. Grüß mir erstmal einen Haufen. Heute ist ein gemütlicher. Es ist so schön, muss ich genießen. Unmittelbar nach dem Horror Oktober kann ich es genießen, dass wir nur ruhige, bunte, schöne, zauberhafte Spiele spielen. Bestigst, sagt er. Habe die Ehre an den Riese Mike, den Forest Quarter, den Stargazer, den Skyrim, den Sebi, den Herrn Baumgartner, den Bosel, Mortal, an Meister, am Himself, an Mr. DM, schöne Grüße in die Schweiz, an den Nyrix, an den Harry Proper, an den Lord Sitt, an den Friedhofsgärtner, an den Paranoid, und an den ganzen Rest. Fühlen Sie sich gegrüßt. Aber jetzt sagt der Foxler, es kann nur Trivia sein. Trivia! Für die, die es nicht wussten, also ich glaube, jeder, der auch noch, ich weiß, was kommt, glaube ich, ich weiß, was kommt. Jeder, der auch noch spielt, der muss wissen, aber ich lese trotzdem vor. Für die, die es nicht wussten, die Jahreszahl jedes Anno-Titels entspricht der Quersumme von 9. Anno 1602, Anno 1503, 1404, 2070, 2205, 1800 und 117. Viel Spaß, Junge. Junge! Freitag ist zu deiner Belustigung. INTRESSIERT-Minet. Nimm's und kauf da. Lieber Kassemi! Das wäre immer. Fridolin, merci dir. Timmy Boy, Leerzeichen, dein Mann! Merci dir. Seno, merci für 36 Monate. Aber zurück. So, aber schauen wir aus. Schauen wir gut aus, oder was? Das ist so, Also ich bin ja, also, du kannst ja sagen, was du möchtest. Anno ist Anno. Und Anno hat eigentlich bis jetzt immer abgeliefert. Eigentlich immer. Mir hat wie hat's geheißen, das futuristische Umwelt-Scheiß Anno. Das war, glaube ich, 2205 oder irgendein Scheiß. IHA-Geburtstag, ich darf das. Was? A kühle Hohalbe und Knoblauchpasta, basta. Hashtag Geldgeiler, Wix, XXXXX. So hat es noch nie vorgelesen. Mr. DM, schöne Grüße in die Schweiz, alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, lehnen Sie sich zurück, holt euch eine halbe, holt euch was zum Trinken, holt euch was zum Fressen, das wird halt richtig angenehmes Bierger und Chill. Oh, oder 2070, ja, das kann es auch gewesen sein, Mr. DM. Also, was? Knoblauchpasta. Spaghetti Gnove. Merci dir. Tobi, merci für 37 Monate, der zurück. Knedel Busler, merci für 28 Monate. Et tu Brute. Eine ins Anno. Was ist eine ins Viech? Ich bin leider des Lateins nicht mächtig. Schade, leider nicht. So, wo haben wir stehen bleiben? Spreng ich! Was hast du am Micke, du Zigeuner? Wohin fährt Tiger Woods, um seinen Sport nach deutschen Normen nachzugehen? Nach Dingolfing. Ach, ich dachte. Gut, dass der PC wieder geht. Sehr gut. Wunderschön. Gesichtsgerätschen, merci dir. Hey, es ist nicht Mittwoch. Freitag. Hab ich Mittwoch gesagt? Ja, Hirn ist schon wieder. Ich hab den ganzen Tag an Annex umeinander gewerkt. Progress. Gestern und heute massiver Progress. Ist schon einiges zu tun, aber der Livegang von Annex wird real. Er wird real? Oder wird ernst? Schauen wir, was passiert. Keine Ahnung. Wenn ich mir jetzt nochmal 20 Jahre lang in die Hosen scheiße, dass ich das Ding live tue und richtig versuche zu betreiben, zumindest so gut wie es kann, nebenher irgendwie, dann wird's nie was. Gebe ich euch dann schon Bescheid. Da machen wir einen extra Stream dazu. An einem Freitagabend. Das ist, was das eben ist. Gesichtsgrätschen, merci dir. Grüße mal in Sau, feine. Tanja schaut wieder zu. Auf einen chilligen Stream, ne. Postpotet zur Info, ich hab nicht Geburtstag. Alles Gute zum normalen Freitag. Speckmeister, merci für den Zwiegel. Habe fast verpasst, ja, aber fast. So, wo haben wir stehen bleiben? Anno hat eigentlich immer abgeliefert. Immer. Selbst diese Umwelt-Annos und so weiter, die waren nicht schlecht fix los, 205 Sekunden irgendwas sagen. Meister, geh leck, jetzt spielt er Anno. Okay, ich geh schon. Den selben Wortwitz habe ich ins Thumbnail eingebaut, tu den nicht runter.
Passt schon. Schmidt-Max Witz für 51 Monate. Grüße aus dem Regionalexpress in Donauwörth. Debakel. Bin seit 9 Stunden auf dem Heimweg. Von wo? Von Australien. Aber musst du nicht umdrehen? Ja, los. Was ist da los? Der Weiße! Da war ich gehört! Das ist der Weißel, Mess für die Mitgliedschaft. Aber in den Chat habe ich die Weißel-Sepp. 1800 war ist gut. Ja, genau. Seit 1800. Das ist übrigens 7 Jahre alt ist mittlerweile. Ich kann es fast nicht glauben. Das ist absolut. Keiner mehr für 17 Monate. Habe ich ihre Lieblingscommunity auf einem guten Stream wie immer und hoffe, ihr bleibt gesund. Manche müssen jetzt zum Ohrenarzt. Das ist nicht so schlimm. So, wo waren wir stehen bleiben? Nochmal. Es ist 7 Jahre, das ist einmal das Erste. Mir kommt's nicht so, ich habe schon lange nicht mehr gespielt, muss ich zugeben. Ich habe die ersten 1 oder 2 Add-ons mitgenommen mit dieser Ice Wade. War das ein Add-on? Ich weiß nicht mehr hundertprozentig. Es ist wirklich insane, wo die 7 Jahre gekommen. Ich weiß es nicht, aber 1800 war brachial. Also ohne Scheiß. Und seitdem, ich habe mich ohne die Add-ons, habe mich schon gefragt, wo zur verfickten Hölle wollen die noch irgendwann mal hin? Was wollen sie denn da noch machen, Alter? Kruzifix! Welcome to the squad! Der Friedhofsgärtner, Sie kann die auch brauchen. Meine ich wirklich ernst? Bist du da in der Natten von London? Bin mir nicht sicher. Ob ich einen brauche oder nicht, aber ich muss mir merken. Gesichtsgerätschen mehr als für 27 Monate. Piraten-Addon gibt's auch. Ja, aber im Grunde bleibt auch noch immer gleich. Oh, da ist ein neues Gebiet vor der oben, wir bauen neue Häuser. Die im Prinzip genau das gleiche tun. Wie die Häuser auf deine anderen 28 Inseln. Und irgendwann fühlt sich das nicht mehr, wie soll ich sagen, nicht mehr, fühlt sich immer befriedigend an, das größer zu werden und um das geht ja, da kannst du 100 Stunden eine wuchten und das ist nix. Und du hast am Schluss eine Stadt und keine Ahnung und 25 Inseln, aber irgendwann artet es in Arbeit aus. Und das ist meistens bei mir dann so der Punkt, wo dann so, was tue ich da eigentlich und dann hör ich auf. Und bei 1800 war es dann auch so, wenn es dann am Schluss bei denen, ich weiß leider nicht mehr, wie diese Bevölkerungsgruppe geheißen hat. Früher haben sie Aristokraten geheißen, diese Businessleute, die Geschäftsleute, irgend sowas, die dann diese Hochhäuser, wo es dann Hochhäuser fusionieren hast können und so. Das ist völlig narrisch gewesen dann irgendwann. Also der Hitz im Thema war einfach pure Arbeit. Das ist total narrisch. Es fuck an guten Anno-Stream. Winklerbräu Längenfeld. Eiliger Stabsspur. Lass das schmecken, merci dir. Der Dani! Was ist denn heute wieder? Mickerfreude! Kruzifix! Kruzifix gibt's heute wieder Mitgliedschaften umsonst, oder was? Dani! Merci für die Mitgliedschaft. Ab bei den Chat, da wieder Dani! Wer mitmacht, dem Bauer May. Dem Bauer Wortsfeld von der Haustür so. So, geht's ja gleich mal was zum Trinken holen, das wird halt ein wenig länger. Machen wir mittendrin auch wieder Pause, so um 10, halb 11 umeinander. Aber gut, jetzt schauen wir erst einmal, was Anno überhaupt kann. Ubisoft traut sich tatsächlich über Anno, über das Logo drüber zum Schreiben. Wir haben es geschrieben, warte mal schauen. Anno 117 Pax Romana. A Ubisoft Original. Also, Ubisoft, da braucht schon gewaltig dicke Eier, dass man das auch noch übers Logo drüber schreibt. Das glaube ich, haben sie noch nie da. Und da halt dann nun mal Ubi-Hard draufsteht, haben wir allesamt, die wir da sind, auch wenn auch noch draufsteht, einen triftigen Grund, skeptisch zu sein. Ja? Good old Ubi-Hard. Kann überall reinscheißen. Auch in eine Spieleserie, die seit, von wann ist Anno 1602? Release? Oh, leck. Ich bin so alt. Oh Gott! Oh Gott! Anno 1602, das ist der erste Teil. Den habe ich, muss ich zugegeben, 1998 habe ich den so ein bisschen belächelt, weil ich mir gedacht habe, der Stotbauen und sein Scheiß legt mir doch am Arsch. Lass mich in Half-Life rein und ja, hat es da noch nicht gegeben, das war 99. Lass mich irgendwelche Leute zusammenschießen, was weiß ich. Im März 1998, Alter.
Bruder, das Ding ist fast 30 Jahre alt. Ich krieg einen Scheißanfall. Oh Gott. Oh Gott. Aber ziemlich kurz drauf habe ich dann entdeckt, oh mein Gott, der Aufbauspiele ist ja voll geil. Ne? Und richtig eingestiegen bin ich mit 1503. Das war gescheit gut. Und das hat einen Multiplayer gehabt. Ich weiß nicht mehr, ob 1602 einen Multiplayer gehabt hat, aber 1503 hat er dann gehabt. Der ist ja regelmäßig abgekackt, das weiß ich auch noch. Dann haben wir auf Lanz und so weiter immer gespielt. Das war das Geilste. Das war das Geilste. Wo ich mit Abstand am meisten Playtime drin habe, ist wahrscheinlich auch noch 1700. Oder 1701. Was, 1700 oder 1701? Muss die Quersumme muss 9 geben. Das ist wahrscheinlich 1701. Warte. 1701. Release. Oh, lecker, das ist 20 Jahre her. Ohne Scheiß, ich habe immer nur die Battle in meinem Kopf. Da bin ich schon immer in die Schule gegangen. Aber so halbert. Ich hab die Arbeit dann genauso betrachtet wie die Schule. Heim. Urlaub. Und ich sitze genau da herin. Aber da hinten war mein Schreibtisch da noch, am Fenster dort. Und ich habe so lang gespielt, bis draußen hell wird und bis die Vögel hörst. Das haben nur wenige Spiele geschafft, aber 1701 hat es geschafft. So, pimmelt mir nicht lang an! So, ich noch Dankeschön, Timmyboy, merci, Lebenswelt, merci, Meister, merci, Dani, merci, Rest, merci, Chakuza, merci für 50 Monate Jubiläum, bist du deppert, jetzt machen wir eine halbe auf. Lass dir schmecken, Kuss auf die Nuss, merci dir. So. Ich hätte eigentlich schon vor 2 Minuten auf Starten drücken sollen, weil vorher habe ich das Spiel mal gestartet und es ungefähr 2 Minuten dauert. Oh, jetzt geht's schnell. Schau her. Die haben mich gar nicht lange umeinander. Schauen wir noch, was einer 117 kann. Wer hätte es gedacht? Also wie gesagt, ich bin sehr skeptisch. Was man nach 1800 nein machen, ich weiß es nicht. Das einzige. Ich habe mir aber auch nichts angeschaut, muss ich auch ganz ehrlich sagen, oder nicht viel angeschaut, von neuen Features. Das größte Feature für mich ist, das ist eigentlich ein Regelbruch, das haben wir noch nie gehabt. Das ist wirklich hier permanent dieses scheiß Donation Scheiße in meiner Fresse. Kruzifix, Sebian. Du hast einen Altersschilling, Opa. Ja, ist also. Ruhetag, merci dir. Wurde noch von Ubisoft gekauft, war anfangs eine andere Firma. Fällt mir nicht mehr ein, welche. Aslagonna, das war Anstoß. Ich weiß nicht mehr, von wem es ist. Jetzt den Sound. Ist gut. Merci, Leute. Schluss jetzt. Donation Sounds aus. Max Design? Sagt man nicht. Ja. Gut, das stimmt, den habe ich einblenden lassen. Jetzt passt es mir auf. Was wir mir am Mittwoch vergessen haben. Dun, dun, dun. Okay, mein Knopf funktioniert nicht, fahren wir einfach wieder davon. Jetzt sind wir in der neuen Season, ziehen wir einfach rückwärts. Wow! Nice. So, verbunden, du bist mit den Ubi-Halbdiensten verbunden. Ja, Gott sei Dank. Ich hab's mir auf Steam gekauft. Gott sei Dank, dass dieser Drecks-Ubisoft-Launcher dann trotzdem aufgeht, du Scheißbehinderung. Gang ich schon wieder! Minuspunkt! Neues Spiel. So, die Frage ist nun, habe ich jemals in meinem Leben, in Anno eine Kampagne gespielt? Spielt man in Anno Kampagnen? Sollen wir das mal für den Stream da? Weil normalerweise, das ist der Endlos-Modus. Ich spiele nur den Endlos-Modus. Sollen wir mal Kampagne spielen? Ich hasse den anredigen Ubi-Launcher so dermaßen. Weißt du was, das ist doch Zeit, das ist doch prädestiniert für eine Umfrage, meine Damen und Herren. Prädestiniert dafür. Hätte ich gesagt gehabt. So, wie finde ich meinen eigenen Stream? Weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht. Weil aus der Software raus kann ich es nicht mehr machen. Jetzt mal so, was ist denn das da? Mit dem Publikum interagieren. Neu, Livestream nur für Mitglieder. Aha. Haben da die fetten Monedos am Start, oder was? Umfrage! Was starten wir für eine Spiel? Kampagne? Endlos-Modus. So, ich sag das freiwillig, wie es ist. Ich habe keine Ahnung, was in der Kampagne passiert. Wahrscheinlich kriegen wir halt einfach Stickel für Stickel. Das ist der Livestream für Österreicher. Das ist richtig. Ich habe die Umfrage soeben gestartet. Sie ist zu finden im Chat. Ich gebe der ganzen Garde genau 60 Sekunden ab jetzt. Jetzt ist 14.50 und 15.50 ist Schluss.
So schaut's aus. Bitte abstimmen. Ich bin für... Ich weiß nicht, für was ich bin. Sag ich, was ist? Ich weiß nicht, für was ich bin, aber ich glaube, mich da damit Kampagne interessieren. Weil warum muss... Nein, ich habe jetzt den Chat kaputt gemacht. Nein, bitte nicht. Ach, fuck off. Aktualisieren, nennen Sie meine Adresse, kopieren, untersuchen, Stunde zurück. Ja, Gott sei Dank, er ist wieder da. Und kommt's doch nicht mit einer Fidi-Fidi-Scheiße! Ihr Spackos! Dann spielen wir Ballpit. Bis um 12 Uhr. Ohne Unterbrechung. Ich warne euch. Umfrage schließen. Bringst den Römern das Bier, das hätten sie den Krieg gewonnen. Wir sind immer kaputt. Endlose Kampagne. Wie soll es denn anders sein als 50-50? Fidi-Fidi-Squad. Der hat sogar auf dem Jahresmerch geschafft. Lemmings! Das stimmt, dann spielen wir Lemmings. Animal Sword! 50-50 wie immer. Kruzifix, ich komme ja auf euch ein, ich weiß, ich kann euch nichts fragen! Null Kundenfeedback krieg ich da! Nur Schwachsinn! Ich schalte den Stream auf nur Mitglieder um, ich sag das, was ist. Könnt ihr euch Fotzen ans Tisch hauen? Wobei der Dreiviertel Chat grün ist, was soll ich machen? So, Umfrage beenden. Da steht 58 zu 42, Kampagne. Für Kampagne. So, endless mode it is. Ihr Spacken! So. Porträt, Banner. Oh Gott, das ist wieder wichtig. Haben wir einen Character-Editor? Weiß ich nicht. Gibt's normalerweise nicht. Markus Marzia. Oh, weißt du den PewDiePie selber, die Marzia? Was haben wir da? Plebier. Du schaust aus wie eine Bettlerin, das mag ich nicht. Oh, der Julius, schön. Der Equus. Patricia Grütze, fix hat die Tipp, dass du sagst. Sieht schon aus, als braucht es irgendwas zum Essen. Musik laut. Optionen. Vierzig hört sich gut an. Sprichwörtlich hört sich das gut an. Was da das? Linze! Schau mal bitte mein letztes Dono. Was? Wie findest du das jetzt schon einen Season Pass für die 3 DLCs 2026 zum Verkaufen gibt, aber noch einem Jahr weg sind und Spielstände eventuell kaputt sind, wenn du es dann nicht kaufst? Steht Ubisoft drauf, ich meine, was ist erwartet worden? Natürlich finde ich es beschissen. Außerdem ist es 100%ig Content, der schon fertig ist, der einfach nur ausgeschnitten ist. Natürlich ist es beschissen. Aber das meint schon immer so. Wenn es Spiel abliefert und was kann, sage ich nichts. Wenn sie wieder irgendeine Scheiße einbauen. Krieg einen Vogel. So! Zum Freischalten Ruhmeshalle besuchen. Mach ja gar nicht, bin mal. Der Ben Balion. Latium Albion. Was? Versteh ich nicht, geh weg. Da, er schaut doch gut aus. Oder nehmen wir den alten. Der passt zu mir. Nehmen wir den alten. Haben die irgendwie... Schaut ein bisschen aus wie der Cäsar. Hat der Knie am Kopf? Ich glaube schon. Oder nehmen wir die Dicktopfer, die. Musik ist ganz aus jetzt, ne, das ist klar. Ja, nehmen wir die, oder? Das ist ja gut. Das ist der Foodlapalus Francus. Nehmen wir hier. So, ich bin immer grün. Grün ist immer gut. So, was nehmen wir für ein Symbol? Den Adler! Was auch sonst. Schwierigkeit. So. Normal, erfahren, Veteran. Normalerweise da ich jetzt wahrscheinlich tatsächlich auf erfahren oder Veteran gehen. Und wir spielen einfach in Streams immer normal. Baukostenerstattung vollständig. Ja, das ist mir nicht ewig. Das ist einfach, wie soll ich sagen, im Stream, da müssen wir noch länger warten. Das macht dieses Spiel besser. Nicht wirklich. Startflotte, Flaggschiff. Fruchtbarkeiten und Vorkommen reichlich vorhanden. Zwischenfälle leicht. Das hört sich doch gut an. Ah, nehmen wir das. Kann man das bearbeiten. Kann man wie immer schon bearbeiten. Da kannst du dann jeden Scheißdreck einstellen, aber da tun wir jetzt nicht aneinander. Zum Spielstart, die Startflotte, Flaggschiff mit Eskorte, Handelsflotte, Kriegsflotte. Da tun wir gleich ein paar Schiffe mit dazu, weil warum nicht? Startinsel aktiviert, deaktiviert. Bestimmt ob Prätoren mit einem Konto auf einer geeigneten, vorab ausgewählten Insel starten. Ja, das lassen wir automatisch aus, weil wir nicht, dass wir uns irgendwo hinplatzieren und dann können wir von vorne anfangen. Startwaren, alles sehr reichlich. Ja, die Spielwelt kann man anpassen. Kartenlayout, Archipel. Das ist der Standard. Inselgröße groß, selbstverständlich. Reichlich vorhanden. Waldgröße im Überfluss. Bauplätze im Überfluss.
Startwert zum Generieren der Spielerwelt. Da kann man sich dann Maps generieren lassen, die anderen nachspielen können. Wenn es jemanden interessiert, mein Mapcode ist 8213. Spielinhalte Cesos Kriegsflotte, das scheint mir. Und der Vorder! Was macht Vorder? Oh Gott, der Vorder ist er heute. Ubisoft, what did you there? Der Vorder ist die charismatische Anführung der Kelten, die geschworen hat, ihre Heimat zu verteidigen und sich dem Reich zu beugen. Nicht dem Reich zu beugen. Das sind quasi der Asterix. Freilich machen wir da ein Weiberleid draus, ist ja klar. Ja, haben wir bei Ubisoft. Dann haben wir noch einen Kaiser. Gnaeus Firmius Caldius. Kaiser Calidus kam in einem Militärlager zur Welt und wurde auch dort erzogen. Er ist wild entschlossen, die Welt zu verändern und der erklärte Held aller einfachen Römer. Nach dem Tod von Kaiser Lucius kam Calidus an die Macht und begann umgehend die Finanzen des Reiches zu sanieren. Und zwar mit allen Mitteln. Doch bei aller Rücksichtslosigkeit, Grobheit und Pragmatismus ist er auch gesellig, bodenständig, aufrichtig und selten übellaunig. So. Ja. Okay. Wird schon passen. So, hier bearbeiten, gehen wir weiter. Petoren. Oh, das sind unsere Mitspieler. Und in der Regel ist da immer, hier, leichter Rivale, normaler wie, mal los mal leicht. Weil wenn man da nämlich, da kann man natürlich auch Koop spielen, das ist natürlich interessant. Wir sind bei der Sofa-Class. Hab ich das irgendwo bearbeitet? Tatsächlich. Das habe ich nicht gesehen vorher, wie wir mir heißen. Sofa-Class hört sich aber super gut an. Sofa-Class! Sophokles Bubatzus. So, das hört sich gut an. Das ist okay. Lass ich drin, das ist gut. Weiter. Ja, die lässt man auch so da drunten. Normalerweise stelle ich mir immer einen leichten, einen mittleren und einen schweren Gegner ein. Mittlerweile gibt es anscheinend 5 Stufen. Ich weiß nicht mehr, ob es in 1800 auch 5 Stufen geben, aber das ist auch vollkommen wurscht. Das bin ich. Und was ganz cool ist, ob das in 1800 so war, weiß ich auch nicht mehr, aber ich glaube schon. Du kannst an deinem Spielstand, also mit diesem Charakter, zu 4 spielen. Also können 4 Leute an einer Person umeinander werkeln. Und dann gehe ich mir schwer davon aus, in einer Multiplayer-Partie können nochmal 4 Leute einen Rivalen spielen, nochmal 4 Leute den, nochmal 4 Leute den. Das ist schon cool. Vorausgesetzt, es funktioniert anständig. Das werden wir heute leider nicht austesten können. Das lassen wir jetzt einmal genau so, wie es ist. So, hier, Tusnella, was ist denn hier? Der schaut ein bisschen aus wie der Herkules. So, hier, Übersicht, Schwierigkeit, Profil, Sophokles, Bubatzus. 16 Leute können zocken, schreibt der Foxler. Und man kann speichern. Na ja, schön. Das ist, erwarte ich aber auch. So wie es ist. Das ist jetzt nichts, was mich am Hocker reißt, aber wird schon passen. So, Provinzauswahl. Nehmen wir für Stadtprovinz, was weiß ich nie. Latium. Das hungrige Herz des Reiches. Das vergessene Juwel des Reiches. Errichte lebendige Städte und imposante Monumente an sonnenverwöhnten Küsten. Ein klassisches Anno-Abenteuer. Ein klassisches Anno-Erlebnis ideal für Anfänger. Hügelige Ebenen bieten sowohl jede Menge Platz zum Bauen als auch fruchtbare Böden. Baue ein monumentales Amphitheater als Gipfel deiner Stadt. Also quasi das Kolosseum oder so. Was ist Albion? Im dichten Nebel wartet Albion. Ein Land, das sich zahllose Legenden ranken. Die Herrschaft über diese wilden Inseln und ihre unwirtlichen Sümpfe zu erringen, ist eine würdige Herausforderung für jeden Prätor. Ein anspruchsvolles Erlebnis mit einzigartigen Rohstoffen und aggressiveren Räubern. Sumpfland kann einzigartige keltische Gebäude beherbergen oder trockengelegt werden, um romanisierende Bauwerke zu errichten. Bewahre lokale Traditionen oder übernimm die römische Lebensweise. Das heißt ja, also das ist eher so die Linken und das sind eher die Rechten, sag ich es richtig. Stellen auf Tutorial um, statt auf neue Features. Wieso soll ich denn das tun? Nein, tu ich nicht. Ich bin Programmer, ich brauche ein scheiß Tutorial. Aber wir nehmen das da. Das schaut für mich vernünftig aus da. Das Mode, nehmen wir das erste. Ja, einmal mal Standard-Mode. Passt schon. Segel setzen. Los geht's! Tipps für Prätoren. Militäreinheiten benötigen verschiedene Arten von Arbeitskräften. Ich glaube, wenn ich jetzt nicht im Stream spielen darf, dann hätte ich einen Krieg komplett abgeschaltet, wenn es geht. Weil auch noch für mich ist einfach aufbauen und chillen und nicht da auch nur ein Real-Time-Strategy-Game draus zu machen, wo ich Einheiten kommandieren und wieder rumprügeln muss. Klassische Kolonialisierung. Albion ist ein vermutlich keltischer Name für die Provinz Britannia. Wir haben halt Leo wieder dabei, die hat Ahnung. Ist das einer unter Mittelalter? Nein. Jetzt muss ich erstmal mit Tee schauen, einen Hodern aus dem Tee aus. Jetzt warte mal.
Lecker, der war vorher einen Holland im Tee. So, Ladezeit war lang, aber wenn der ganze Bums da generiert werden muss, was ist was ist. So. Eine in Wixheimer, passt. Segel setzen. Das ist römische Antike. Die Provinz Latium war einst das pulsierende Herz des Reiches. Das ist Ein Ingame-Grafik. Leuchtfeuer der Macht, der Dekadenz, der Arroganz sehr finster der irgendwie. Menschheit. Dann ließ der feurige Okkasus den Zorn der Götter aufflammen und löschte unsere sterblichen Torheiten aus. In der Asche lag die Chance zur Demut, zur Erneuerung. Der Hafen baut. Doch unsere sterbliche Natur neigt zur Unentschlossenheit. Die Hybris flammt in uns auf und in der Morgendämmerung stellt sich die Frage, können wir eine bessere Welt erschaffen? Oder müssen wir die Fehler der Vergangenheit wiederholen? Du Bürger aus, das nennt man Antike und ist vor dem Mittelalter, das ist mir scheißegal. Asterix und Obelix Zeiten in sie. So, here we go. Wo kann man auf Pause drücken? So, Leertaste. Muscle Memory kickt schon wieder, wenn es schon 7 oder 6 Jahre her ist. So, schauen wir erst einmal rundherum, was da überhaupt los ist. Wer Anno nicht kennt. Anno ist der Urvater der Aufbaustrategiespiele. Du baust eigentlich nur eine riesengroße Stadt auf. Bildest Transport und Warenketten und es ist unfassbar befriedigend. Erst einmal rundum geschaut. Wie weit kann man da reinzoomen? Ich habe vorher Viecher gesehen. Da haben Viecher. Was da? Ein Reh. Au! Da werden wir angerunzt. Was haben wir da? Eine Kuh. Hat es damals wilde Kühe gegeben? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon. Und ein Pferd. Dann haben wir ein Pferd. Dann haben wir da, eine Pferdeherde. Hashtag Pferdeherde! Ich wollte bloß mal schauen, was da passiert. So! Insel schaut soweit gut aus. Die Flussscheiße, die hat mich damals schon genervt. Was ist das? Ein Flussplatz. Was haben wir da? Ein Bergzugang. Aktuell sind keine passenden Gebäude mit Plätzen freigeschaltet. Schauen wir doch da oben mal. Da ist unsere Kohlen. Das ist so unsere Bilanz. Momentan machen wir 100. Was sind das? Denare! Denare minus. Was haben wir da? Gesamtbevölkerung 0. Unser Bunker aus Terra Sigillata. Außenposten. Den werden wir gleich einmal umbenennen in... Vorschläge in den Chat los. Was haben wir da? Sophokles Bubatzus, ein römischer Prätor, der während der Pax Romana zum Regieren berufen wurde. Öffnen, um Statistiken, Ruhmeshallen und Auszeichnungen zu sehen. Da haben wir noch nicht recht viel. Anscheinend. Was haben wir da? Liberty Arbeitskraft. Arbeitskräfte nehmen durch Bevölkerung zu und sind inselweit verfügbar. Quellen, Hafengebäude plus 35. Inselgesamt, wir haben 35 Bauern zur Verfügung, hätte ich jetzt gesagt. Inseleinkommen haben wir 0, Inselbevölkerung haben wir auch 0. Was ist das da? Das Menü, was ist das da? Ja, passt. Lampukistan, Vicus, Birgensis, Busentus. Das ist klar. Busentus, das ist einmal der Vorname. Busenbus von Bühl. Volbiria, ja genau. Volbiria. Busentus Volbiria. Also, wir haben nächstes Jahr im Jahresmatch kein Kolosseum nicht um, dann weiß ich es auch nicht. So, hier, Busentus Volbiria. Das ist sehr schön. Sehr schön. So, ich habe natürlich keine Ahnung. Das Problem in Anno ist aber so, da kommt dann eine neue Bevölkerungsstufen dazu und du musst alles umreißen oder wieder wegbauen und wieder woanders hinbauen, weil du keinen Platz mehr hast. Das Problem hat man beim ersten Mal ansprechen immer. Da werde ich jetzt einfach mal drauf scheißen. Aber das da, dieser ganze Platz da, der schaut einmal dermaßen danach aus, als dass wir da unsere Bewohner platzieren. Und da so außen, also ja, das da und... das da alles bis hinter unsere Produktionsstätten hin zum Pflanzen. Das bedeutet, haben wir sonst noch irgendwo... Ne, ja. So kurz vor die Flüsse machen wir dann so eine Eingrenzung her. Und da ist noch ein Bergzugang zum Steine abbauen wahrscheinlich, aber das findet man schon raus. So, weiter geht's links. Was ist das? Questbuch. Questbuch öffnen. Haben wir kein Questbuch. Was ist da? Benachrichtigungen. Haben wir auch keine, wenn irgendwas passiert. Handelsrouten.
Wichtiges Feature, werden wir aber jetzt noch nicht brauchen. Da regelst du normalerweise deine Schiffe, die dann zu anderen Inseln umfahren und lauter so ein Bums. Da wir aber noch wahrscheinlich weit entfernt von einer anderen Insel sind. Wobei, das geht eigentlich relativ schnell. Vielleicht kriegen wir heute sogar noch nicht zum Singen. Was haben wir da? Diplomatie! Beim Jupiter. Was für eine Ehre, Prätor. Aha! Wer bist denn du? Bist du der Caneus Firmius Calidus, der, von dem wir vorher gelesen haben. Das ist Rufübersicht öffnen. Diplomatie und Sicht auf Charakter zentrieren. Das bist du. Ach so. Ja, verstehe schon. Und die anderen haben wir noch nicht kennengelernt, die anderen 4 Spieler. Also der Beckenbauer. Spiel gespeichert. Warum Spiel gespeichert? Ich habe noch nichts da. Es sind genau 4 Sekunden vergangen im Spiel. Ja, egal. So, was haben wir da? Das ist jetzt ein bisschen dumm. Das ist hinter mir. Aber ich kann mich nirgendwo platzieren, wo nichts ist. Was haben wir da? Fruchtbarkeiten. Wir haben. Ich lese einfach vor. Warte, ich gehe mal ein bisschen auf Zeiten, damit ihr es zumindest einmal gesehen habt. Das ist Minimap. Na? Hashtag Minimap! Wird schon passen. Was ist das da? Was die 3 Pfeile da? Die 3 Pfeile da. Bedeuten, weiß ich nicht, schaut aber ein bisschen aus wie ein Wind. Da hier ist Play, Zeit schneller vergehen lassen. Was haben wir da? Tageszeit. Steht die Provinz in einem anderen Licht. Aktuelle Stunde 18:58 Uhr. Zeit einstellen. Mokka-Zeit einstellen. Oh, ist aber ein Tag- und Nachtzyklus. Den hat es in einer 1800, glaube ich, nicht gegeben. Den hat es da, glaube ich, nicht gegeben. Ich tue mich, weil jemand gerade schreibt, derzeit nach rechts in die Ecke hinein. Nö. Weil jedes Baugebäude und jedes Gebäude seine Funktionalitäten rechts unten in dem Fenster drin hat. Und ich glaube, das ist wichtiger für die Minimap hinter mir. Was haben wir da noch? Purpurschneckenpopulation. Oh, ich liebe deutsche Sprache, gutigste Sprache. Dann haben wir Austernbänke, Störpopulation, Eisenvorkommen, Golderzvorkommen. Ja, wird schon passen. Was haben wir da noch? Flussplätze haben wir 13, Bergplätze haben wir 8. Provinzwechseln, das kennen wir wahrscheinlich noch nicht. Latium, Welt. Oh, da kann man doch. Oh, dann ist das wahrscheinlich die anderen Karten. Was haben wir da? Das ist die Provinzkarten. Mehrere haben wir noch nicht gesehen. So, was wir mir jetzt einmal deren? Was haben wir da für Schiffe? Salve, Vendor. Nikosa. Gekosa. Das ist eine Trireme. Ist ein Trireme ein Kriegsschiff oder ist das ein Handelsschiff? Was könntest du denn benötigen? Bullenjägerin. Das ist ein Flaggschiff. Was kann das so? Was ist das? Da haben wir Schiffsruder, Schiffsschützen. Was haben wir da? Deinen Befehl. Und ist das unser Handelsschiff, gell? Was ist mit mir? Ach, das ist der Wind. Ja, das ist schon der Wind da schon hin. Da muss man dann wahrscheinlich im Wind segeln, damit was passiert. Aber was mir jetzt einmal deren ist, wir lassen das jetzt einmal da. Das seht ihr jetzt leider nicht. Ich klicke auf der Minimap einmal die ganze Karten ab, damit der da einfach einmal rundum fährt. Matrosen, vorwärts. So. Und dann wieder daher. So, und dann wieder daher. Passt schon. Bullenjägerin, Schiff benennen, das dürft ihr wieder aussagen. Das ist ein guter Punkt. Und der Bernie hat gewonnen. Die Hiki Anna. Neptuns Schiff ist bereit. Und die, so. Das muss ich dann umbenennen, wenn wir später mit 20 Schiffe haben, weil sonst kennt sich kein Mensch mehr aus. Laut Age of Empires 2 ist ein Trireme ein Kriegsschiff. Okay, was ist das da? Das ist das Flaggschiff. Aber da steht nichts von Krieg und so Taktiken, aggressive Taktik. Was kann das so, das Ding? Das sind die Slots zum Güter transportieren. Ja, das passt. Aktive Effekte, Bedürfnisse und Attribute, keine Unterhaltskosten und so weiter benötigt. Also immer sehr schöner kleiner Infobutton dort, wenn es nötig ist, aber ich glaube, das braucht es nicht. Wunderbar. Sincus Fluxus, die unsinkbare 2. So, kriegen wir, was ist das da? Kapitänsplatz. Okay, Kapitän haben wir keinen. Was haben wir da? Taktiken. Ja, das war in 1800. In 1800 war das auch schon sehr ausgeklügelt und viel weiterentwickelt mit den Schiffen. Du hast Items einlegen können und so weiter. So, schauen wir mal da, was ist da los? Schiffe. Militärschiff, Zivilschiff. Aha, also ist ein Trireme doch ein Zivilschiff. Das ist einfach nur der Art oder die Art, wie man ein Schiff baut, glaube ich. Und nicht automatisch, das kann man als Handelsschiff benutzen, das kann man aber auch als Kriegsschiff benutzen. Was haben wir da? Landtruppen haben wir noch gar keine. Okay, was ist das da? Bretter! Bretter! Für den Brattern! Ideal für alle, die gern dreimal auf Holz klopfen.
Ubisoft hat den Text wirklich braucht. Öffnet die Übersicht über diese Produktionskette. Was haben wir da? Haben wir den klassischen Holzfäller und das Sägewerk aus Bad Segebertus. Hat jetzt dieses Schiff Deinen Befehl. irgendwelche Güter an Bord? Nein. Wir haben da, wo sehen wir mir, was wir haben. Das ist unser Kontor. Wunderbar. Was haben wir da? Wir haben Rampen. Oh. Okay, die haben einen Schiffsanlegeplatz anscheinend und dann haben sie mehrere Karren, wo sie umeinander karren können. Ja, das wird schon passen. So, das sind unsere Bedürfnisse. Was ist denn das da? Waffen, Rohstoffe, landwirtschaftliche Waren, Zwischenprodukte. Naja, gut. Mit was werden wir schon anfangen? Mit einem sauberen Feldweg. Phase 1. Erst einmal einen Feldweg da herzimmern. So. Ja, nach rechts müssen wir noch schauen. So, wo ist die gute alte Fischerhütte? Das ist meine Frage. Liberty, römisches Wohnhaus. Hier leben deine Einwohner, erfüllen ihre Bedürfnisse, um weiterzukommen. Was haben wir da? Haben wir das Lagerhaus. Lagerhaus. Ah ja, das mag ich, das mag ich. Der wir symmetrisch bauen. Fangen wir uns das sofort an, in so die typischen 4er, 6er, 8er Blöcke zu bauen oder bauen wir einfach kreuz und quer. Denn eine wichtige Neuerung, das hat es in Anno noch nie gegeben und ist eigentlich ein massiver Regelbruch. Normalerweise kannst du in Anno nur quadratisch bauen, so. Ja, das ist neu. Man kann jetzt auch schräg bauen. Es hört sich nach nichts Besonderem an, ich finde aber, dass es ist, vor allem in so einem Grid. Naja gut, lassen wir es einmal so. Ich nehme meine klassische alte Liberty römisches Wohnhaus, das brauchen wir nicht. Meine klassische alte Baustrategie. Das machen wir so. Jetzt ist die Frage, ich sehe keinen Einzugsbereich. Ja, machen wir mal einen Einzugsbereich so weit. Machen wir da her. Hier, Konto hingeschissen. So. Straßal hingeschissen, daneben. Viel Teufel, Straßenbaum kostet was. Fällt mir gar nicht. Bauen wir gleich mal bis dahinter. Wie Geld haben wir? Oh ja, die scheiß Straße kostet wirklich irgendwas. Machen wir so. Machen wir so. So. Haben wir nicht sowas wie einen Dorfplatz oder so? Dann haben wir doch da immer einen Dorfplatz braucht. Wo bauen wir unser Herz hin? Fangen wir da mal mit den ersten Dingen an. Einfach irgendwo hinziehen. Wir kommen Sachen dran. So. Kommen Sachen dran. Diagonalbau, Planungsmodus. Aktivieren, um diagonal zu bauen. Deaktivieren, nur im 90-Grad-Winkel zu bauen. Ja, wenn dann. Wie jetzt Kastelbau weiß. Herr Steffi, ich möchte ja natürlich ein bisschen aus dem alten Komma und Punkt zum dran. Oh, da schon hier. Lea, was ist da los? Sprichst du auch gerade nebenbei, oder was? Möchtest du mir verzeihen? Er macht schon was her, so ist es nicht. Naja, ich glaube, dass es mir wurscht ist. So, 1, 2, 3. Jetzt probieren wir gleich mal was. Hoppala. Kann man das umbauen? Kann man das... Wo ist abreißen? Rechts... Oh, sehr schön. Was haben wir da? Verschönerungswerkzeug. Mit diesem Werkzeug kannst du das Aussehen deiner Gebäude, Ornamente, Schiffe anpassen. Wähle ein Gebäude oder ein Schiff aus, um es anzubauen. Was? Klassischer Skin. Oh Gott, bin ich schon wieder ohne Scheiß Ubisoft. Weh, ihr verkauft es mir in irgendwas Zusatzpack, irgendwelche Skins in irgendeinem Shop, den ich noch nicht gesehen habe. Dann bist du so schnell deinstalliert, so schnell kannst du überhaupt nicht schauen. So, was haben wir da? Hier, Aussehen. Okay, das ist aber ganz cool. Die werden beim Bauen, werden die Gebäude zufällig... Mir kommt es ein bisschen vor, als wäre es ein wenig unscharf. Kann das sein? Verschönerungswerkzeug. Was kann man noch? Drehung. Oh, man kann es drehen. Weiß ich nicht mehr, ob man das in 1800 auch schon kennen hat. Aber das ist eigentlich ein ganz nettes Feature. Aber ich möchte es versetzen. Ja. Was ist da? Versetzen. Dankeschön. So, da ist abreißen, versetzen. Was haben wir da noch? Ausbauen. Kopieren. Kann man mehrere Sachen gleichzeitig kopieren. Bauen wir noch ein Wohnhäusl rein. So, schöner, sauberer Niner-Block. Was mich jetzt interessiert, brauchen die direkten Straßenanschluss oder klangt das wenigstens so ohne Bau? Play.
Neue Optionen. Was ist da los? Tutorial Lagerhäuser. Wenn du dich darum kümmern könntest. Schauen wir uns an. Was? Ehre ohne H, oder was? Produktionsgebäude benötigen eine Straßenanbindung, um Waren zu erhalten und zu verteilen. Das war schon immer so. Frisch produzierte Waren werden entweder zum nächsten Lagerhaus oder Kontor geliefert oder an ein Produktionsgebäude, wo sie weiterverarbeitet werden. War auch schon irgendwie so. Alle Lagerhäuser und Kontore einer Insel gelten unabhängig von ihrem Standort als einziges riesiges Lagerhaus. Somit sind sämtliche Waren an allen Standorten verfügbar. Damit kann man Güter von A nach B teleportieren. Müssen jetzt weiter erklären, aber so Ehre ist gleich Herr Gebieter. Nicht Ehre. Teleport waren. Ja, das ist so, wie die so benutzt. So. Aber sie brauchen einen Straßenanschluss. Was haben wir da? Speeder! Endlich mal wieder einer. Zeit ist so ein. Merci dir. Joke Brother, merci für 67 Monate. Speedster oder Speeder, merci für 62. Inkontinentia, Popek, mal schauen, wer es kennt. Inkontinentia sagt mir schon irgendwas, aber ich weiß nicht mehr, was her ist. So. Wir brauchen natürlich auch gleich mal ein Produkt. Ah ja. So. Dann werden wir wohl oder übel. Scheiße, das müssen wir nochmal wegreißen. Kriegen wir da unser Geld wieder? Ja. Dann werden wir wohl oder übel wieder die klassischen Viererblöcke machen müssen. Oder. Oh, man kann ja gleich. Oh, man kann gleich mehrere Sachen verreißen. Wunderbar. Oder die typischen Zweiereien. 5x2. 5x2 hört sich doch vernünftig an, Kinder. Ah, dann machen wir gleich mal hier so einen. So. Auf mit der Straße. Oben mit der Straße. So. Mir fällt auch ein Marktplatz oder irgend sowas. Was ist da los? Lagerhaus, brauchen wir nicht. Unterhaltskosten, ja. Liberty, römisches Wohnhaus. Auf der Insel 10 Stück haben wir. Bauen. Schauen wir uns mal das Baumenü an. Wieso? Das ist das Herzstück in einer. Was ist denn das da? Liberty. Was haben wir da? Ah ja. Neue Nahrungsmittel freigeschaltet. Sardinen. Selbst eine knochige Sardine kann reichen, um eine Familie zu ernähren. Ja, Sardinen sind so groß. Haferbrei. Haferbrei ist eine... Was ist denn da wieder los? Foxler, Punkt 1. Deine Grafik wirkt merkwürdig, als rennt Hardcore DLSS drüber und die Renderskalierung ist niedriger. Stream ist auf Max. Punkt 2. Nicht alles ist wie in 1800. Marktplatz liegt hinter Forschung. Naja, ja, das gilt es ja zu erfahren. Herr Foxler, merci dir. Nicht erneut anzeigen, du kannst dieses Pop-up im Optionsfeld wieder aktivieren. Ja, das nehmen. Hoppala. Aber wir machen jetzt mal Folgendes. Optionen. Irgendwo, ich habe nämlich also den Grafikqualität ultra hoch. Upscaling ist eigentlich aus. Texturqualität hoch. Tja, eigentlich soll jetzt narrisch ausschauen, ohne dass ich irgendwas tun muss. Probieren wir doch mal. Max Qualität, Realismus, Grafik zurücksetzen. Benchmark prüfen, können wir nicht. Ich finde es eigentlich nicht so komisch. Was meint ihr? Laufen da jetzt schon Bewohner rum? Ich sehe noch keinen. Die Bumsbude war schon hart, jetzt baut er eine ganze Stadt. Wir arbeiten dran. So. Unsere Späher haben neues Land gesichtet. Unsere Späher. Also unser Schifferl ist unterwegs. Schauen wir mal. Oh ja, super. Wo ist denn unser Schiff? Das ist besoffen. Wo hat man dieses hingeführt wieder? Und wo ist da ein neues Land? Da haben wir ein neues Land. Ja, da kann man sehr viel drauf bauen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, stark. Aber unser Schifferl, das fährt da umeinander und deckt Karten auf, das hat noch nie geschaut. So, gehen wir wieder zurück aus, gehen wir da her. Da hängt schon ein Wisch, das stimmt. Wisch hängt da, aber für Sonnen sehe ich keine. Feuer brennt da. Komm mal, ah ja. Das ist natürlich schon auch geil. So. Wir brauchen wir, was ist das da? Bauen! Unsere Späher haben neues Land gesichtet. Okay. Okay, das ist der ganz normale Baumodus. Was ist das da? Scrollen. Fahre mit dem Cursor übers Baumenü und scrolle mit dem Mausrad durch die Gebäudekategorien, um sie durchzuscrollen. Ah ja. Braucht's nicht, da klicke ich lieber. So, Phase 1. Die gute alte Fischerhütten, die hat noch nie geschaut. Links und rechts vom Konto dort. So. Wenn wir ein bisschen achten aufs Skibauen,
Oder wir können die auch schräg bauen. Oh. Das ist cool. Muss man die außerhalb bauen oder ist das da so, das machen wir jetzt da eine hin. Das machen wir da eine hin. Ab initio anno beginne deine Siedlung mit ihrer ersten Fischerei. Nice. Mit dem Schiff musst du gleich gegen das Guardian Bones Piraten kämpfen. Ja, Unsere Späher haben neues Land gesichtet. Neues Land gesichtet. Können wir uns einmal schnell anschauen. Haben wir da ein Inselchen gefunden. Schaut sehr ressourcenreich aus. Ist auch ziemlich in der Nähe. Was haben wir da? Da haben wir noch eins. Da haben dann andere Fruchtbarkeiten auf der Insel. Da kann man dann andere Sachen abbauen. That's the game. Aber so weit sind wir noch nicht. Oh, na, hat es in auch noch 1808 gegeben. Das ist natürlich schon geil. Mit Belichtung und mit Feier und so. Und da wuseln sie auch schon. Schau hin. Da sind sie alle, aber in der Wohnung drin, da ist ja nichts los. Oder was lernen die? Gehen die da alle zu Fuß dann heim? Wir werden sehen. So, um das Grundprinzip jetzt mal jemanden zu erklären, was wir wieder eigentlich tun und was da passiert und was da das Besondere ist. Wer das Spiel nicht kennt. Du hast da einen Kontor und da musst du dir vorstellen, das ist ein Lagerhaus. Es gibt zig verschiedene Produktionsgüter. Unter anderem produziert unsere Fischerhütte. Willst du einen Spieß? Alles frisch. Unsere Sardinenhütte ist eine Fischerei und die produziert alle paar, je nachdem wie schnell das halt ist, Sardinen. Und wenn die Sardinen fertig sind, dann kommt da, aus diesem Kontor, kommt da so ein kleiner Handelswagen raus, der fährt dann an deinem Weg da entlang, holt das Ding ab und lagert das ein. Da sieht man es eh schon, da ist so ein kleiner Handelswagen, der braucht aber ein bisschen. Der ist gerade im Schlafmodus, weil das Ding da erst nur eine Sardine produzieren muss. Die Auslastung ist aktuell bei 35%, wenn ich mich richtig erinnert. Und die wird immer höher, je länger das Gebäude steht, bis halt 100%. Später gibt es wahrscheinlich Buffs, die man dann in hinbauen kann. Und dann geht die Produktion von 100% auf 150% und so weiter. Einwohner oder andere Parteien können dich um eine Audienz ersuchen. Wähle sie aus, um mit ihnen zu interagieren. Das ist uns zu hoch. Libertus, das ist uns zu hoch. Ein Libertus grüßt dich. Ein Libertus kommt an dir vorbei. Schwer, das sind coole kleine RPG-Momente. Das habe ich mir in 1800 schon gedacht, das könnte man nur weiter ausbauen und da ein richtiges RPG einfach draus machen. Er strahlt die Hoffnung eines Menschen aus, der vor kurzem seine Freilassung aus der Sklaverei gefeiert hat. Trotz seiner Last bleibt er stehen und begrüßt dich als seinen Prätor. Wie reagierst du auf ihn? Seine Wachen beschlagnahmen. Seinen Vorrat kaufen. Belohnungen, da kriegen wir 20 Holz, kostet 400 Denare. Ihm alles Gute wünschen. Belohnungen 10 Holz. Manche Entscheidungen, das ist eigentlich schon ganz cool, aber mit 20 Holz, die kann man natürlich... Also wir werden seine Waren nicht beschlagnahmen, da sinkt nämlich offensichtlich die Zufriedenheit um 50, das ist nichts und dauert eine Stunde. Ingame-Zeit. Wir kaufen seinen Vorrat, da freut er sich vielleicht. Ja, wie bei 1800 mit Steuerung Shift R. Was? Was ist mit Steuerung Shift R? Ich bin jetzt ein Bretter, ich bin sein Bretter. In Ordnung. In Ordnung, her mit deinem Schund. Das So. werden dir deine Freigelassenen nicht vergessen. Ha, siehst du das? So, was brauchen wir noch? Haferbrei. Haferbrei ist ein Grundnahrungsmittel, schnell hergestellt. Unsere Späher haben neues Land gesichtet. Du kannst mal den Fotzen jetzt halten, das war super. Hier, stumm schalten. Dankeschön. So. Langsam reiten. Kernelement in Anno sind die Bedürfnisse deiner Einwohner. Ja, Liberty ist offensichtlich der römische Bauer. Das sind die ganz einfache, wobei da hat es schon schlimmere Holzhütten gehen auf Evolutionsstufe 1. Römisches Wohnhaus. Was ist da aus? Liberty. Bedürfnisse und Effekte, Bedürfnisse, babidi. Arbeitskräfte. Mit mehr Bevölkerung in einem Gebäude gibt es auch mehr Arbeitskräfte. Nur ein Teil der Bevölkerung arbeitet. Das war in 1800 auch schon so, dass die irgendwann in die früheren Teile war es so, dass diese Bauern, die steigen irgendwann auf. Ja, die werden dann zu Siedler und dann werden es zu Geschäftsleute und noch was und immer, die kriegen immer mehr Bedürfnisse. Ja, irgendwann geben sie sich nicht mehr zufrieden. Ich mag nicht mehr Sardellen fressen, sondern ich mag dann irgendwann, was weiß ich nie, wirklich Brot und Fleisch und was weiß ich was alles. Und die Neuerung, ich glaube, das ist das erste Mal auch so in 1800 gekommen, dass diese Bauernhäuser da nicht an Bedeutung verlieren, später mal im Spiel, gewinnt man aus denen Arbeitskraft.
Und deine ganze Stadt am Schluss schaut nicht komplett gleich aus. Ob das da immer noch so ist, das weiß ich nicht, das werden wir herausfinden. Aber, was sind denn die verdammten Bedürfnisse? Nahrungsmittel. Normale Versorgung, die ist bei 66% und aktuell benötigt 1. Und das ergibt sich aus Sardinen und Haferbrei. Und was haben wir da? Öffentlicher Dienst. Keine Versorgung. Das ist natürlich schlecht. Was der öffentliche Dienst kann, das weiß ich nicht. Aber wir brauchen einen Markt und wir brauchen eine Taberna, was wahrscheinlich eine Taverne ist. Und was haben wir da? Wir haben eine Mode. Da schon her. Sie haben keine Versorgung der Mode. Equus sucht seine Freunde im Badehaus. Da sagt der Sklave, Würstchen gibt's da drüben. Okay. Für den öffentlichen Dienst muss Beamte erstellen. Darf mich nicht wundern. Ja, bin ich gespannt, wie es das aufgebrochen haben. Was man damit tut. So, Haferhof. Garküche. Also das Erste, was wir brauchen, haben wir mehr Bevölkerung, damit wir die nächsten Dinge noch freischalten. Ein zentraler Treffpunkt für Handel und Tausch, den jede Gemeinschaft braucht. Fehlende Voraussetzungen, wir brauchen 20 Liberty. Das sind unsere Einwohner in der Bauernstufen. Und da brauchen wir auch 20 Liberty für die Taverne. So, die zwei Sachen werden wahrscheinlich in der Nähe von den Wohnhäusern gebaut, aber unsere Produktionsstätten, haben wir gesagt, die lagert man mir daher hinten aus. Jetzt müssen wir da irgendwie einen Weg umbauen, dass diese Affen da hinten, dass der Scheiß da irgendwie nicht im Weg umgeht. So, schauen wir mal, ob wir schon Brücken bauen können. Wir werden sehen. Lassen wir da mal ein wenig einen Platz. Gehen wir da rum. Ja, wir können Brücken bauen. Sehr schön. Gehen wir mal da so her. Und das bauen wir einfach dann nach hinten aus. Ja, mag jetzt da keine unendlichen langen Straßen nicht zusammenzimmern. Das wird der Krampf. Dann gehen wir mal da her. Haferhof. Haferhof. Wie groß muss denn so ein Haferhof sein? Falsch. Wir brauchen erst einmal ein Lagerhaus. Hier, Lagerhaus bauen. Lagerhaus, warum? Weil da drin diese Karren sind, die dann die Waren abholen. Und das Ding, da brauchen wir später dann auch mehrere, hätte ich mir gesagt, zimmern wir da eins her und später dann dahinter. Das soll halt eigentlich den ganzen Bereich da dann abdecken können. Schauen wir mal. Zimmern wir hier hin. Machen wir doch noch eine Straße bis da ganz hinten. Für die Zukunft geplant. Lassen wir das Spiel mal ein bisschen laufen, damit da unsere Bewohner mal langsam einziehen können, wenn es da was gibt. Was ist mit dem? Tutorial. Bedürfnisse deiner Bürger. Das weiß ich schon. Geh weg mit dir. So, dann brauchen wir mal so einen Haferhof. Und das ist eine Garküche. Und die braucht wahrscheinlich den Haferscheiß da. Deswegen zimmert man mir jetzt, wie zimmert man das? Jetzt probieren wir einfach mal. Zimmert einmal hin. Und jetzt müssen wir anbauen ein Haferfeld. Baukosten 2. Wie groß dürfen das sein? Gehen wir nicht aus? Ich meine jetzt da eben. Ah ja. Ich sehe schon. Das ist die maximale Größe da. Und das ist halt schon geil. Dass sich das da so schräg anpasst. Das gefällt mir gut. Dann machen wir doch das zu unserem Wurzenfeld. Das sagt der wie es ist. Haben wir mir da G. Machen wir jetzt gleich mal so. Ich glaube, dass das vernünftiger ist. Jetzt haben wir zwar Ressourcen rausgeschissen, aber das ist mir wurscht. Machen wir so. Ja. Es wird nicht so symmetrisch, wie man das wünscht. So. Ja, da bauen wir noch ein zweites daneben. Und dann werden wir die zusammen fusionieren und dann passt das schon. So, und das Ding, die kleine Hütten da, die pflanzen wir mir direkt daher. Da wir da schon das Wegerlei kreisen. Von Meer zu Meer. Segle 2205 Seemeilen. Wieso denn 2205? Unser Schiff ist immer noch unterwegs da. Der Plotter, der schaut aus wie der Xerxes in einem. Bisschen schon. So, schaut gut aus, schaut gut aus. Jetzt müssen wir da einmal gucken, ob das schon so funktioniert, wie man sich das vorstellt. So, Produktion ist bei 22%. So, wir haben ein Weizen. Das wird da umgetragen. Wie viel Weizen? Noch nichts. Wie viel Weizen braucht er? Oh, der wird da sauber umgefahren. Wunderschön.
2250 immerhin, weil auch noch 2250. Verdammt. Ja, gut, hätte ich selber drauf kommen. Hätte ich selber drauf kommen können. Ich weiß. Genau. So, das Ding produziert jetzt diesen Haferscheiß, fährt automatisch da um, liefert das da ab. Und er fängt zu produzieren und diese Nahrungsmittel werden dann da in den Konto rein da und sind automatisch, teleportieren sie die dann da irgendwo her und dann hoffentlich dann für sie da verfügbar. Wahrscheinlich muss man da einen Markt platzieren, der ziemlich zentral platziert werden sollte. Ich glaube, den werden wir mir wahrscheinlich ungefähr so da herbauen. Ja, damit das im Einzugsbereich ist von den ganzen Häusern da. Hafer! Ich mache mir jetzt ein Müsli. Verdammt, jede Zeit gehen Cornflakes. Cornflakes gehen immer. Cornflakes gehen einfach immer. So, na gut, schauen wir gut aus. Die Frage, ob wir gleich 2 brauchen. Brauchen wir gleich 2 solche Dinger? Wahrscheinlich haben wir noch nicht. Bauen wir mal noch ein paar Wohnhäuser. Hier, Liberty Wohnhaus, bauen wir direkt auf die andere Seite noch mit. Machen wir so. Blub. Blub. Wunderschön. Hoppala. Was ist denn die Straße? Bau. Straße ist R. Können wir uns gleich einmal angewohnen. Zack. Zack. Und da ziehen wir auch mal eine Straße durch, weil... Warum nicht? Es ist so finster! Nacht finde ich eigentlich schon ganz geil, aber es ist so stockfinster. Ich krieg gleich einen Vogel. Eine neue Insel wurde entdeckt. Wunderschön. So, Holz brauchen wir. Bitte fahren Sie eine Holzproduktion auf. Säge von da, dass wir mir unsere Holzproduktion genau in dieses Viereck da einbauen. Neue Optionen verfügbar. Markt und Dingsbums. Ja, kriegen wir schon. Können wir überhaupt schon einen Holzmeister, können wir überhaupt schon einen bauen? Ich glaube nicht. Oder? Es gibt ja nicht, dass man von Anfang an keine Holzfällerhütten nicht bauen kann. Lagerhaus, Werkzeuge. Ah! Man muss da unten aufs Holz klicken. Ich verstehe. So, hier, Holzfäller. Ist dieses Einzugsbereich da, der ist rund. Das ist auch interessant. Da können wir nicht direkt hinbauen. Da ist nämlich später dann irgendwann einmal ein Bergwerk. Das zimmert man jetzt. Wo zimmert man das hier? Da hinten gefällt mir das nicht. Na, da hinten gefällt mir das nicht. Vielleicht können wir da einen Rand aussehen, eine Holzproduktion bauen. Oh, Peter. Diana Augusta. Mutter meint, es tut mir gut, mich in der Buchhaltung zu üben, aber ich kann es kaum erwarten, wieder in Rom zu sein. Aha, okay. Ja, ja. Wird schon passen. Kommt das Ding auch dran? Oh ja, kommt man tatsächlich auch dran. So, das machen wir jetzt trotzdem so. So. Wird schon passen. Zur Not der muss woanders stehen. Bauen Holzfäller auch selber wieder Baum an. Wir haben momentan da keine recht gute, was soll ich sagen, zu wenig Wald. Aber ich glaube, die bauen das selber an. Also haben sie zumindest immer da. Da nagelt man zwei an. Ein Weg. Einen Weg. Und dann brauchen wir noch ein Sägewerk. Das ist am besten so. Ja, das ist ein Krampf. Ein Sägewerk, dass man das halt nur auf Komma dran kann, gefällt mir gar nicht. Ja, das nimmt die Holzfäller natürlich einen Platz weg, aber für das haben wir das so gebaut. So, das nehmen wir genau da mitten rein. Später müssen wir sowieso expandieren. Das passt schon. So, und ans Ende der Straße, der haben wir nochmal so ein Lagerhäusl her. Kann man es da hinbauen? Nö. Das der mal da her, dann gefällt mir das ganz gut. Das müssen wir abschließen. So. So. Wunderschön. Sägewerk baut, Sägewerk. Na, brauchst schon einen Förster, wie immer. Ob man einen Förster braucht? Seit wann hat man einen Förster braucht? Die haben doch selber Baum gepflanzt. Bereichseffekte, Verarbeitungszeit. Kann man. Aber gut, wir werden sehen. Der wird schon irgendwann dann auftauchen, dieser sogenannte Förster. So, dann schalten wir mal frei unseren Markt und unsere Taverne. Markt! Ein zentraler Treffpunkt für Handel und Tausch, den jede Gemeinschaft braucht. Und Attribute, das gibt ein Einkommen und es gibt Bevölkerung plus. Taberna, ob man nun Gesellschaft sucht oder allein trinken möchte, in der Taberna sind alle willkommen. Gibt A plus Bevölkerung und gibt vor allem Zufriedenheit, wie immer.
So, schauen wir uns den Bums mal an, wie der ausschaut. Was kostet es? 250 und 5 Brillen. Wir haben aber bloß 6 Brillen. Das hat keinen Einzugsbereich? Doch, hat's. Wie erkläre ich das jetzt? Sobald ich das Gebäude da an die Straße baue, dann sieht man diese grün markierten Steine an der Straße. Das ist sozusagen der Einzugsbereich von diesem Marktding. Und alle Wohngebäude profitieren da davon. Das wird eigentlich eh schön angezeigt. Deswegen schaut auch gar nicht, da ein paar Zwischenstraßen zu machen, weil sich dann dieser Einflussbereich ein bisschen besser streckt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir mir doch 4er-Blöcke machen. Hätte ich gesagt. Herr Weber! Wäre zurück. Ja, zimmert man es halt einfach da so her. Das zimmert man einfach da so her. Und, weißt du, was ich da auch sage? Wir machen es 2 Brenner. Das wird so unsere Zentralstraße. Machen wir da einmal so. So. Ich weiß, dass das so nicht funktioniert. Abwarten. In weiser Voraussicht, falls die wieder auf irgendeine Idee kommen, dass wir da irgendein Monument einbauen müssen, das riesengroß ist, dann muss ich die ganze scheiß Insel umbauen. Dann kriege ich nämlich einen Vogel. So, was war das gleich wieder? Auf G kann man Sachen umbauen. Das machen wir jetzt so. 1, 2, 3. Dann nehmen wir die noch. Die haben wir. Ne, die haben wir nicht. Das machen wir so, so. So, so. So, so. Das schaut doch ganz Kaiso Syrakus. Wir befassen uns mit Akquisitionen und menschlichen Beziehungen. Bruder, du hast da außer Kauz Augen. Rastlose Räuber durchstreifen diese Meere. Wenn hier jemand freundlich ist, dann sicher nicht Sie. Feindliche Begegnung. Du bist Caesar Regulus Syrakus begegnet. Er ist besonders für den Kauf und Verkauf von Sklaven in Latium bekannt. Wie möchtest du reagieren? Räuber sind feindliche Parteien, die durch Bestechung oder Gefälligkeiten beschwichtigt werden können. Auch als Freunde sind sie nützlich. Öffne das Diplomatie-Menü, um mehr über Räuber, Waffenruhe und Verträge zu erfahren. Höflich grüßen, ihn vor dem Handel in deiner Provinz warnen. Ah, nix da, jeder ist hier ein willkommener Händler, aber was du treibst auf deiner Seite hin, ist mir scheißegal. Willst du zu den Gewinnern gehören? Ja, hätte schon gesagt. Na, alles wird genutzt. Willst du zu den Gewinnern gehören? Das hast du mich schon mal gefragt, verpiss dich jetzt. So, müssen wir erstmal Straßen bauen. Straßenbau, Straßenbau. So, jetzt sehen wir das da, zücken wir das da einmal durch. Ein Schiff wird angegriffen. Was? Wieso? Wo fahren wir wieder vorbei? Ja, das wird schon nicht gleich kaputt gehen, oder? Greif halt den nicht an! Idiot! So, da fährst du auf. Ich muss kurz die Handelsschiffsroute da nochmal neu planen. Das soll da weiter umeinander fahren. Jetzt haben wir ihn da angegriffen, oder was? Kruzifix, wo war das Diplomatie-Menü? Nein, Landtruppen, wo waren es Diplomatie? Da war Diplomatie. Quintus, hol mein Buch. Nein, das andere Buch. Ich mag nicht angreifen, geh weg da! Marinestärke. Da schauen wir nicht so gut aus. Verteidigungsstärke schauen wir auch nicht so gut aus. Armeestärke 0-0. Wie steht es denn um Pax? Hm? Was ist ein Pax? Lea, was ist Pax? Ich glaube, der hat automatisch Angriffe, die haben von Anfang an sind die wahrscheinlich feindlich eingestellt. Du hast keine Abkommen mit dieser Partei unterzeichnet. Meine Legionen sollten im Osten gegen die Partaver kämpfen und nicht hier gegen das Pax heißt Frieden? Wieder was gelernt schon, ja? Ich glaube, dass wir da jetzt nicht recht viel Verhandlungen beginnen. Ich glaube, dass wir da nicht recht viel Verhandlungsspielraum haben. Waffenstillstand erbitten, minus 155, das wird unsere Chance sein, nehme ich mal an. Keine Blutsbindung, harmlose Flotte, beginnende Seemacht, guter Anfang. Und ich glaube, das können wir uns abschminken. Wir können ja mal ein Geschenk machen. Geschenk machen? Kleines Geschenk, 5010, ich glaube, dass du einen Vogel hast. Schleicht die sonst voll und rettiert die aus. So, wird schon passen. Was? Insel wird belagert. Was für Insel wird belagert? Wo? Achso, die da. Ja gut, wird schon passen. Gut, wird schon passen. Da kümmert sich der Zukunftsbürger drum. Oh, haben da jetzt Bäume gewachsen? Waren die vorher auch schon da? Weiß ich nicht. So, der Markt hat noch keine Straße. Das ist mir schon klar. So. Wir machen da einen kompletten Marktplatz rundherum.
Und zwar so. Easy going. So, und jetzt dürfen wir mal ein bisschen Monedos verdienen. Und wir haben auch schon 62 Einwohner. Und jetzt schauen wir mal. Ja, genau. Und da sieht man eh schon, das ist so ein richtig schöner Kreis, wie weit das geht da. Und je mehr und vernetzter, dass wir unsere Straßen machen, desto weiter geht die Reichweite auch. Schatz jetzt einfach mal. Wird schon passen so. So, wir haben noch was. Aumini, eine Taverne. Und das ist auch, ja, ich möchte aber mit R dran. Warum möchte ich nicht aber mit R dran? Kann man mit, ja, Mittel die Maustasten, jetzt halt. So, ich darf fast sagen, dass wir die Taverne da direkt um Platz zum Sparen. Was ist abreißen? X. Die haben wir gleich mit das da weggert. Aber wir brauchen mal einen Weg. Wir brauchen mal einen Weg zwischen den Gebäuden, den brauchen wir. Wieso? Ach, ich bin ein Vollidiot. Mit der Straße bauen, du Affentyp. So, hier Taverne. Und ohne Zimmer. Weil, warum nicht? Und auf der anderen Seite ziehen wir auch gleich noch eine Straße durch. Dann schauen wir mal, wie da der Einflussbereich ist. Der ist ähnlich groß. Birger, heute gemütlich auch noch. Eine Stunde später ist schon Krieg. Wo ist der eine komisch leicht unter Down-Syndrom leidende NPC, der jeden so lange Mob bis hochgreift? Ich weiß genau, wen du meinst, oder? Es ist immer ein kleiner mopsiger Vollidiot. Ich weiß genau, was und wen du meinst. Tja, dann würde ich sagen, hauen wir unsere Holzproduktion einmal ein wenig Knirschenviere, oder? Ich meine, das kann ja mit 2 Holzhütten gehen wir nicht weit. Wie ist dort Auslastung? 100%. Wie ist dort Auslastung? Auch 100%. Also ist die Übersetzung davon eventuell 2:1. Oder 1:1 besser gesagt. Was meine ich da damit? 2 Holzfällerhütten oder eine ausgelastete Holzfällerhütte kann ein Sägewerk versorgen, damit es 100% ausgelastet ist. Eventuell braucht man 2 Holzfällerhütten. Deswegen probiere ich das jetzt einfach einmal. Indem, dass man das Ding da... Wie oft drücke ich jetzt noch auf? So, das eine zwickt man direkt da hin. Und mit Shift, ne, mit... Ich kann es nicht merken. Mit G, Kruzifix. Machen wir so und zwicken wir es da hin. Und schauen wir dann einfach einmal, ob die Auslastung sinkt. Dann brauchen wir halt nur 2 Holzfällerhütten. Vielleicht hätten wir die wirklich in einem Wald einbauen sollen, ich weiß es auch nicht. Vielleicht wächst da bloß... Ich möchte gerne wissen, wie die Mechanik funktioniert. Da haben ja die Baumhainer schon da gewesen. Irgendwann sind die weg, kann man dann kein Holz mehr. Kann ich nicht glauben. Du kannst ja nicht ständig deine Holzhütten irgendwo umeinander bauen. Sondern... Eigentlich hat man doch Bäume auch pflanzen können, oder nicht? Das hat man doch irgendwie... Aha! Ornamente, naturbelassen. Öffnet Übersicht, Kategorie. Aha! Albionische Eiche. Jetzt passen wir auf. So, da schauen wir jetzt einmal. Die Auslastung ist bei 42 von 80. Ja. Jetzt nehmen wir uns nicht einen Olivenbaum, sondern wir nehmen eine albionische Eiche. Macht das irgendwie was besser? Was kosten die? 10. Zum Drehen? Scheiß Baum kann man auch noch dran. Kruzifix. Naja gut, dann stellen wir jetzt einmal da so hin. Wird der abgeholzt? Zeig das. Nein, musst du erforschen. Oh, das Erdnussbrot hat schon gespielt. Also das macht nichts besser, gell? Naja gut. Ja, war irgendwie zu einfach gewesen. Bauwerke und Gebäude, was haben wir da? Muschelförmiger Springbrunnen. Bringt das irgendwas? Öffnet die Übersicht dieser Kategorie Mauern. Römische Mauer. Nein, da brauchen wir erst einen größeren Geldzuwachs, das sagt der ich. So, wir kommen da wieder zurück aus dem Scheißmenü. Da, was ist denn das? Belohnungen. Was ist das? Vollständig mit authentischer römischer Bemalung, das ist ein Werk. Brauch ich alles nicht, weg mit dem Schund. Wir kommen wieder, ach, da war's. Auf das warten wir noch, zum Freischalten von Zwirn. Jetzt bringen wir erstmal den Rest in Ordnung. Wir brauchen mehr Liberty. Wir brauchen definitiv mehr Personen. Das sagt der ich. Da bauen wir uns jetzt eine schöne Vorlage. Und zwar so. Easy cheesy. Und dann machen wir mir die Pipette. Wir klauen uns das da. Und dann zwickt man das da auf die Seitennummer. Oder haben wir da richtig? Willkommen auf Lily Bayern, Prätor. Ich bin Valeria Turan, die Inhaberin ihrer vielen Geschäfte. Aha, ja, ist recht. Bis dann. Und dann zwickt man da eins noch am anderen gegenüber ganz genau so her. So, und da fällt unser Holz. Was ist da jetzt passiert?
Wieso schaut das so komisch aus? Liberty, römisches Wohnhaus, Gebäude bauen. Dann scheint es mir so, als wären die zwei Gebäude im Planungsmodus platziert worden und sobald wir die Ressourcen dafür haben, also, was brauchen wir? Da hier unten, ein Latten, Latten, dann kann man da herklicken und dann werden die Dinger ausgebaut. Einwohner kann man nicht genug haben. Ist das Ding noch gespeichert? Nein. Das war noch geil, wenn man sich die Dinger wie in Factorio speichern kann. So als Blueprint-mäßig. 1, 2, 3. Können wir schon mal vorplanen, weil es ja total wurscht ist. So. Müssen wir mal ein bisschen schauen. Ja, die haben alle noch im Einzugsbereich. Das schaut richtig gut aus. Wir brauchen mehr Holz, mein Lord. Ja, wir müssen die Holzproduktion antreiben. Jetzt schauen wir mal, wie die ausgelastet sind da. Ah ja, 61%, aber er ist 100% ausgelastet. Wieso ist das so? Jetzt der wir mal die Spielgeschwindigkeit ein bisschen Ich hätte dran. nicht gedacht, dass Sie mich im Unkraut meines Gartens finden würden. Oh. Ithacus Tarragonus Taurus, zu deinen Diensten. Servus, grüß Gott. Begegnung mit einem Rivalen. Du bist Ithacus Tarragus Taurus begegnet. Ein Prätor, der sich an bescheidenen Dingen erfreut, wie man an seiner einfachen Kleidung und seinen vom Gras beschmutzten Fingern unschwer erkennen kann. Was für Gras. Und doch haben diese Augen schon alles gesehen. Wie möchtest du reagieren? Rivalen sind politische Parteien, die ihre eigenen Gründe haben, sich mit dir auseinanderzusetzen. Öffne das Diplomatie mit ihm mehr über Allianzen, Handelsrechte und andere Verträge zu erfahren. Das haben wir erst einmal nicht. Hm? Sauber wie eine frische Klinge. Tarragon weiß deine Worte zu schätzen. Das hört sich doch gut an. So, kann jetzt unsere Bilanz einmal besser werden? Das war voll super. Also sie wird langsam, aber sicher wird sie besser. Das muss schneller gehen. Das sagt der was ist. So, was ist denn da? Geht da die Produktion nach oben? Ja. Also versorgt ein Holzfäller, der noch nicht mal komplett ausgelastet ist da mit den Bäumen. Ein Sägewerk zu fast 100%. Das muss er wohl dann klar. Na gut, wir brauchen mehr Holz. Da werden wir später weitere, was ist das da gewesen? Haferbrei-Dinger bauen. Also müssen wir irgendwie da hindrehen. Gut. Holzfäller. Wir können natürlich da noch einen dritten einbauen, gell? Da so. Schaut doch das gut aus. Schaut doch das super zauberhaft aus. Den haben wir noch mal da her. Oh, da ist er auch immer noch voll ausgelastet. Was mir aber nicht gefällt, ist, dass wir da hinten keine Straßen haben zum Abliefern. Da ist der Weg zu weit, Kinder. Da ist der Weg zu weit. Aber das wird nicht helfen. Müssen wir einigermaßen platzsparend bauen. Da zwicken wir jetzt da eine hin. Und dann zwicken wir da eine hin. Die ist auch wieder nicht ganz ausgelastet. Doch, die ist schon ganz ausgelastet. Das passt. Jetzt ist die Frage... Du bist der neue Prätor? Stark! Mein Name ist Dorian. Ich halte die Insel hier am Laufen. Sag Bescheid, wenn du mal mitlaufen willst. Oh, ich hab doch gesagt, der Herkules, der tut Sehr Olympische erfreut. Spiele Ich bin austragen. Dorian, ein Bruder von Herakles. Ich hoffe, wir werden Freunde, du und ich. Ist ein bisschen gay, aber das war damals auch schon. Du bist Dorian Manilus Scaevola begegnet. Gerüchten zufolge stammt er aus der Provinz Hellas. Wie möchtest du reagieren? Rivalen, bla bla bla, haben wir schon gehabt. Höflich Verliest grüßen. du keinen Schweiß, kriegst du keinen Preis, Mann. Mit Sicherheit haben Römer damals schon Mann gesagt, da bin ich mir ziemlich sicher. Aha, ja. So, jetzt zwickt man da einmal eine Straße auf. Das schaut vernünftig aus. Und dann hätte ich gesagt gehabt, zwickt man da noch... das gefällt mir nicht. Aber das Geile ist, man kann da rundherum bauen. Ja, dann müssen wir das da so lassen, aber wir brauchen ein Lagerhaus. Und zwar hätte ich das fast da her zwickt so. Jetzt macht er das. Oh, das ist natürlich schon geil, dass du jetzt das da so abgeschrägt einzwicken kannst. Das ist schon, solange du oben liegst, ist es nicht schlimm. Der Grieche, die waren nicht so eng mit wer mit wem. Solange du oben liegst, ist es nicht schlimm. Tut mir leid, ich hab kurz gebraucht. Lea, ich hab kurz gebraucht. Das ist vielleicht auch ein bisschen nah. Das tun wir vielleicht da auf. Zwickt wir es einmal hin. Und dann tun wir da ein Sträßlein.
Ein Sträslein. Wie kriegen wir mir die Straße von dem da hinten? Über Bruck, ich möchte sagen. Oder machen wir es ganz narrisch und wobei da hätte auch noch mal ein Holzfällerplatz später gehen. Machen wir mal diesen hier. Ja, das scheiß Tooltip kann ich da jetzt nicht brauchen, wenn ich baue. Was ist das wieder für eine Behinderung? Geh weg! Wir können auch schräge Straßen da hinbauen, weil warum nicht? Wenn wir schon so ist, in so einem Netz bauen. Ja, wenn ich da direkt tue. Dass man das nicht canceln kann, das ist auch schon wieder was mich jetzt tot nervt. Was ist denn jetzt da mit dem Straßeneck passiert? Ist weg. So, und dann brauchen wir... Da komm ich nicht vorbei. Wie zwickt man das da nicht? Dann machen wir jetzt eine schräge Straße da her. So. 67, 69. Dann machen wir da eine Brücke rum. Dann machen wir so. Und dann machen wir so. Nein, das ist nicht schön. Nein, das ist nicht schön. Nein, das gefällt mir nicht. Kann man da keine andere Brücke bauen? Da kann man eine schräge Brücke auch bauen. Das musst du mir sagen. Das musst du mir sagen. Aufbauspiele auf die 1. Aufbauspiele ist wieder einfach lang. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass das ist natürlich für einen Stream auf Dauer ist das ein bisschen schwierig. Zumindest so, wie ich meine Streams gestalte. Aber auch noch, werden wir mir nur spielen an Freitagabenden, hätte ich vorgeschlagen. Außer Kingdom Come ist so dermaßen lang, dass es ganz aus ist. Dann müssen wir uns was einfallen lassen. Und bis Weihnachten so jeden zweiten Freitag, warum nicht? Und wenn ich Offstream weiterspiele, dann zeige ich das natürlich her. Und ich glaube, das kriegen wir dann schon. So, was ich jetzt... Wie bauen wir mir jetzt diese geschissene Brücke da am Gescheitern? So. Schau fast aus wie ein Autobahnkreuz. Gefallen tut es mir nicht. Schönheitspreis gewinnt keinen. Sag ich dir, was ist. Ja. Aber ist in die Zukunft geplant, weil da kommt später dann auch wieder ein Sammelhaus wahrscheinlich hin für die Steine und da ist ein Flussplatz, da ist ein Flussplatz. Überall haben da Sachen zum Abgeiern. Was wir da draufstehen, müssen wir noch freischalten. So. Die große Frage Du musst ist... der Prätor sein. Mein Name ist Lysia Ma. Lysia bedeutet glühende Wolken, wie die man in der Wüste bei Sonnenaufgang sieht. Wie heißt du? Ich bin der Sofakuss oder irgend sowas. Was für eine Freude, dich kennenzulernen. Habe ich die Ehre. Insolvenz incoming. Ja, ja. Mein Vater ist ein Seidenhändler. Das ist ein bisschen ein Problem. Das ist tatsächlich ein bisschen ein Problem. Abendessen. Ja, unser Geld wird irgendwie nicht mehr. So wir brauchen viel mehr Wohnhäuser. Oder? Wir brauchen diese Stoffdinger. Und wir können natürlich ein bisschen mit unserem Holz handeln. Sehe ich irgendwo, wie viel Holzbalken das wir haben? Ja. So, wir haben jetzt eine deutliche Überproduktion von Holzbalken. Das wird nicht recht viel wert sein, aber wenn da ein Handelsschiff kommt. Jetzt fahren wir mir... Oh, das ist falsch rum. Das fahren wir jetzt da mal ein bisschen auf Zeiten. Dann gehen wir doch mal handeln. Was haben wir da? Rampen. Holz. Mindestlagerbestand. Den wir mal auf 30. So. Handel. Kein Handel. Kaufen. Verkaufen. Verkaufen, wenn über 42. Wenn über 30. Was ist denn da gemeint? Ist da der Geldbetrag gemeint oder ist da die Stückzahl gemeint? Verkaufen, wenn über 30. Verkaufen, wenn über was? Automatischer Handel. Jede einzelne Ware kann automatisch gekauft, verkauft oder auf einem bestimmten Lagerbestand gehalten werden. Deine Handelspartner kommen regelmäßig an deinem Konto vorbei und kaufen oder verkaufen, so viel sie können. Ist alle Waren ausgewählt, werden sämtliche Waren oberhalb einer bestimmten Grenze automatisch verkauft, damit deine Produktionsgebäude nie stillstehen. Mindestlagerbestand. Durch Festlegung eines Mindestlagerbestands kannst du eine bestimmte Warenmenge reservieren, sodass sie nie verkauft wird, egal ob über automatischen Handel mit einem Handelspartner oder über Handelsrouten.
Über Handelsrouten, nein, war das auch schon immer so? Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Der Mindestlagerbestand bleibt also jederzeit in den Lagern deiner Insel. Bitte auf das Schloss bei den Klamotten draufdrücken. Herr Krümel, ne? Machen wir jetzt eins nach dem anderen, langsam. Chef, bau deine Plantenhäuser. Bau deine Plantenhäuser. Die geplanten Häuser jetzt. Für PC, PS5, Xbox Series X. Gestern war Release übrigens, weil da offensichtlich Fragen im Chat auftauchen. Wir können natürlich auch einmal unsere geplanten Häuser bauen. Das ist ein guter Punkt. Das tun wir jetzt. Brauchen wir auch nicht mehr auf Pause drücken. Und dann sehen wir schon, wo sich das hier entwickelt. Können wir auch mal die Bedürfnisse anschauen von den einzelnen Häusern. Ja, mal, wir haben noch so viel. Kann ich da mehrere markieren? Kann ich da... Oh! Kleine Stadt! Wird schon. Muss ich das alles einzeln machen? Nein, muss ich nicht. Sehr gut. Das war auch schon immer so. So. Ausgebaut, meine Damen. Oh, was haben wir da? Was ist da? Was ist da los? Ich möchte die seligen Felder Elysions sehen. Du musst meine Cousins vor den Leuten aus Syrakus retten. Oh. Flüchtlingspolitik. Ja, du es hier. Prätor, es gab einen Überfall auf See. Kaiser hat ein unschuldiges Schiff versenkt, das ihm nichts getan hatte. Ein paar meiner Vettern waren an Bord. Bitte verhindere, dass sie versklavt werden. Was muss ich da tun? Verlorene Freiheit. Ein Libertus bittet dein Prätorium mit geballten Fäusten. Betritt dein Prätorium mit geballten Fäusten. Mit aller Höflichkeit, die er aufbringen kann, berichtet er, dass seine befreiten Cousins an Bord zweier schneller Piratenschiffe aus Syrakus gefangen genommen wurden. Das ist das Werk des abscheulichen Räuber Cäsar, ja. Wahrscheinlich werden sie wieder in die Sklaverei verkauft. Die müssen doch dann irgendwo sein, oder? Müssen die nicht irgendwo das Spiel pausieren? Müssen die dann nicht irgendwo umeinander erfahren? Ist das dann die Quest da, oder Hör was? mal zu. Wenn einer das Schwert zieht, ist es zu spät, ihn aufzuhalten. Verstehst du? Oder gar keinen Bock, ich merke schon. Ein paar von den Vettern waren fett. Vollidiot. Aber haben die Ziele normalerweise nicht, wie soll ich sagen, ein Pfeil auf dem Kopf? Das ist jetzt auf der Minimap das einzige Schiff, das ich sehe. Ist es das Schiff? Ich weiß es nicht. Es ist nicht sehr gut gekennzeichnet, muss ich sagen. Questziele, die verlorene Freiheit. Das werden wir ausprobieren. Das werden wir mir ausprobieren. Wo ist denn unser Schiff? Schiff. Das ist da. Das andere Schiff guckt noch irgendwo in der Wegschicht umeinander. Das ist direkt in der Natten. Da fahren wir jetzt da oben. Und greifen wir so. Schauen wir mal, was das tut. Fährt das da im Kreis umeinander, oder was tut denn das? Ist das Questschiff? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, wo das hinfährt. Wenn das im Base einfährt zu sich, da, dann greifen wir es natürlich nicht an. Namen für eine Dreier-Schiffsflotte. Vetus, Pinguis und Lentus waren alt, fett und langsam auf Latein. Stark. Aber das ist ja unser Militärschiff. Ah ja, kommt schon. So, währenddessen kämen wir währenddessen schon irgendwas da. Na, unsere Steuern gingen auf, das ist gut, das ist ganz gut. Und dann werden wir noch ein paar Wohnhäuser bauen müssen, das wird ja nicht helfen, was tut man sonst? Und wir haben eine weitere Produktionskategorie freigeschaltet, Ziegel. Aber dafür brauchen wir erst, schauen wir mal, wie die Bedürfnisse so ausschauen. Sardinen. Da mag ich mich bedienen. Jede Gräte ein Geschenk. Machen wir das schnell auf und zu, damit es nicht blinkt. Also, Nahrungsmittel sind vollständig erfüllt. Sie kriegen Fisch, sie kriegen Haferbrei. Sie kriegen den Markt und sie kriegen die Taverne und sie brauchen jetzt noch Tuniken und Pilei. Also Hüte und Gewänder. So, wo ist unser Schiff? Wir erwarten deinen Befehl. Ah, da ist das Questziel. Jetzt, ja, hätte mich gewundert, wenn das nicht markiert wird. Das hätte mich gewundert. Muss ich das Ding jetzt abfangen, bevor es da unten hochkommt? Wieso kann ich nicht weiter auszoomen? Ich will weiter zoomen jetzt. Pinguis heißt fett. Arme Pinguine. Ja, fahren wir noch entgegen. Ich zermösle dich.
Quest wurde aktualisiert. Oh, steht da tatsächlich auch Toten, ja. Da haben wir eine mit die. Die zerstören wir! Oh, der schießt so versteckt. Ein Schiff wird angegriffen. Ach du Scheiße, vom Horn. Ja, Bruder muss los! Bruder muss los! Na, Bruder muss los! Muss nach Hause fahren! Fahr zu! Ah! Nee, das ist okay. Was ist das für die erste Quest? Dokumenten rumschlagen. Bei Mithras. Kannst du mich mit Kreuzweis? Was ist denn das für die erste Quest? Wieso ist denn die machen? Bis wir mir Schiffe bauen, dabei geht die Welt unter. Topf ist ein Zeittopf. Ich hab da keinen sterben sehen. Da haben keine Menschen drauf gewesen. Waren alles Katapulte. Automatische. Du bist ja auch im endlosen Modus, keine Kampagnenquest. Ach du Scheiße, du hast vielleicht recht, ja. Ja gut, ist nie passiert. Ist nie passiert. Bauen wir unsere Stadt weiter aus. Hoppala. Das war das Schiff, das wir uns... So, jetzt müssen wir mal schauen, ob das da bis da unten gelangt. Ja, das gelangt bis da unten, aber dann gelangt es nimmer. So. Ja, da geht sie ja abschminken, dass es ein Topf war. Der Mann ist ein Topf. Nur dazu kann ich noch gar nicht counten. Wir haben bei 599. So, wenn das nicht ausschaut wie ein Handel, wenn das nicht ausschaut wie ein Handel, dann muss es sein. Dass der religiöse Glaube in deiner Stadt zu deinem Vorteil gestaltet wird. Was? Schutzgottheit? Was zum Fick ist das? Deine Inseln, Busentus Volbiria, Ceres. Ceres, die erhabene Mutter der Felder, schließt auch Bauern, Mütter und Ehren in ihre göttliche Gnade mit ein. Ceres-Anhänger bestellen voller Eifer die Felder, gestärkt durch den Segen ihrer göttlichen Helfer. Das ist lokal. Was ist global? Was zum Fick ist denn das? Dann ist einfach Anbetungseffekte, Anrufungseffekte. Der Mars-Schrein ermöglicht den Bau dieses Schreins auf jeder beliebigen Insel. Wie viele Schreine auf jeder Insel erbaut werden können, wird durch die lokale Verehrung begrenzt. Mars, Inseln, die von dieser Gottheit beschützt werden. Der Herr Mars ist der Kriegsgott, kann das sein? Ermöglicht die Rekrutierung des Murmillo-Gladiators. Und wir da, alle Bauernhöfe unterstützen bis zu 50% mehr Feldmodule, was die Produktivität um bis zu 50% steigert. Was haben wir da? Haben wir Neptun, Ceres und Mars. Was haben wir da? Was tut der so? Bau dieses Schrein. Besonnenheit. Gebäude in der Nähe von Zisternen gewähren zusätzlichen Glauben. Alle Schiffe sind 10% schneller. Oh. Erhöht die Lagerkapazität auf allen Inseln um 300 Tonnen. Okay. Plus ein Angriff und plus eine Verteidigung für alle Truppen. Ja, ich möchte alle drei. Was haben wir lokal? Wähle eine beliebige Schutzgottheit. Einige Schutzgottheiten erfordern Forschung, um sie freizuschalten. Was haben wir da? Entdeckung Ipona-Kult. So, das Viertel übrigens in Ocarina of Time geheißen. Entdeckung Kult des Merkur-Lugo. Da gibt es so viele verschiedene. Aber man wird da wahrscheinlich alle gleichzeitig anbeten können, oder? Also ich muss mich da ja jetzt natürlich für jemanden entscheiden, aber später kann ich ja alle haben, oder? Was ist das da? Ceres Augusta, erforderliche Verehrung 50, Produktivität plus 10, Produktivität plus 20, maximale Schreine plus 1. Das gibt mehr Bevölkerung. Es sind im Prinzip nichts anderes wie Forschungstrees. So ein bisschen. Schutzgottheiten haben eine breite Palette von Effekten. Wähle die, von der du denkst, dass sie deinen Inseln am meisten nützt. Ja, das ist mir schon klar. Erhöhte Produktion von bestimmten Sachen. Naja, fangen wir mit der ersten an, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Das ist sie, was kann das? Ja, Lagerkapazitäten erhöhen ist sowieso grundlegend gut. Grundlegend, oh. Nehmen wir da noch mehr eine, dann nehmen wir jetzt sie. Schutzgottheit festlegen. Eine einfach göttliche Wahl, für die deine Leute gerne ihre Lampen anzünden werden. So, die Schutzgottheit, die die Insel trägt zu einer Gesamtpunktzahl bei, erreiche neue Ziele und mächtige Belohnungen. Desto großzügiger werden die Ernten ausfallen. Wir haben bei 50. Das heißt, Produktivität steigt schon mal um 10. Jetzt haben wir bei Verehrung Glauben 74 von 74. Wo kommt das her?
Was ist das da? Haben wir mir zufällig... Was ist denn das da? Inselbrandsicherheit. Um Gottes Willen. Haben wir mir zufällig... Ne, Inselglauben. Wo kommt denn das her? Häufigkeit, Stadtstatus, Glauben... Ja, der wird wahrscheinlich aus der Bevölkerungsgröße, wird der wahrscheinlich. Aber wir haben nicht 74 Einwohner bloß, wir haben heute eine Inselbevölkerung von 384. Aber ich glaube, wir haben auch nicht 74 Gebäude, also Wohngebäude, wir haben 80 Wohngebäude. Naja, wird sich im Laufe der Zeit schon ergeben. So, was nehmen wir mit seiner Quest? Naja, die werden wahrscheinlich die nächsten 80 Jahre umeinander fahren. Irgendwann werden wir es schon abschließen. So! Freunde der Sonne. Jetzt müssen wir das zweite Attribut, beziehungsweise das zweite Bedürfnis, beziehungsweise Bedürfnis Nummer 5 und 6. Ah, da kann man es sperren. Ja, müssen wir bauen. Kinder, da müssen wir bauen. Hier. Neue Freischaltung von neuer Gebäude. Neue Moden freigeschaltet. Tuniken. Selbst die Liberty öffnen ihre Geldbeutel für einfache, gut gefertigte Wolltuniken. Ich bin's plötzlich am Lesen. Das ist aber auch Freitag. Man verzeihe es mir. Attribute. Da kriegen wir Geld. Das ist gut für uns. Pilei. Ein schlichter, behaglicher Hut im hellenischen Stil. Wie gemacht für die strahlende Sonne und ländliche Glückseligkeit. Ja, das gibt Zufriedenheit und gibt uns Geld. Einkommen. Wahrscheinlich pro Haus dann +1, nehme ich mal an. Ihr Deutschen seid komisch. Das heißt Tricks. Viele Monde sind älteren Göttern oder Sagengestalten aus der Antike bekannt. Was? OGs kaufen nur Speed, by the way. Um was geht's denn gerade? Alter, Epona rufen in Zelda, what the fuck, warum habe ich sofort die Melodie im Ohr? Ich muss gerade überlegen. Ich kenne bloß noch die erste, wenn ihr noch Ocarina of Time Ding, ist die erste Melodie, die mir in den Schädel reinfährt. Also das Aldi-Twix. Ich bin eher der Kauflandgänger, aber ich kaufe auch kein Twix und kein Mars. Was ich gerne mag, ist ein Snickers-Eis. Snickers-Eis ist wirklich Weltklasse. Und mein Lieblings-Schokoriegel ist übrigens auch wunderbar. In beiden Ausführungen, die es gibt. Aber der OG wunderbar ist, der ist so richtig geil zum Zähne ausbeißen. Draufbeißen ist so ein einziger Karamellbatzen, der... Mars macht mobil bei Arbeit, Sport und Spiel. War das ein Werbeslogan aus den 90er von Mars? Kann das sein? Der hat mir dann ab in Nachschuss geworfen mit mir, kann's was. Heranstellen wir nicht bis jetzt, ja. Es geht natürlich sehr schleppend voran, ist ja klar. Das ist ein Mittelspei. Aber es schaut bis jetzt gut aus. Aber es gibt auch noch nicht recht viel Neues, sag ich da ganz ehrlich. Also ich fühle mich noch nicht überrumpelt von, boah, das ist neu, bis auf das diagonale Bauen und das tue ich nicht. So, weiter geht's. Wir brauchen zum Produzieren... Hanfhof! Den Hanfhof, den bauen wir mir, den zimmert man mir daher, den Hanfhof. Das sag ich dir, mein Freund. 100% Auslastung, kann aber weiterlaufen. Ah ja, jetzt müssen wir nochmal in das Handelsmenü, da waren wir vorher drin, jetzt haben wir nämlich über 40 so Dinge. Da ist ein Handelssymbol dran. Mindestlagerbestand verkaufen, wenn über. Die zwei Regeln habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich glaube, der Mindestlagerbestand, der ist allgemein, der deckelt alles. Und wir haben jetzt 19 Stück über 30. Das belassen wir auch mal so. Oder ich lasse das gern so bei der Hälfte ungefähr. Machen wir mal 40. Mindestlagerbestand 40. Was ist das da? Bestand erhalten. Verkaufen, wenn über 40. Ja, es erschließt sich mir noch nicht ganz, warum wir da zwei Regler haben, aber das finden wir schon noch raus. Das finden wir schon noch raus. Was auch immer wichtig ist, der kleine grüne Pfeil an den ganzen Produktionssachen, die wir haben, die zeigen einem, ob das Lager wächst, stagniert oder sinkt. Und wenn ich da sehe, dass der Haferbrei stagniert, dann gefällt mir das nicht. Dann bauen wir nämlich da gleich noch einen zweiten hin. Also, hoppala, da haben wir einfach drüber geflogen. Den zwicken wir direkt daher. Und eine zweite Suppenküche brauchen wir dann eigentlich auch noch.
Da brauchen wir auch noch... Heute mal birgen. So, gebaut. Dann gehen wir da her. Machen wir es so. Und schauen wir... Oh, da brauchen wir gar nicht. Schau hin. Den brauchen wir auch nicht. Schön platzsparend bauen da. Ja, machen wir es oder so. So, easy going. Und eine zweite Breimaschine zwickt man auch noch nicht. Vielleicht heißt das automatisch Kaffer und Verkaufer. Ich weiß nicht. Also im Text ist ja gestanden, es gibt jetzt, und da bin ich mir eben nicht sicher, ob es das in Anno 1800 auch gegeben hat oder in den letzten Annos, dass du einen generellen Mindestbestand einbauen kannst. Das heißt, wie soll ich das erklären? Dass wenn ich jetzt da 30 einschreibe, ja, hoppala, wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht? Ah, jetzt haben wir Chance gefunden. Ja, dann ist es genauso, wie ich es gerade erklären wollte. Ich kann den Regler jetzt nicht mehr weiter nach links dran, als da unten festgelegt wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Also, der grundlegende All-Over-Mindestbestand ist 40, also 50% vom Lager. Und wir wollen mal verkaufen, alles was über 40 ist. Das sind zwar separate Regler. Warum? Später haben wir eine zusätzliche Insel. Irgendwo anders noch. So, wir haben uns das Mikrofon gehabt. Das tut mir wirklich leid, das tue ich normal nie. Und dann fahren da Schifferl hin und her. Warum? Zum Beispiel, ich möchte da eine zweite Siedlung bauen. Und dann möchte ich die Güter von der Insel in die andere Insel umfahren. Und ich möchte aber dann auf der Startinsel, dass gewisse Rohstoffe halt einfach mindestens auf der Insel bleiben. Das ist der Regler unten. Und da oben, da kann ich nochmal separat festlegen, alles was drüber hinausgeht, über 50 zum Beispiel verkaufe ich. Das ist okay. Jetzt, am Anfang vielleicht ein bisschen verwirrend, aber das ist okay. Kann man schon so lassen. So. Ein Regler ist einkauft bis zu 40 Tonnen, falls deine Produktion nicht mitkommt und der andere regelt den Verkauf deiner Ware. Was? Kaufen, wenn unter 40? Nämlich das Verkaufen. Also entweder, ich habe jetzt den Rohstoff, ja genau, den Rohstoff habe ich jetzt auf Verkaufen. Das ist der Kaufenregler. Das ist der Verkaufenregler. Stimmt so nicht ganz. Das kannst du für jedes Gut extra festlegen. Ja, das weiß ich schon. Das ist auch schon immer so. Ja, also da zum Beispiel, wir verkaufen Mindestbestand ist da auch immer, machen wir 40 und wir verkaufen es ab 40. Wir kommen den ganzen Bums da. Ja, um einfach ein bisschen lang Geld zu kommen. Das mache ich am Anfang eigentlich immer so. 40. Wenn wir da herkommen, machen wir 40. Ja, einfach alles zum Verkauf anbieten, was über 40 hinausgeht. Das schaut gut aus. Und die anderen Sachen lassen wir dabei noch. Kaufen tue ich nix. Noch nicht. Außer wir brauchen später irgendwann was. Das ist ja wieder ein separater Regler. Ich kann ja nicht gleichzeitig Waren verkaufen bis zu einem Mindestbestand und gleichzeitig einkaufen und verkaufen. Das ist ja totaler Krampf. Totaler Krampf. So, was brauchen wir da dafür? Schaufel. Oh. Da machen wir mal umhängen. So, wie tun wir das jetzt? Eine Hanfplantage bitte. Wahrscheinlich brauchen wir dann nochmal ein Lagerhaus dazwischen, damit wir mehr Karren zur Verfügung haben. Aber das kriegen wir schon. Wie zwickt man das hin? Zwickt man das direkt oder nicht mehr? Da lassen wir da ein wenig einen Platz. Machen wir so. Dann schauen wir uns das an. Sehe ich vorher wie 60 sehe eine Fädelstickerl brauchen, ein Handfeld. Oder was wir so? Ah, das gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Und dann zwicken wir gleich noch eine Tunika. Ja, ich drücke immer auf R zum Drehen. Frag mich nicht warum. Frag mich bitte nicht warum. Dann machen wir das so. Auf G. Machen wir das so. Wir können es aber trotzdem nicht hinzwicken, gell? Nee, Kacke. Kacke. So, das machen wir so.
Easy going. Bubertshof muss groß sein. Ja, mehr Buberts, mehr gut, das stimmt. Aber ich möchte schnell abwarten, bis das ein bisschen angefangen hat zum Produzieren, ob das eine Stube auslastet. Sagt man das vielleicht vorher sogar irgendwo? Hanf, 0 von 4 im Insellager, 0 Waren fehlen, sagt man irgendwo. Verarbeitungszeit, das war's. Der braucht Minuten. Und er hat Produktionszeit, also ist eine Übersetzung von 1:1. Was hat er für eine? 30 Sekunden. Was hat das Ding? 30 Sekunden. Ist auch eine Übersetzung von 1:1. Ob es die 2 Holzfäller da hinten überhaupt braucht, ist die Frage. Wir haben eine Pumpen voll bis oben hin. Können wir unsere Lagerhäuser vielleicht schon ausbauen? Schauen wir mal. Kontur. Ausbau. Wo? Ausbauen. Rückbau. Na. Ich denke, dass wir da erst eine Bevölkerungsstufe aufsteigen müssen. Bin immer gern auf dem Markt. Solange ich nicht verkauft werde. Da hast du recht. Ja, und schon steigt das Bedürfnis nach den Tuniken. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ob da eine gelangt, weiß ich nicht, aber bauen wir erst einmal nur eine. Ja, das ist immer sehr schön gebalanced. Momentan kriegen wir auch 30 Gulden, 40 Dinare, 50 Dinare. Oh, das geht steil nach oben. Das geht wirklich schnell steil nach oben, wenn wir da einigermaßen ein paar Bewohner haben. Das ist gut. Schneiderei in die Stadt, oder? Genau wie die Suppenküche, oder? Habe ich so... Ich weiß, was du meinst. Es ist nur naheliegend, dass wir die Produktionsstätten, das erste Gut ist jetzt in dem Fall der Hanf. Das geht weiter an, was ist das da, an die Spinnerei, und die Spinnerei liefert das dann daher. Was man natürlich auch machen kann, man kann die Spinnerei einfach packen und diese Produktionsgebäude ganz woanders hinsitzen. Irgendwo daher, dann kommt halt der Karren und holt sich die Scheiße, aber das ist ja... Es ist ja vollkommen wurscht. Ich halte die Sachen halt immer gern zusammen, die zusammenkehren. Ich weiß auch nicht, ich frage mich bitte nicht warum, aber ich mache das halt so. Was haben wir da? Das Lager ist nicht groß genug für deine Herrlichkeit. Wir haben zu viel Zeug von fast allem. Ist dort Produktion schon angelaufen? Oh ja, schau hier, da haben wir jetzt auch eine Produktion von 110%. Das heißt... Das Ding baut auf 54 Sekunden. Baut das Hafer und die Garküche braucht 54 Sekunden. Ach, die wird auch bufft. Okay. Warum wird der Hanf nicht bufft? Wissen wir nicht. Hüte! Wo der wir unsere Tierfarmen hin? Die bauen wir daher. Nein, da können uns angegriffen werden, das ist nichts. Da brauchen wir Verteidigung, da brauchen wir auch Verteidigung. Wo zwickt man die hin? Die müssen wir fast da hinten zwicken. Wegen Einzugsgebiet aufwerten. Ich kann das Einzugsgebiet von den Dinger da noch nicht, also das Lagerhaus noch nicht au... Oder was meinst du genau? Das Einzugsgebiet gilt ja für das Gebäude und gleichzeitig auch für die Lagergebäude. Wo sie als Produktionsgebäude die Ware herholt, ist ja scheißegal. Interessanterweise... Wann wirst du Verträge annehmen? Ich würde mit dir gerne über Geschäfte sprechen. Oh, die Dame aus dem Fernen Osten. Jede Gottheit verleiht einzigartige Segnungen. Wechsle deine Schutzgottheit nach Belieben. Die Kniescheibe, ich wechsle meine Schutzgottheit überhaupt nicht. Die grünen Dächle. Ja, du hast schon recht, aber es ist ja vollkommen Banane, ob... Oh, jetzt haben wir sogar da einen Einzugsbereich. Wo kommt der? Es ist ja vollkommen Banane, ob der Karren dort zum Lagerhaus fährt oder direkt zur Hanfplantagen, wo er sich das Zeug abholt. Deswegen setze halt ich meine Produktionsgebäude eigentlich immer nebeneinander. Ich weiß, was sei, kann man so machen, kann man so machen. Aber meine Schafall hätte ich da jetzt gern nicht drin, weil da möchte ich eigentlich nur Felder herbauen. Bitte bauen Sie hier nur Felder. Kommt man noch hin? Da auf der anderen Seite, da kann man auch Griffe werden, so, und da tue ich das eigentlich ungern, Produktionsgebäude hinbauen. Müssen wir eigentlich da hinten bauen, aber uns geht der Platz sowieso schneller aus, wenn wir schauen können.
ob wir mir jemals da irgendwas bauen. Wir könnten auch da noch Produktionsstätten herbauen, so ein bisschen außerhalb von der Stadt. Aber ich glaube, fürs Erste zwickt man mir das Ding einfach einmal da her. Das können wir ja immer noch umsetzen. Ist ja das Schöne. Sehe ich jetzt da irgendwas, wo ich nicht bauen kann? Ne, jetzt muss man wahrscheinlich kleine Ställe bauen. Schauen wir mal 3 Schafspferch. Man muss nur 3 Schafspferche bauen? Ja, dann brauchen wir das da einen 5 Kilometer weit wegstellen. Das ist ein totaler Kass. Ah, ich weiß, wo wir die Schafal hin. Kriegen wir da die Schafal her? Machen wir so, bestätigen. Die Dinger reißen wir ab, da kriegen wir dann wieder was. Dann machen wir da, spielen wir da schön brav Tetris. So. Macht das Sinn? Nein, macht es überhaupt nicht. Kann man die einzelnen Schafpferkel verschieben? Ja! Es wurde mitgedacht! Echt, da kann ich es nicht hinbauen. Müssen wir noch ans umrücken. Da ist schön klar und kompakt. Wunderbar. Was hat das für eine Produktionszeit? Können wir noch nicht feststellen. Und dann müssen wir Hüte bauen. Verarbeitungszeit 1 Minute. Oh, 30 Sekunden. Das heißt, wir können 2 sichere Hutmachereien damit versorgen. Und das sterben wir auch. Weil warum nicht? Also nochmal zum Verständnis, also alle, die schon ewig lang auch noch spulen, ist mir schon klar, dass es die Schmarrn nicht erklärt braucht, aber es schaut er nicht. Schafal werden alle 30 Sekunden produziert. Und die Hüte brauchen 1 Minute. Das heißt, eine Schaffarm kann 2 Pileus-Filze, also Hütefabriken, versorgen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja schon. So ist es mit da hinten umeinander werken, das passt schon. Gehen wir mit irgendeinem Holzbauer um den Weg? Nein. Pfeifhaft Wolle, was ist mit Fleisch? Das ist richtig. Wird wahrscheinlich relativ bald kommen. So, wie schaltet man das da eigentlich frei? Wir brauchen ein Plebier. Plebejer. Das ist die nächste Bevölkerungsstufe nach den Bauern. Ich nenn's Bauern, ist mir wurscht. Warum blinkt denn eigentlich das Bauernmenü da halbe gell? Was ist denn das? Öffnet die Übersicht über die... Was ist das? Wiegeles, bekämpft Brände in deiner Stadt? Da brauchen wir Ziegel! So, wir haben wir nicht. Was ist denn das? Custodia, bekämpft Unruhen in der Stadt. Polizei quasi. Was haben wir da? Das ist das normale Menü. Ja, gut. Bin schon stark. Da gehen wir her. Wann Vollbier-Squad, Pileus im Shop? Das sind diese Spitzhüte, oder? Die, was am Oktoberfest verkaufen. Da fürchte ich, muss lang warten, bis ich sie hier nicht verkaufe. Das ist so ein richtiger Preisen-Merchandise-Artikel. Lammfleisch, kleiner, alle anderen Fleische. Bernie, das stimmt. Ich bin wirklich absoluter Fleischfetischist, aber eine Lampe mag ich nicht. Obwohl ich auch Griechenland liebe, ich kenne zwar kein Stück nicht mit der Geschichte und so weiter aus, aber ich mag halt einfach das Land. Da ist schön, aus, da gibt es gutes Essen, aus, leidenfreundlich, aus. Und eine Spezialität ist ein Lamm in so einem Tontopf und ich kann es nicht essen. Es geht einfach nicht. Nein, es geht nicht. Es geht nicht. So, wie schauen wir jetzt da aus? Was ist mit Kleidung? Warum ist Kleidung gelb, aber die Hüte grün? Die Bedürfnisse sinken ab. Wieso? Das wird mehr, das wird nicht mehr. Hanf und Kleider. Wahrscheinlich brauchen wir nochmal eine Hanfplantage. Die wird für uns eine riesen Batzen da, wird das nicht gelangen. Dann bauen wir nochmal eine Hanfplantage. Wie viel Geld haben wir? Plus 109, das passt gut. Die sollen ins Geld auspfeffern. Machen wir jetzt so. Dann machen wir so. Easy. Das sind bloß 52. Warum sind nicht bloß 52? Passt mir schon wieder gar nicht. Da fangen wir da hinten an. So, machen wir da noch ein paar hin. Und noch eine zweite. Nee, jetzt wenn ich noch einmal auf R drücke zum Drehen, dann kriege ich einen Vogel. Machen wir da hin. Easy going. Und ob diese Konstellation so gelangt, das weiß ich nicht. Zur Not zwickt man noch eins daneben. Müssen wir die Lagerbestände beobachten. Der Haferbrei, der geht nach oben. Wir stellen wir dabei einmal unsere Mindestbestände zum Verkaufen ein. Wunderbar. Kleidung verkaufen wir auch.
Schofel. Verkauft man. Wir bieten alles so. Wir bieten alles an. Da habe ich jetzt gerade einen Bug entdeckt. Das hätte ich eigentlich von vornherein schon updaten müssen, wenn ich unten auf 40 drücke und dann daher muss da auch, jetzt steht es auf einmal wieder drin, Ausnahme hinzufügen. Du kannst Waren sperren, damit sie nicht von den Massenhandelseinstellungen beeinflusst werden. Eine gesperrte Ware kann einen von alle Waren unabhängigen Satz an Handelsverhaltensweisen besitzen. Okay, dann wird gar nichts mehr von dieser Ware aus dem Lager geholt anscheinend. Verstehe schon. Ja, verstehe schon. Alles gut, alles gut. Das Game wird mein Weihnachtsgeschenk. Herr Sven Müller! Bis jetzt machst du nichts verkehrt. Bis jetzt schaut es solide aus. Also ich hätte mich auch gewundert, wenn nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Was heißt jetzt das da? Wir haben eine kleine Stadt. Oh, wir brauchen noch ein paar. Bis 400 brauchen wir noch. Einwohner. Und expandieren wir nach oben. Weil expandieren wir wieder. Zwickt die Ronny. Zwickt die Ronny. Zwickt die Ronny. Zwickt die Ronny. Okay, nix. Okay, nix. Ja, ein schöner Kreis um dieses Stadtzentrum da rundherum. Riesige Kolonia. Was? So viele offene Feuer und kaum Vorsichtsmaßnahmen. Das muss dir doch zu denken geben. Deine ganze Stadt könnte jederzeit in Flammen aufgehen. Da hat er recht, da würde ich halt machen. Aber was wir mir zum Beispiel nicht haben? Jetzt schauen wir mir mal in das Diplomatie-Menü. Wie schön, dich zu sehen. Wirst du uns zum Cena beehren? Ich weiß nicht, was der Cena ist, aber ich kenne einen John Cena. Den kenne ich. Frieden, wir haben mit allen Frieden. Da haben wir. Genau, er ist so der NPC, er ist so der Obermerker von allen. Bei dem kann man Ruf sammeln. Wahrscheinlich durch Quests und Aufgaben und lauter so ein Kass. Aber sie wollte uns doch da einmal. Sie wollte doch jetzt da einmal. Wie schon, um Gottes Willen, ist das Diplomatie-Menü narrisch. Bist du des Wahnsinns oder was? Was ist denn das da alles? Tochtergeschichte, normaler Rivale, Allianzeffekt, aktiver Effekt bei Allianz mit dieser Person, Ansehen plus 10, Mauerwartung die minus himmlischen 15. Pferde, die im Schatten der Berge grasen, schwitzten wirklich Blut. Ich habe es gesehen. Wer schwitzt Blut? Wahrscheinlich, weil es das auspeitscht, du Mistviech. So, marinische, da werden wir miteinander vergleichen. Armeestärke, beschissen. Marinestärke, meine ganz groß. Verteidigungsstärke, sind wir ebenbürtig. Wirtschaftsmacht, bin ich stärker wie sie. Ansehen, Ansehen bei wem? Ist das Ansehen bei mir das oder was? Darlehen aufnehmen, Geschenk machen, Kriegserklärungsmenü aufrufen. Nein, das tun wir nicht. Nicht-Angriffspakt erbitten. Warum ist das so? Religionsunterschiede, Pacta sunt servanda, was auch immer das ist, und unbedeutend. Mir sind wir unbedeutend wahrscheinlich. Wie gespeichert, dankeschön. Ja, jetzt schon so ein Handelspakt, brauche ich da ja, da tatsächlich ein Handelsabkommen, aber das ist also eine ewige. Religionsunterschiede, schwache Wirtschaft, keine Verehrung von Merkur Lugus. Wie schaut es denn da bei den anderen aus? Oh, da haben wir bei minus 100. Unbedeutend. Was bedeutet unbedeutend? Unbedeutend. Deine Städte verleihen dir nur wenig oder gar kein Ansehen. Erhöhe den Ansehen durch Bedürfnisse, öffentliche Gebäude und Ornamente. Dieser Grund kann noch verbessert werden. Ja, natürlich. Hilflos. Du hast keine Soldaten, die dich verteidigen. Für die Philosophen bestimmte Stunden zu reservieren. Ständig blockieren sie das Badehaus. Suna, meine Rede. Dein Name ist unbedeutend! Vielleicht haben wir wirklich nur ein bisschen unbedeutend. Aber in die alten Annos, da war es zumindest so, dass so ein allgemeiner Händler, also er da, der Kaiser, mit seiner Handelsflotte da automatisch ab und zu einmal vorbeischaut und dann Sachen verkauft. Aber gut. Anscheinend ist das nicht mehr so. So, Hüte stagnieren, Kleidung stagniert auch immer noch. Müssen wir noch ein bisschen laufen lassen, um da die Ergebnisse Dieser zu Fisch sehen. ist das Salz des Meeres. Und jetzt ist es soweit, wir machen mal unseren ersten Upgrade, pass auf. Zack. Wenn wir da hier unten auf Ausbauen gehen, das ist U, das kann man sowieso nicht merken. U, dann kann man anfangen, einzelne Gebiete. Kann man das sperren? Oder macht es das von. Früher haben sie das automatisch da. Also, sobald alle Bedürfnisse erfüllt waren, und das sind jetzt alle Bedürfnisse, das sind nur 3 Stück, die ein bisschen unterteilt sind, aber ist wurscht.
dann haben sie die selber geupgradet. Und dann passen mehrere Leute ein, die geben mehr Geld aus, du verdienst mehr Geld damit und so weiter. Ich glaube, dass man das mittlerweile nur noch manuell machen kann. So hoffe ich. Das war nämlich ziemlich behindert, wenn sie da hinten am Arsch der Welt irgendjemand ausbaut, wo ich es gar nicht will. So, wir machen den da, diesen Block machen wir mir als erstes. Ich glaube, lieber Gemahl, wir haben unser Heiligtum gefunden. Lieber Gemahl? Upgraden immer gut, ja, gerade wenn so oft ist Upgraden gar nicht gut, aber wenn du das übertreibst, dann kann es ziemlich schnell passieren. Neue Optionen verfügbar. Was haben wir da so? Ja, wenn wir gleich mal erkundschaften. Ach, das ist das Bild des Plebeiers oder was weiß ich, wie man es nennt. So, jetzt haben wir da neue Sachen zum Freischalten. Was haben wir da? Villa des Prätors. Offizium beherbergt Spezialisten in deinen Städten. Was auch immer das kann, das werden wir herausfinden. Hoppala. Genau, jetzt gehen wir da mal auf Bedürfnisse. Sehe ich das irgendwo? Das ist meine Gesamtbevölkerung. Aber wo sehe ich? Holz, Rohmaterial, aktuell potenziell niedrig, stagniert. Wo sehe ich, von wem ich wie viel habe? Was ist das da? Insel ansehen. Insel glauben. Insel wissen. Es sind nicht lauter so neue Untermechaniken, die da mit einspähen und die wird man sich einfach über die Zeit gewohnen müssen. Aus Bereichseffekte und Spezialisten. Da verdienen wir einen Haufen. Ich verstehe. Wir nennen es einfach Plebs. Lena. Plebs. So, dann haben wir da, das sind Liberty, das sind aber Bauern und Plebs. So, verdammten Kackplebs. Was haben wir da? Wir haben freigeschaltete Kaserne, die können wir noch nicht hin. Was brauchen wir da? Da brauchen wir Plebs. 100 Plebs brauchen wir da. Aber erstmal langsam. Eine Stadtwache. Was haben wir da? Wieder, die bekämpft einen brennenden Stadt. Das ist die Feuerwehr sozusagen. So eine Feuerwehr von Welt. Und deswegen lasse ich das da in der Mitte frei. Die braucht ziemlich viel Platz. Das ist einmal das Erste, was mir auffällt. Da werden wir später zwei brauchen. Und wahrscheinlich eine da hier hinten und eine da hier hinten. Was kosten die? Brandsicherheit plus 2. Ich bin bei minus 110! Oh, und es kostet Ziegel. Haben wir noch gar keine Ziegel. Was kostet das Ding? Das kostet auch Ziegel. Dann müssen wir erst einmal die Ziegelproduktion anwerfen. Was haben wir da? Eine Villa. Das ist mein Untergrund, da brauchen wir auch Ziegel. Da brauchen wir gar nicht anfangen, weil wir es noch nicht bauen können. Was haben wir da? Was zum Freischalten brauchen wir nicht, wir brauchen Ziegel. Eine Lehmgrube, eine Ziegelei und was ist das da? Ein Köhler. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wo zwickt man das hin? Das werden wir wohl oder übel irgendwo da herzwicken müssen, aber wo bauen wir die Lehmhütten hin? Wo kann man die hinbauen? Kann man die einfach so... Ach, die muss an ein Flussding ran. Ja, dann würde ich doch vorschlagen, dass wir das Fleckerl da zur Ziegelei machen. Oder haben wir irgendwo zwei Flussbette? Aha! Zweimal Flussstück nebeneinander. 1, 2. Ziegel können wir gar nicht genug haben. Ziehen wir jetzt gleich ohne. Köhler! Was treibt der da? Braucht der wieder einen Wald? Sehe ich das richtig? Minus 3. Ich weiß nicht, was das heißt, aber es ist okay. So, vielleicht müssen wir aber einen Köhler irgendwo besser platzieren, dass der ausgelast ist. Da ist er da ausgelast, nein, nicht im Ansatz. Da drin war er ausgelast. Ein Flussbett, 2 Flussbetter. Ist richtig. Tja, dann ist er dazu, was weiß ich, wie viel, wie kommen wir? 96%. Da ist er zu 96, 95%, 95% ausgelast. In einer deiner Städte gibt es einen Mangel an Arbeitskräften. Was? Was ist denn da los? Da geht's zu beim Starkhaus. Was ist denn die da? Was ist denn die da? Da geht's wirklich zu beim Starkhaus. Was ist denn da los? Du wuselt schon gescheit, du. 3 Fluss best.
Ist mir klar, dass der Sprengi noch mehr rausscheißen muss. So, aber das haben wir leider Gottes schräg gebaut, gell? Da haben wir sogar 98% im Plus gewinnt, habe ich gerade gesehen. Wo war das? Da ist 98%, 96, 98%. 94, 98, 93, 98, 98, 93. Ja, dann zücken wir es da hin. So, dann brauchen wir einen Weg. Straight hier hin. Straight dahin. Und da haben wir jetzt ein kleines Problem, weil das auf der anderen Seite ist, gell? Warte mal. Tja, dann machen wir mir da einen Weg rundum. So sieht's aus. Zwickt man dabei da her. Wenn das so gut ausschaut, dann weiß ich auch nicht. Bruder, dann weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, wir brauchen nur ein Lagerheisel. Rentiert sich ein Lagerheisel nur zweites? Muss nicht sein, oder? Dafür sind wir zu wenig. Produktion? 49 Sekunden. Hier hat alles seine Ordnung und seinen Platz. Er produziert auf 54, also alles so gut auf eine Minuten. Und jetzt brauchen wir noch eine Ziegelei. Was hat die für Produktionszeit? Eine Minuten. Das heißt, nochmal, Minute, nicht ganz eine Minuten. Also brauchen wir eigentlich auch 2 Köhler für die Ziegelei. Das behagt mir nicht. Mehr Wohnhäuser bauen. Was haben wir denn da? Plebier Arbeitskraft. Ja gut, wir haben ja keine Plebs als Arbeitskraft. Wir haben eine Liberty-Arbeitskraft, haben wir 180. Wir müssen mehrere Häuser ausbauen. Also wir müssen mehr Plebs bauen. Beziehungsweise mehr Bauern zu Plebs umwandeln. So, die haben natürlich alle neue Bedürfnisse, aber die schauen wir uns dann gleich an. Jetzt machen wir erst einmal so. Das machen wir sehr schön symmetrisch, dass wir mir die so. Die Innenstadt wird dicker. Und das sieht man auch schön optisch. Schaut gut aus. Oh, da sitzen da Leute, da wuselt es umeinander. Hat man nicht auch einmal da umeinander gehen können? Hat man das nicht einmal da können? Eine detaillierte Übersicht über deine Produktion und Wirtschaft findest du im Statistikenbildschirm. Gut, wenn man auch noch spielt, muss man Statistikenbildschirme natürlich mögen. Unser Holz geht nach unten, weil wir gerade einen Haufen ausgebaut haben. Und unsere Fischchen gehen nach unten. Was heißt denn das da? Nach Produktivität sortieren. Nach Gewinn sortieren. Dann werden wir noch Fischerhüttel bauen müssen. So, und dann schauen wir uns das mit der Arbeitskraft einmal an, weil das finde ich war in anno 1800 schon nicht ganz einfach zum Nachvollziehen. So, da haben wir noch Fischerhütten hinzwickt. Wird schon passen. Bin gerade erst gekommen, hoff er schon gesagt, was ist das schon? Was? Bolleck. Müllersepp. Es ist halt wirklich zinnig. Du brauchst eine Villa, um zu zeigen, dass du eine Insel beherrschst. Nein, ich brauch irgendwas, was Zeit weniger schnell verrinnen lässt, dass das ein Wahnsinn ist. Was haben wir jetzt 2 Stunden da? Spitzt du? Max, oh mein Gott, Maxi, die habe ich komplett übersehen. Ich hoffe, du bist noch da. Maxi, merci für dein Zwickel. Hallo Berger. Ich weiß nicht, wenn du meinst mit Berger, aber merci. Maxi. Oh, leck, Alter, es ist halt Zähnige. Fick die doch dann! Also, es trifft mich schon oft einmal, aber so wie jetzt gerade, leckt mir am Arsch. Niemand erwähnt in einem Anno-Stream die Uhrzeit. Ja, hätte dir mal gut daran getan. Zack, ist 12 Uhr, was? Machen wir uns einmal bereit für eine kleine Raucherpause, oder was? Kruzifix. Kann ich das scheiß Questing da eigentlich nicht zuklappen, oder was? Ja, Dankeschön. So, Schafall werden produziert, alles wird produziert. Schauen wir mal da nach. Alles geht nach oben, außer Holz, das ist in Ordnung. Was stagniert? Kleidung. Dann fahren wir zum Saufudern. Schauen wir mal. Ich weiß was, ich lese das am aller einfachsten immer da raus. Wir bauen mir kein Hanflager nicht auf. Das gefällt mir nicht. Und wir bauen mir auch kein Kleidungslager auf. Das gefällt mir auch nicht. Warum nicht? Ich bin immer ein Freund davon, dass diese Produktionslinien immer grün sind. Immer voll. Das Lager muss voll sein. Warum? Wenn ich nämlich hergehe und jetzt da einen Haufen Plebs ausbaue,
hier zum Beispiel, dann passen in dieses Wohnhaus, Ja, und? können wir mal Selbst vergleichen. wenn ich nur eine Karotte auf dem Markt bekomme, ist sie für mich. Ja, jetzt chill mal. Liberty. Aus Bedürfnisse 5. Was sind die Bedürfnisse und Effekte? Aktuelle Bevölkerung 5. Und die geben auch 5. So. Problem wird's. Wie gibt es da das Problem? Früher haben da einfach mehr Leute ins Haus gepasst. Was heißt denn das da? Arbeitskräfte plus 2 Tonika. plus 3. Juckt mich irgendwie. Den Kran aus um Infrastruktur zu bauen, Villa und Anbauten. Jetzt chillen wir langsam. Mehr Buberts, mehr gut, das ist generell richtig, ja. Aber wie funktioniert das da dann? Ich glaube, also schauen wir uns mal die Bedürfnisse an von den Plebs, also von der nächsten Bevölkerungsstufe. Diana hat einen Handel in Busentus Volpiria abgeschlossen. Den mag ich natürlich schon schauen. Sehe ich den Handel noch? Sonst nicht, oh, da kommt jemand. Was, An diesen Gestaden ist man fern vom Stress des Alltags. Wer ist denn das überhaupt? Die hat uns einen Haufen Zeug abgekauft. Ja, easy going. Ja, und so, da kommt immer wieder mal jemand und dann verkaufen wir die überschüssige Ware und wir kriegen ein bisschen mehr, schneller Geld. Haben wir schon wieder im Plus mit 13.000, das passt schon. So, jetzt nochmal, zurück zu den Bedürfnissen. Aus den Bauern sind jetzt Plebs geworden. Nein, kann aber der Bauerntrottel sein Maul halten, wenn ich nachklicke. Kruzifix. So, Dankeschön. Es Da. beruhigt mich, dass Ja, ein Mann Pleb. eine warme Mütze trägt. Du bist auch eine warme Mütze. Darf ich mir irgendwas verzeihen jetzt da? Also, die Bedürfnisse sind nur die gleichen. Also, sie brauchen Nahrung, sie brauchen öffentliche Dienste, sie brauchen Mode und es kommt ein neuer dazu, der heißt Haushalt. Aber Diese Mütze schützt die Sonne vor meinem Antlitz. du nervst mich anders, Bruder. Sie haben nur 2 Unterkategorien braucht in Nahrung und die Neuer brauchen jetzt Brot und Garum. Was ist ein Garum? Lea, was ist Garum? Ist das römischer Rum? Was ist da los? Stufe 1 kann 5 Leute behausen, Stufe 2 kann 10 Leute behausen. Auf das wollte ich gerade hinaus. Garum ist ein Sauf. Fermentierter Fisch. Du weißt wirklich jeden Scheißdreck. Ich liebe es. Ich liebe es, Wenn wir ein gespart wandelndes hätten, Wiki hier drin zum Sitzen haben. Könnten wir ein Pferd kaufen und das Reiten lernen. Früher hatten wir nur Esel. Irgend so ein Fischsoßenzeug. Ja, fermentierter Fisch. Ja, okay, interesting. Sowas wie Süßströming. Römisches Süßströming für die Plebs. Und ich glaube, wenn wir mir diese Bedürfnisse erfüllen, weil jetzt wohnen da auch bloß 5 Leute drin. Ja? Die Bevölkerung an sich wird nicht mehr, weil die wollen ja weiterhin auch Fisch und Haferbrei in der nächsten Stufen. Das fällt ja nicht weg. Und wenn ich hergehe und verwandle jetzt die ganzen Viererblöcke und die ganzen Viererblöcke auch nochmal in Plebs, dann brauchen die auf einmal mehr von den ersten Nahrungsmitteln, von den Fisch, von den Hürt, von den Tuniken und den ganzen Scheiß. Und darum tue ich das immer langsam Stickerl für Stickerl und darum möchte ich, dass bei allen Produktionsstufen eigentlich, also mindestens der Pfeil grau nach rechts ist, aber am besten eigentlich grün nach oben. Erstens kannst du das permanent verkaufen und es ist eine Geldeinnahmequelle und es passiert nicht auf einmal ein Unglück so mit, oh Gott, alle unsere Hüte sind weg und ich muss irgendwo eine komplett neue Produktion dafür aufziehen. Und so, deswegen lasse ich da Platz, da kommen weitere Hanfplantagen dazu, da kommen weitere, Haferhöfe dazu. So. Allerdings braucht diese ganze Produktionsscheiße da echt ziemlich viel Platz. Das ist echt ein bisschen sehr viel Platz da. Was ist modern? Wir bauen ab da jetzt schräg. Wir bauen ab da jetzt schräg, einfach weil ich will. Leck mir Arsch. Zack, umgeschissen. Wir haben ein Militärgebäude. Kasernen, Holzpalisaden, Holztore, Waffen. Bruder, was haben wir denn jetzt alles freigeschaltet? Ein Ofen. Eisenminen. Okay. Eins nach dem anderen. Haben wir mir schon eine Feuerwehr gebaut? Nein. Bauen wir mal eine Feuerwehr. Das Problem an Anno ist, sobald du eine Feuerwehr baust, fangen sie auch an zum Brennen. Deswegen zwickt man die zwickt man jetzt einfach einmal da so her. Die zwicken wir jetzt da so her, die brauchen wir. Das hilft nicht.
Wir haben auch schon Ziegel, unsere Ziegelproduktion ist am Rennen. Bei Kossos, welch Segen. Welch Segen. Oh, was haben wir da? Geschenke erhalten. Du verdienst eine Belohnung. Wieso? Ich bin ein alter weißer Mann. Dir wurde ein Geschenk angeboten. Wenn du es annimmst oder ablehnst, hat das je nach dem Prätor, der das Geschenk gemacht hat, unterschiedliche Konsequenzen. Ein Geschenk anzunehmen wird als Friedenszusage gewertet. Wenn du deinen Gönner kurz darauf angreifst, gibst du ihm einen sehr guten Grund, dich nicht zu mögen. Außerdem kann dies deinen Ruf verschlechtern. Natürlich nehmen wir das so. Die schenkt uns einfach 10.000 Dinare. Es gibt kein Zurück. Mit was soll denn der Chines von Welt da? Hier findest du deine Villa. Villa und Anbauten. Wähle die Villa aus und baue sie. Auf jeder Insel kann eine Villa errichtet werden. Was kann das? Die Unterkunft eines Prätors, aber auch das Zentrum deines Ansehens und der Verteidigung deiner Insel. Heiße Spezialisten willkommen und profitiere von ihren Talenten und Vorteilen. Ja, wenn eine Insel überfallen wird, wird deine Villa das Hauptziel sein. Ich würde sagen, platziere sie weit weg von der Küste. Die mittlere Straße war nicht breit genug! Verdammt nochmal! Werden die Mineralien angezeigt oder muss man die suchen? Also wacht, das glaube ich hat man gerade so ein bisschen gesehen, und zwar für die Eisenmine. Siehst du das, sobald du das auswählst, siehst du überall die Eisenvorkommen da und da und da und da und da. Ich glaube, dass jeder Bergeingang automatische Eisenmine ist. Später gibt es wahrscheinlich dann aber auch noch, was weiß ich nie, was nur für Metalle das gibt aus dem Berg. Sonst hat es Salz gegeben. Es glaube ich hat auch mal Tierhöhlen gegeben. Und so weiter. Weit weg von der Küste und hinter den Bauernhäusern. Das ist richtig. Ich würde sagen, das pflanzen wir sauber daher und das machen wir da quer. Jetzt pass auf, mit müssen wir unsere Villa bauen, das ist ja klar. Jetzt machen wir so. Wie weit geht denn da der Einflussbereich? Gelangt der bis da oben? Dann müssen wir die mittlere Straße auseinanderzwicken. Das gibt's ja nicht. Was ist denn das da? Offizium. Wie groß ist denn das? Und das ist wieder kleiner. Ja gut, dann werden wir wohl oder übel. Dann müssen wir jetzt schnell, aber man kann ja Gott sei Dank mehr Sachen gleichzeitig packen und auseinanderzwicken. Das zwicken wir jetzt da hin. Das war nix. Warum verlängern das die Straße automatisch? Du baust bereits seit 2 Stunden, Ere. Dürfte ich dir ein paar Erfrischungen vorschlagen? Diese geilen Hinweise, dass man ein verdammter Suchtel ist und schon zu lang spielt. Danke, Arno. Was würde ich ohne dich tun? So, wir nehmen die ganze Straße da. Und der muss ein Zwickerl, glaube ich, gelangt. Stellen wir es wieder hin. Aber die haben jetzt vom Weg abgeschnitten, das ist natürlich nichts. Villa des Prätors. Die Prätorvilla! Die zwickt mir jetzt so und so daher, aber wir machen noch einen Weg breiter. Breiter. Das ist aber die für ein Scheiß. Noch einen Deine Pixel. ersten Soldaten glauben, dass sie bereit sind. Ich wage zu behaupten, dass dies der Beginn einer mächtigen Legion ist. Und dann zwickt man unsere Wege da wieder besser zusammen. Ja, ne. Das passt so, das passt so. Eine Villa trägt zum Ansehen deiner Insel bei und lässt sich leichter verteidigen als ein Kontor. Was wir eigentlich machen müssen, da müssen wir doch nicht eigentlich voll den Platz rundum bauen und Militärgebäude und so einen Scheiß. Da müssen wir viel mehr Platz lassen. Das wird alles nichts helfen. Da machen wir jetzt so. Und dann ziehen wir es noch ein wenig weiter auseinander. Weil warum nicht? Haben wir einen Platz. Hoppala. G. G war's. Das kann man zwar später auch nochmal. Das mit. Ist das damals auch schon gegangen? Weiß ich nicht mehr. Dass man gleich so viel auf einen Haufen verschirmen hat können. So, das zwickt man. Wo zwickt man das hin? Haben wir das nicht daher zwickt gehabt? Nein, was tue ich nie für einen Scheiß? Da geht's hin. So. Jetzt muss alles schön sauber und synchron sein. Symmetrisch, Entschuldigung. Busentus. Forum muss darum. Was? Da ist die Pausenerinnerung. So, was wir aber auch brauchen. Ich glaube, das da können wir löschen. Ich glaube, das da können wir auch löschen. Wir haben dann natürlich mehr Platz, um die Sachen auch kompakter zu gestalten da.
Da kriegt man innere Monk über einen Vogel, wenn da so ein Loch drin ist, aber es passt schon. Oh, jetzt sind die da unten nimmer so. So geht's eigentlich. Beim Teutates sind wir noch im Einzugsbereich der Taverne. Ja, nicht alle, aber damit muss man leben. Das hilft nicht. Die da nimmer, die 3 da herunten. Aber wir brauchen auch ein paar Bauern. Ja, die nicht ganz so zufrieden. Der verliert jetzt da ein bisschen an Taverne. Aber das kriegen wir schon. Kriegen wir schon. Stickel, 4 Stickel, Kinder. So, was wir auch noch tun. Die Scheiße reißt man ab. Und das Ding stellen wir so richtig schieb. In einer deiner Städte gibt es einen Mangel an Arbeitskräften. Warum haben wir jetzt alle keine Straße mehr? In einer deiner Städte gibt es einen Mangel an Arbeitskräften. Ja, chill mal die Kniescheibe. Was willst du von mir? Ach, das muss ich an die Villa anschließen. Am Straßennetz. Ich verstehe. So, was kann das Ding? Haben wir mir jetzt da irgendwas verloren? Ja, wir haben ja kurz unseren Stadtstatus verloren. Jetzt geht's wieder. So, was kann jetzt das? Villa des Prätors, Spezialistengebäude. Das schauen wir uns erst einmal so, bevor wir das Tutorial lesen. Was haben wir? Offizier. Mit steigendem Ansehen kannst du mehr Spezialisten in deinen Offiziers beherbergen. Ansehen. Diese Einstufung beruht auf Bedürfnissen, Bereichseffekten und anderen Effekten, die das Ansehen erhöhen. Auch Ornamente generieren eine kleine Menge an Ansehen. Und die werden wir mir in dem Einzugsbereich, in dem Kreis da drin bauen müssen. Ich hab das Gefühl, dass wir unser Stadt ein bisschen Vierer rucken müssen. Weil das da herum in dem Einzugsbereich, das hilft uns absolut gar nichts. Probieren wir es einmal. Was passiert denn, wenn wir den ganzen Block jetzt nehmen? Und wo haben wir angefangen? Halt, stopp. So, da 14. Was soll sie da schon fein? Zuerst nichts fein sie da. So, unser Office, so ein Offizium, das können wir abbauen. Baufläche blockiert. Warum ist die Baufläche blockiert? Überlappender Radius. Ach so! Hä? Na gut, wenn wir herausfinden müssen, was das tut, die kann man nicht in dem Radius drin bauen. Auch interessant. Die Frage ist, warum nicht? Dann bauen wir halt da als Office einmal. Bauen wir halt doch da einfach mal ein Office her und schauen wir, was passiert. Beherbergt Spezialisten in deinen Städten. Limit auf Insel so und so. Da sitzen sie dann im Home-Offizium. Und schicken einen Brieftauben. Was ist denn das? Kostet es recht viel? Na, hält sich eigentlich in Grenzen. Zwicken wir es einmal hin, wir wissen, was es ist. Oder ist es einfach bloß eine kleine Version davon? Reserven. Oh. Bogenschützen. Was ist da? Alarmglocke. Alarm ist inaktiv. Auswählen, um deine Garnisonseinheiten zu mobilisieren. Okay. Spezialistenplatz. Ich habe noch gar keine Spezialisten. Wo kriegt man den Spezialisten her? Also ich habe das Gefühl, die Villa ist die große Version von dem heiße Spezialisten willkommen und profitiere von ihren Talenten und Vorteilen. Ich kann mir vorstellen, dass man, schauen wir mal da, was ist denn da? Aufträge. Was wir hier auf Lily Bayern verkaufen, Prätor, ist eine Fantasie des Paradies. Was haben wir da? Schiff zu verkaufen für 15.000. Was haben wir da so? Das ist so ein NPC, also kein anderer Spieler-NPC, sondern ein wirklicher in die Welt integrierter NPC. Haben wir das auch herausgefunden? Abholen. Kisten, da kriegen wir 1000 irgendwas. Aber wir kriegen wahrscheinlich auch Ruf bei ihr. Kann man bei ihr nicht... Die Menschen kommen hierher, um sich lebendig zu fühlen. So, wie sie es vor dem Ausbruch taten. Genau, die taten nach Sachen fragen, da kann man Sachen verkaufen. Und sie bietet auch Fisch. Und sie ja. Das waren die Items in Anno 1800. Der Warenhüter. Gut zu den Gütern.
Militärspezialist. Kontore, Lagerhäuser und Depot in Reichweite kriegen plus 50% Trefferpunkte und Selbstreparaturgeschwindigkeit plus 100%. Der ist episch. Was tut der so? Das ist ein Naturspezialist. Arbeitskräfte benötigt minus 40%. Instandhaltungskosten minus 80%. Der kostet 80.000. Und die Typen, die kannst du in diese Offiziums einsitzen und die buffen in einem Einzugsbereich dann rundrum, je nachdem, was halt deren. Was gibt's da sonst noch so? Wirtschaftsspezialist, Produktivität plus 10%. Weniger Arbeitskräfte benötigt. Ja, verstehe. Das sind im Prinzip Items aus einer 1800. Das ist im Prinzip dasselbe in grün. Dasselbe in grün. Also das Offizium brauchen wir noch nicht bauen, aber das macht durchaus Sinn. In der Hoffnung, dass das Ding da irgendwo schon in die Nähe von meinen Bauern kehrt und nicht irgendwo anders. Ich habe so das Gefühl, das hat da eigentlich nichts verloren. Bin mir nicht sicher. Ist das irgendein Bedürfnis, dass weil die haben ja einen Einzugsbereich rundum und so weiter. Naja, werden wir sehen, man kann es ja immer nur umbauen. Aber in der Regel, zum Verständnis, man nimmt dann dieses Offizium und zwickt es da wahrscheinlich, da genau. Da so eine, im Einzugsbereich haben wir mir dann die Hütten und so weiter und dann setzt du da jemanden ein, der Produktivität um 10% steigert und dann geht alles ein bisschen schneller. Oder der die Arbeitskräfte senkt, die benötigt werden und so weiter. Was haben wir da? Da ist keine Straße nicht dran. Warum nicht? Warum ist da keine Straße? Habe ich da irgendwo die Straße? Oh shit. Da haben wir mir die Straße abgeschnitten. Jetzt habe ich da hingekackt. Das ist nix. So, die Straßenreste halt da, die können wir mal. Ja, das ist weg, weil es wurscht ist. Du ist weg, weil es wurscht ist. Kann man so auch löschen? Nein, wieso nicht? Ja, passt. Straßen wieder verbinden, haben wir schon. Punktlandung. Was glaubt ihr ist, wann ihm auffällt, dass die ganze Produktion von der Stadt abgeschnitten ist? Punktlandung. Ist mir gerade aufgefallen. War mir vorher schon aufgefallen, aber ich wieder irgendeine andere Scheiße gelabert. Was ist da los? Ah ja, können wir jetzt da schon mal ausbauen? Nein, können wir nicht. Wann kann man das Ding ausbauen? Entdeckung, Lagerhausverbesserung. Wie? Lagerkapazität. Dann die Lager drin. Oh, wir verlieren schon wieder einen Haferbrei, das ist nichts. Was haben wir da? Das sind Items. Ja. Aber wie kriege ich Entdeckung, Lagerhausverbesserung? Durch Forschung. Aber ich habe noch nichts so gefunden, was man forschen kann. Reiß mir den nur einen Baum weg, sie fix. Welchen Baum? Welchen nur einen Baum? Den da. Kann man. Das hat man eigentlich immer kennen, dass man die Flora und Fauna abreißen kann. Das kann man jetzt nicht mehr. Dabei bist du doch so ein Forscher. Kann springen. Spring ich heute mal. Voll wird. So behindert. Ehre, hier sind zwei Herren, die dich sehen wollen. Es sei denn, ich sehe doppelt. Ah, Bruck möchte umbauen, weil wir mit unserer Produktion irgendwo da weitermachen müssen. Und die Bauernproduktion ist schon, kostet schon so viel, dass du einen Vogel kriegst. So, wie tun wir jetzt da? Wir brauchen jetzt erst einmal Brot. Brot! Neue Nahrungsmittel freigeschaltet. Brot! Die große Beliebtheit und Bekömmlichkeit des Brotes machen es auch für den Handel sehr lukrativ. Garum, das fischige Garum, zaubert ein Lächeln auf die Gesichter der Menschen und passt zu Brot, Brei oder allem anderen. So, wie groß hatten die Produktionsketten wieder? Mag ich es überhaupt wissen? Toll! Wurz, Mühle, Brot, Köhlerei. So, wir brauchen Wurzenfeder. Wo zimmert man mir die riesendrum Wurzfeder hin? Da. Sollen wir da unser Weizenhausen draus machen, oder was? Das machen wir schon schräg. So. Ich füttere lieber die Dann brauchen wir ein Lagerhaus. Dann muss irgendjemand den ganzen Bums da abholen, das ist ja klar. Das zwickt man aber da so, ja, da mal so in die Hälfte rein. Und da hinten zwickt man noch eins her. Für die Zukunft. Dann gehen wir da mit der Brücke um. Ja, hochgradig sexuell.
Hochgradig sexuell, ich möchte keinen Ton nicht hören. So. Valeria hat einen Handel im Busenbus abgeschlossen. Du, ist mir recht. Das ist mir recht. Schauen wir aus. Oh, Kleidung sinkt. Hat uns da gerade was abgekauft? Nein, hat's nicht, gell? Dann brauchen wir mehr Kleidungsproduktion. Hab schon gesehen. Wo haben Kleider gleich wieder? Haben die das Kleider? Da haben Kleider. Haben nicht viel zu bieten. Haben die ausgelost? Ja, sind's. Eigentlich warten sie ausgelost, gell? Wir lernen jeden heute der Stream, gefühlt streamst die erste Stunde. Typisch auch noch. Kann ich dir nicht sagen. Ich darf wir machen jetzt dann einmal kurz, ich muss nämlich bieseln. Wir machen eine kurze Raucher- und Bieselpause, so um halbe. Es ist halbe. Jetzt bauen wir unser Wortsfeld noch hin. Das konzipieren wir noch schnell zusammen da. Hier, Wortsfeld, wichtig. So. Haben wir einmal ein Wortsfeld. Das hat eine Produktionszeit von 1 Minute, die Mühle von 30 Sekunden. Also brauchen wir 2 Wortsfelder. Das zwicken wir gleich mal da hin. So. Haben wir. Das braucht 140. Machen wir 3 Brot und dann. Machen wir so. So. Und dann brauchen wir noch 9. Also brauchen wir noch 1, 2. 1, 2. Damit es nicht komisch ausschaut. So, dann machen wir da genau das gleiche. Nein, machen wir nicht. Wir kommen am Bau abbrechen, wenn wir schon einmal das Ziehen angefangen hat. Weiß ich auch nicht mehr. Oh, ist ja wurscht. Machen wir so. Und wieso braucht jetzt das noch? Wieso braucht jetzt das noch 3 und nicht 2, aber das andere nicht? Das macht schon wieder überhaupt keinen Sinn. Nein, Kinder, das macht schon wieder überhaupt keinen Sinn. Ist mir aber jetzt auch wurscht. Hilft nicht, müssen wir so machen. 39, 40. Wird schon passen. So, dann braucht man eine Mühle. Die ist wieder Die muss an der Flussding, oder? Oh! Scheißendreck, wir hätten es auf die linke Seite nur mit Zwicker sollen. Dann müssen wir es auf die linke Seite nur mit Zwicker, dann müssen wir die anderen 2 Heisel dabei noch stehen. Fehlen aber noch 2 bis 4. Mr. Rio, was meinst du? Das andere war noch nicht bei 140. Echt? Tatsächlich! Hast du gut aufpasst. Kannst du sagen, was du möchtest. Aber jetzt sind wir fertig. Immer noch nicht! Jetzt wird man noch an sie. Scheiße, das Ding muss ja auf einem... Ist ja klar, dass das auf einen Fluss drauf muss, die Mühle. Ja, irgendwas muss die Mühle ja auch rein. Aber weißt du, was wir da machen könnten? Ist das Ding ausgelast irgendwie? Das ist halt... Das ist null ausgelast da. Das zwickt man jetzt da hinter die Mühle, zwickt man da her. Haben wir da noch irgendwo einen Flussplatz? Nicht wirklich, gell? Eigentlich können wir die zweite Lehmhütten, die können wir eigentlich auch abreißen. Die kostet aktuell eigentlich bloß Geld. Und wir kriegen sowieso alles zurückerstattet, das passt schon. So, Mühle ist am Werkeln. Aber da brauchen wir natürlich einen Beck auch noch, das ist ja klar. Hier, der Beck. Der Beck ist auch wieder ums Arschlecker zu groß für den Bums da. Dann machen wir hier die Straße weg. Wir nehmen, was war Gebäude versetzen? G. Nehmen wir da her. Und einen Beck stellen wir da her. Und dann geben wir ihm von beiden Seiten eine Straßenanbindung, weil wer weiß, für was das die einmal gut ist. Und dann schaut es ein bisschen seltsam aus, dann verzieren wir es ein bisschen. Lass mal verzieren. Hafengebäude, Militärgebäude, Stadtwall. Wo war das Zeug gleich wieder drin mit den Bäumen und so? Bäume wo? Ich brauche die Bäume. Warten, Bäume? Ich muss shiften und noch Durst. Little Break, kommt gleich Winky. Haben wir es gleich. Haben wir es gleich. Jetzt müssen wir schnell zuerst die Brotversorgung sicherstellen. Dieser Fisch ist das Salz des Meeres. Das schaut gut aus. Das schaut... Es beruhigt mich, dass mein Mann eine warme Mütze trägt. Ja. Wo ist denn der Lagergebäude? Da ist ein Lagergebäude. Kohle geht in Tee, das ist sehr gut. Da hoffe ich, müssen wir nicht viel bauen davon. Hüte gehen in Tee. Das Einzige, was nicht in Tee geht, sind diese scheiß Kleiderdinger und die kann man für teuer Geld verkaufen. Das heißt, was wir jetzt auch noch schnell hinzwickern,
ist eine Hanfproduktion. Mehr Buberts, mehr gut. So. Hanfproduktion, hingezwickt den Bums. Das machen wir jetzt so. 62. Wie viel brauchen wir noch? 60. So viel. Wunderbar. Dann geht das nämlich in den Tee. Wir lassen nämlich das Spiel weiterlaufen, währenddessen ich bieseln gehe. So schaut's aus. Jetzt der wir noch schnell, dann machen wir noch schnell. Zack, Pause und Mitternacht. Ja, du hast verdammt nochmal recht, das ist halb. Meine Damen und Herren, jetzt mal so was. Wir stellen das da wieder auf normale Geschwindigkeit. Das Spiel lassen wir laufen. Was lassen wir in der Pause für ein Video laufen? Ruckelt das? Wieso ruckelt denn das so narisch? Bist du besoffen? Kann ich kein Video nicht laufen lassen, das ist der Ernst? Tja, dann werden wir wohl einen Marktplatz abfilmen müssen, Kinder. Achtung, Marktplatz. Lust auf ein Würfelspiel? Meine Damen und Herren, falls irgendjemand im Chat kommt und fragt, wo zum Teufel ist er denn, dann schreibt's bitte in, wir haben schnell 5 Minuten bei der Pause. Ich kann kein YouTube-Video nicht laufen lassen, währenddessen das Spiel läuft. Das ruckelt dermaßen wie scheiße, da ist OBS wahrscheinlich einfach ein bisschen überfordert. Mach mal Steuerung Shift R. Ein griechisches Original. Als ob. Also natürlich. Wieso hat die Mizi gerade... Wieso ist die Mizi weiß umrandet? Mizi! Kann ich da irgendwas tun? Wenn ich etwas Platz im Lagerhaus miete, können wir den ganzen Sommer über Sardinen lagern und verkaufen. Die steht. Okay. Okay, der Detailgrad ist schon grenzdebil narisch. Mein Onkel sagt, ich Das ist ein Hund! Was ist das? Das ist ein Riesenhund! Das ist ein Werk! Aber wieso Mude? Wenn ich noch klick, frage ich mich. Lammhirne. Hätte ich gewusst, dass sie so teuer sind, hätte ich meinen schon vor Jahren verkauft. Also was für wirklich insane ist, die haben sogar... Ja, sie haben angedeutete Finger. Da hat sich wer was von Männerlords angeschaut. Nein, das gibt schon länger in einer. Da hat es Männerlords noch gar nicht gegeben. So, wir kommen wieder raus. Auf Escape. Okay. Das ist cool. Das ist wirklich cool. So, jetzt bei so was gebe ich euch zum Anschauen? Ich gebe euch das zum Anschauen. In dieser Quelle lebt also eine Nymphe. Aber Kann man ich frage irgendwie mich, ausblenden? wie sie durch die Rohre passt. Kann man irgendwie das HUD ausblenden? F12 war ein Screenshot. Weiß jemand, wie man das HUD ausblendet? Das muss ich schnell nachschauen. Das schauen wir jetzt schnell. Anno 117. HUD ausblenden. Steuerung G. Ich versuche die schönste Perspektive zu finden. Das funktioniert so alt und nicht viel. Herr Weikler, da habe ich schon Leute verarscht, da warst du nicht Abrahams Wurstkessel. Ja, geht, aber ich weiß nicht wie. Der YouTube-Sepp, der sagt, Der alte Mann war stur. Steuerung G, aber das nie funktioniert grausam. nicht. Und als er starb, schenkte er uns die Freiheit. Steuerung H. Es ist so wundervoll. Das Goffer schreibt, geh jetzt endlich pissen! Ich muss ja rauchen. Ich bin so ungefähr 5 Minuten weg, okay? Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis nachher. Ich komme gleich wieder. Holt euch was zum Trinken, geht's pissen. Bis gleich. Aber ich glaube, es ist schön zum Singen, dass es jedem gleich geht. Du sitzt dich vor Anno hin, zack, und der Tag ist vorbei. Tschüss! Bis gleich. Ein Fresko aus wildem Lorbeer und Rosen, herbstlichen Granatäpfeln.
Meine Mutter hat immer gesagt, das Gewebe darf nicht zu dicht sein, sonst trägt man eine Wand. Lauf, Bursche. Ben Balion wartet. Sieh, es ist von Aurelius. Er ist den Nil hinaufgefahren. Er schickt uns Geld und sagt, du sollst dich nicht sorgen. Wenn du ihre Haare verbrennst, lässt sie uns das nie vergessen. Verpass ihr einen Nodus und bleib dabei. Bitte, geh nicht zu ihm. Wir schulden ihm bereits Geld. Kim gleich, holen wir noch schnell was zum Trinken. Dann bin ich wieder da. Lucius Quintus, entschuldige dich bei deiner Schwester. Stari, du Idiot! Kruzifix! Wer hat's mir jetzt gerissen? Das ist schön zum Einschlafen, oder? Schön. Hey, ja, die haben wir schon ein wenig. Ein bisschen was zu die Pleb. Oh, schaut gut aus, scheiße. Ich weiß nicht, was dann, aber was soll da an der Grafik nicht stimmen? Das ist ein Wahnsinn. Da ist noch irgendjemand da! Überhaupt. Das ist fix. Da, zack, 100 Leute fort. Das ist immer das Gleiche. Wir dürfen keine Pause mehr machen. Pause ist schlecht. Pause mit Standbild ist einfach schlecht. Wahrscheinlich haben 100 Leute jetzt einfach eingeschlafen. So, Steuerung H. Sind wir schon wieder da. Wo sind wir stehen bleiben? Aber
Ein riesengroßer, da müsst ihr jetzt auch noch 1800 nochmal sehen. Ein richtig riesengroßer grafischer Sprung ist es nicht. Oder täusche ich mich da? Also es mag vielleicht schon ein Bresal besser sein, aber 7 Jahre dazwischen. Der Vorstand ist noch wach. Stau die Messe dir übel. So. Ich würde sagen, gar keiner. Na, ein bisschen auch nicht viel. So, was haben wir denn stehen bleiben? Wieso zur Hölle hat der Beck 120% Produktivität? Wie? Oh, unser Gottheit haben wir schon lange nicht mehr angeschaut. Da ist nicht unser Gottheit. Wo ist unser Gottheit? Da ist unser Gottheit. Das heißt, oh, deswegen. 20% plus Produktivität durch den Glauben. Das heißt, maximale Schreine plus 1. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir so einen Schrein bauen. Aber vorher schauen wir noch schnell. Ich stemple mein Brot. Daran erkennt man Qualität. Wer stempelt sein Brot? Okay, das ist anscheinend erfüllt. Wie schaut das aus? Brot geht nach oben. Brot! Entschuldigung, mein Fehler. Kleidung geht nach oben. Der Haferbrei stagniert ein wenig. Das ist nix, das ist nix. Aber wahrscheinlich haben wir da gerade was verkauft, weil wir genau 40 Stück haben. Was haben wir da? Ein Geschenk. Zwillinge in der Zwickmühle. Ehre. Das römische Kaiserreich ist bestrebt, seine Prätoren, seine Präter zu unterstützen. Dir wurden Mittel zur Verfügung gestellt, um eine Hilfskraft namens Julius Lupus einzustellen. Allerdings muss es ein bürokratisches Missverständnis gegeben haben, da 2 Männer dieses Namens vor dir stehen. Eineiige Zwillinge. Die Frage lautet, ja, wer nennt seine eineigen Zwillinge gleich? Wer wird die bessere Hilfskraft abgeben? Sprich mit Brutus Julius. Sprich mit Gaius Julius. Okay. Brutus und Gaius. Ich bin bereit, eine Entscheidung zu treffen. Brutus behauptet, die Arbeit von 10 Männern erledigen zu können und sogar seine eigenen Ochsen mitzubringen. Über einen Zwilling Gaius hat er kaum ein gutes Wort zu verlieren, da er angeblich nur an seinem Schreibtisch sitzt und nie einen Finger rührt. Was macht der Gaius? Gaius behauptet, ein zuverlässiger Grundherr zu sein. Allein letztes Jahr hat er mindestens 70 Insulae vermietet. Was auch immer das ist. Könnten Inseln sein, keine Ahnung. Von denen immerhin die Hälfte noch steht. Niemand kann besser Buch führen, sagt er und fügt hinzu, dass sein Zwillingsbruder ein ungebildeter Grobian sei, den nur ein Narr einstellen würde. Ja, da hätte sich der eine über der Arbeiter, er hätte sich noch mehr Geld. Ich sag Brutus, der Gaius wird noch 7 Mal abgestohlen. Wird doch 7 Mal abgestohlen. Unter den Blinden ist der eineiige König. Alle 2 schicke heim! Eine Insula ist ein Häuserblock. Ich bin wirklich so gnadenlos ahnungslos, das ist wirklich, was dat man ohne die. Lea, was dat man ohne die? Ich glaube, ich nehme ihn. Gaius. Brutus, Gaius, die Zwillinge neu befragen, eine Münze werfen. Da steht Arbeitskraft durch Einwohner, Einkommen, Bereichseffekt. Plus 1,5. Ich glaube, die Arbeitskraft auf Dauer ist stärker. Oder Marktplätze in Reichweite. Und wir wollen den auch in unser Office hineinzwicken. Muss mich leider auch rausklicken, bin morgen wieder beim Hausbau vom Bruder, aber schön war's, schönes Wochenende an alle. Ja, weg, Mann! Hauen Sie rein und auf der Baustelle kann halbe stehen lassen. So. Ich nehme einen Gaius, der die Arbeitskraft erhöht. Brutus, Entschuldigung. Brutus! Umsichtig. So, umsichtig. Und den können wir jetzt da einstellen, oder? Hier. Oh, der ist epic, schau hier. Arbeitskraft durch Einwohner. Und jetzt schauen wir da oben. Das ist unsere Arbeitskraft von der Liberty und das von den Plebs. Und wenn wir den jetzt reinzwickern... Lass uns zusammenarbeiten. Spezialisten können deine Insel und Wirtschaft... Expertokrade. Füge einen Spezialisten einer Villa hinzu. Haben wir ein Achievement gekriegt. Aber wir sollten jetzt die Arbeitskraft von denen da nicht massiv steigern. Füge einen Spezialisten hinzu. Oh. Haben wir Statistiken. Ja. Baue jede Produktionskette für Mode in Latium. Ruhmeshalle, da haben wir wahrscheinlich noch nichts verloren, aber der Balken ist schon ein bisschen fierig geworden. Ein Brutus oder ein Nettus? So, der hat die Spielgeschwindigkeit wieder ein bisschen her machen. Sollte das jetzt nicht eigentlich mehr werden?
Es ist mehr geworden, oder? Ich habe das wieder nicht kapiert. Was haben wir da? Offizia. Ansehen Insel. 85 von 100. Ach, da kann ich dann eine Offizia. Ist das ein noch kleines Gebäude wie das andere, was wir da bauen können? Ist doch von 96 auf 127, dann habe ich nicht gescheit aufgepasst, Steffi. War das Hirn schon wieder im Komplett-Wochenend-Modus. So, weiter geht's. Was brauchen die jetzt noch? Wir brauchen mal Garum. Und, jetzt sehen wir es schon, jetzt sind da nicht mehr 5 Leute drin, sondern eben 7. 7 Plebs anstatt 5. Und das lassen wir einmal ganz cremiger so. Die Arbeitskraft reicht aus, solange wir da im Plus sind. Aber jetzt brauchen wir den Bums. Was brauchen wir da wieder dazu? Makrelenhütte. Und Salzgärten. Ach, die kennen. Da müssen wir da an der Küste was bauen. Das bauen wir da schön brav im Norden hin, da können wir nicht so leicht angegriffen werden. Hoffe ich zumindest. Dann, das heißt, wir müssen unsere Produktionsstätte ein bisschen da vierer fahren. Kriegen wir schon. So, da die jetzt sagen, machen wir so, da zwickt man da. Wieso ist denn das? Zwickt man da ein Wegerl her. Lassen wir ein wenig Platz frei. Ziehen wir da so um. Ja. Dann brauchen wir ein Lagerhaus. Wir können einen Kontor bauen. Muss man erst freischalten wahrscheinlich. Ja? Hafengebäude. Schiffswerft. Na. Kann ich überhaupt Kontore schon bauen? Ich glaube nicht, oder? Was haben wir noch? Lagerhaus. Ja, dann müssen wir es dabei so regeln. Das hilft uns nichts. Das hilft uns nichts. Das bauen wir genau gegenüber. Zwickt wir da her. Ziehen wir da eine Strasserlobby. Und jetzt ziehen wir da eine Strasserlobby. Da Menü mal hin. Und dann brauchen wir erst einmal eine Makrelenhütte. Aber da braucht man Fruchtbarkeit. Ach du Scheiße! Wir haben nur eine Störpopulation, aber keine Makrelen. Fruchtbarkeit, oh shit! Das heißt, wir müssen auf eine andere Insel umziehen. Jetzt wird's kompliziert. Makrelen wo? An überall noch Störe. Na, da haben Makrelenschwärme. Da nicht. Da haben Makrelenschwärme. Da können wir so eine kleine Makrelen- und Salzproduktion aufbauen da hinten. Hätte ich gesagt gehabt. Was haben wir da? Da haben wir nix. Was haben wir da? Da haben wir auch nix. Ja, dann darf ich das erste Eiland inspizieren, da herum. Hätte ich gesagt. Die Frage ist, wie das geht. Kannst du auch kaufen? Ja, natürlich kann ich auch Makrelen kaufen. Ich möchte natürlich die Produktion selbst in die Hand nehmen und dann verkaufe ich Makrelen. Na, als Marktschreier. Das heißt für uns jetzt aber Folgendes. Wir müssen eine Schiffswerft bauen. Müssen wir das? Oder kann ich einfach da Holz einlagern? Und dann haben wir da einen Kapitänsplatz und dann fahre ich da einfach rum und gut ist. Das probieren wir jetzt einfach aus. Aber ich hätte gerne auf der anderen Seite von der Insel einen Kontor dran stehen. Wir können einen Kontor bauen, das gibt's ja nicht. So, wir handeln. Wir nehmen mal sauber. Oh nein. Wie tut man? Ich mag ja nicht alle! Wie tut man das? Ach da. 10, 20, 30, 40 nehmen wir mit. Die nehmen wir mal mit. Ja, kleines Schiff gelangt. Wir werden sehen. So, wo ist jetzt mein Schiffel? Und dann fahren wir einfach einmal da so auf. Was ist denn die günstigere Position? Schauen wir mal. Wenn wir da runtergehen, haben wir da irgendwo einen Küstenstreif, der direkt nach oben zeigt. Nicht wirklich, gell? Oh, das ist schon der. Bis vor kurzem hat sich die Störpopulation auf die Straße geklebt. Stimmt. So, trotzdem brauchen wir aber eine Schiffswerft.
Weil, wir könnten natürlich auch uns kaufen, gell? Was haben wir denn da so? Pentekonter, was ist denn das? Schiffsrumpf? Was ist denn der Pentekonter? Trireme, die braucht man. Kaufen für 15.000. Gut, ein Schiff haben wir ja. Dabei, die baue ich alles selber. Das ist Schleier. Schleichen Sie sich. Was haben wir denn da alles? Lieferung, Sardinen, da kriegt man auch Geld. Okay, die Störpopulation hat sich bis vor kurzem an den Strauß gepickt. Sehr schön. Und wir brauchen natürlich mehr Plebs, damit wir mir selber Schiffe bauen können. Bis dahin müssen wir es einfach kaufen, aber das ist eine riesen Produktionsketten. Wir brauchen mehr Plebs, wir brauchen dann Seile, wir brauchen Segel, wir brauchen die Schiffswerft. Kostet alles einen Haufen Geld. Da haben wir auch schon ein wenig Zeit und. Bis dahin verdienen wir unser Geld mit unseren Waren, die wir bis jetzt gebaut haben. Da gehen wir ruhig einmal durchschauen. Ja, hier, da wird gar nicht verkauft. Da wird nicht verkauft wird, das ist nix. So, 40 behalten wir uns. Das geht auch noch um. Oder Dachziegeln, weg mit dem Schund. Verkaufen. So, da war wieder der Bug, den ich vorher schon erklären wollte. Da, hier ist May. Alles Mindestbestand. So, was haben wir da? Das sind Makrelen, Salz. Das Zeug müssen wir dann produzieren. Kriegen wir schon. Das haben wir auch noch nicht zum Verkauf angeboten. Alles wird verkauft. Alles muss raus. Worts haben wir keinen. Selber bauen und verkaufen, kann man Schiffe verkaufen. Das weiß ich jetzt gerade nicht so 100%. Ich glaube, man kommt mit den Schiffen, dann könnte man hinfahren und die direkt dort verkaufen. Das ist durchaus möglich. Ah ja. Ich verstehe. Was? Konzentrieren wir noch ein bisschen. Warum ich nicht einfach da einen Knopf habe dafür, das weiß ich nicht. Aber gut. Wir bauen jetzt da ausbauen. Was brauchen wir da? Ausbauen nicht möglich. Warum nicht? Wir warten. Warum nicht? Mal ein bisschen auf Zeiten vielleicht. Warum nicht? Die Besiedlung dieser Insel erfordert eine minütlich zu zahlende Grundsteuer. Ach so, von 25, die dann dauerhaft von unserem Einkommen abgängen. Ja gut, das ist halt so. Den schwierigen zweiten Schritt gemeistert. Und das mit Bravour. Dein Selbstvertrauen. Terra Nova! Besiedle eine zweite Insel Achievement. Was haben wir da? Dir wurde ein Darlehen angeboten. Wenn du annimmst, erhältst du sofort eine Summe von Denaren, die du mit Zinsen zurückzahlen musst. Langfristig bezahlst du auf diese Weise mehr, als du ursprünglich erhalten hast. Man muss wirklich im letzten Vollidioten erklären, was ein Darlehen ist. Das stimmt. Welches Darlehen wählst du? Wohlwollendes Darlehen? Moderates Überteuern? Ablehnen. Und wirkt sich nicht auf unsere Beziehungen mit dem Prätor aus. Weißt, braucht kein Darlehen, schleich dich. Ein Versuch ist es wert. Einen Versuch war es wert, das ist absolut Was richtig. könntest du denn benötigen? So, haben wir jetzt da Holzbredel herin? Ja, die haben wir herin. Jetzt müssen wir eigentlich da bloß an der Küste Scheiß bauen, gell? Jetzt passen wir auf, mehr brauchen wir da gar nicht. Da haben wir einmal Makrelen. Da nehmen wir mal Makrele. Da können wir ordentlich hinpflanstern. Wir brauchen... Ja, du kannst gleich wieder heimfahren. Weißt du was? Nimm mal das Holz wieder mit. Fahr mal... Wir kommen... Muss ich mit dem Schiff dann da auch herfahren, um einen Kontor da zu bauen. Und wir mit ihr. Wir werden es rausfinden. Denke ich. Dann können wir da dabei einmal planen. Was haben wir dort? Das dauert 30 Sekunden. Die Dinger haben 1 Minuten. Das heißt, wir brauchen 4 Salzdinger. Wie viel haben die? Wie viel das? 1 Minuten 30. Das heißt, wir brauchen 3 Mal Makrele. Sechsmal Salz. Eins. Wunderschön. Und wie viel Ziegel brauchen wir jetzt für den Bums? Jeweils 1. Also brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mal Ziegel. Und ungefähr 20 Holzbredeln.
So, kommst jetzt du da ein Konto hinzufügen? Geht einfach nicht. Vergiss nicht, dass du für Makrelen einen Arbeiter brauchst. Die Frage ist, welche? Hoffentlich brauche ich keine Plebs. Wenn ich da hinten Plebs ansiedeln muss, dann kriege ich einen Vogel. Wir bauen ein scheiß Konto dahin, das gibt's ja nicht. Salve. Handelsroute erstellen, Schiff zu einer Insel schicken. Busentus Volbiria. Was haben wir da? Schiff zu einer... Ne, aktuelle... Wie wird man ein Konto erbauen? Weiß das jemand, bevor ich mich da jetzt blöd suche? Militärgebäude, Stadtwache, Villa, Werkzeuge. Das gibt's ja nicht. Hast du auch Werkzeug und Holz und Stuff dabei? Wir erwarten deinen Befehl. Im Schiff jetzt gerade nicht. Ja gut, dann fahren wir zuerst... Ja, okay. Hast recht. Dann fahren wir dabei da oben. Wird schon passen. Wir schauen unsere Lagerbestände aus. Oh, Kohle und Ton ist gekauft worden, offensichtlich. Das ist rot und steht genau bei 40. Schaut gut aus. Vielleicht nur ein Kontor pro Insel, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich muss ja irgendwie, ich brauche ja nicht bloß an einer Küste einen Hafen zum Anfahren. Ich brauche da einen, ich brauche später da einen. Wo man da einen herzwicken kann, weiß ich nicht. Geht gerade einer pro Insel, glaube ich. Ne. Aber dann muss man da... Aber Hauptkontor kann's recht haben. Da könntet ihr recht haben. Fehlende Voraussetzung, Entdeckung, Kontorverwaltung. Alle Ohren haben gute Absicht. Das ist eine Anlegestelle, glaube ich. Schau mal in die Forschung rein. Mr. James MC, wenn mir mal irgendjemand sagt, wo zur Hölle die verdammte Forschung ist, ich meine, wir spielen erst seit 3 Stunden und ich habe Forschung immer noch nicht gefunden. Religion, gehen wir mal aufs Ansehen schauen. Ansehen, was das ist, weiß ich nicht, aber gut. Du kannst normal nur ein Konto brauchen, glaube ich. Ja. Aber forschen. Wo? Ich habe noch nichts gefunden, wo man forschen kann. Ich meine, die können mich ja jetzt nicht auf eine andere Insel zwingen. Bei der Plebs das nächste freischalten, dann kriegst du die Forschung. Das wollte ich wissen, Lea. Ist schon passiert. Oh, das ist von selber gegangen, ich habe gar nichts da. Neue öffentliche Dienste freigeschaltet. Das Heiligtum. Das Heiligtum ist ein ruhiger Zufluchtsort von der Hektik des Alltags und öffnet seine Pforten für die stillen Gläubigen. Grammaticus. Wer sich in Poesie und Philosophie vertieft, riskiert zu klug zu werden. Wahrscheinlich. Aber das schaut mir nach Wissen. Bestimmte Geschwindigkeit zur Erforschung neuer Entdeckungen. Dankeschön. Der Grammaticus. Sofort irgendwo hinbaut das drum. Kostet der Scheiß nix. Die Frage ist, was kann das? Leid schlau machen. Das wollen wir normalerweise in einer guten alten Diktatur nicht. Der guten alten. Weißt du das schon? So, dann machen wir jetzt so. Forschung! Ich mag keine militärische Forschung! Was soll ich denn mit dem jetzt? Forschung für Fortschritt. Erforsche eine bestimmte Entdeckung und profitiere davon. Forschung. Es gibt viele Entdeckungen, die man erforschen kann. Wirtschaftliche, zivile, militärische. Wähle mit Bedacht. PoE, is it you? Wähle die Entdeckung aus, um mit der Erforschung des Themas zu beginnen. Je mehr Wissen das du hast, desto schneller geht die Erforschung. Okay. Was kann das da so? Wissen, Bereichseffekt +1, Wissen 8000, geschätzte Dauer 31 Minuten. Was ist das da? Kontorverwaltung. Die Kontorverwaltung ermöglicht den Ausbau auf die nächste Stufe. Mehr Laderampen und eine erhöhte Lagerkapazität reduzieren die Staus auf der Insel. Was ist das da? Depots! Erhöht die maximale Lagerkapazität der Insel, ermöglicht dir ein weiteres Depot auf deinen Inseln zu bauen. Ja, super. Was ist jetzt so das Richtige? Was haben wir da? Lagerhausausbau, ermöglicht den Ausbau auf die nächste Stufe. Gebäude in der Nähe deiner Fischehütten produzieren Einkommen. Okay. Was haben wir da? Das ist Zivilgesellschaft. Was ist das so? Erhöht die Entfernung, in der Wohnhäuser und andere Gebäude von nahegelegenen Marktplätzen profitieren. Oh, man kann endlich den Radius von den Dinger ausbauen. Okay.
Okay, I'm impressed. Aber ich denke, Path of Exile, is it you? Da fährst du lang. Da fährst du nicht Zeit. Und dann haben da Renten. Ich weiß nicht, was das da bedeutet. Aber wahrscheinlich kann man da Spezialisten einsetzen oder sonst irgendwas. Dann haben wir noch Militär. Was haben wir da? Erhöht die Anzahl der Frachtplätze auf einem Flaggschiff. Erhöht die Zahl der Löschtrupps, die auf den Straßen patrouillieren. Erhöht die Brandsicherheit in der Nähe. So kleine Brunnen kannst du dann bauen. Ja, das ist cool. Das ist cool, aber was bauen wir jetzt, dass wir mir da hinten einen Kontor bauen können? Hat der Tech Tree da unten einen Fog of War? Ja, hab ich kurz gemeint, aber man muss mit der rechten Maustasten ziehen und nicht mit der linken. Das ist das Forschungsmagazin. Da forschst du eine Zeit lang, aber das ist ja gut so, ja? Umfang ist eigentlich alles, was so in einer Zeit. Oh, mit WASD kann man auch mal anfangen. Sehe ich gerade. So. Also für mich schaut nicht Lagerhausverwaltung, befestigte Straßen, auch ganz wichtig. Depots. Haben Sie jetzt Depots oder die Kontorverwaltung? Und die Depots, da kann, glaube ich, kein Schiff nicht anlegen. Und das Problem ist also ein bisschen, dass ich nicht sehe, wo es weitergeht. Lateinische Forschung. Eine Handelsroute in Latium einrichten und mindestens 500 Wissen generieren. Ach, das sind Nodes, die man freischalten muss. Mit Aktionen. Ja, das ist natürlich geil. Kannst du noch mal auf den Konto gehen, da steht, wird Forschung heißt. Das ist ein guter Tipp. Kontor. Entdeckung, Kontorverwaltung. Ja, aber das heißt ja nicht, dass ich einen zweiten Kontor irgendwo hinbauen kann, sondern das heißt nur, dass ich den da größer bauen kann. Was wir jetzt einmal machen, wir packen uns jetzt da mal unsere Rohstoffe ein, die wir brauchen. Nein, das brauchen wir nicht. Wir nehmen das komplette Holz mit. Wir nehmen 30. Werden wir nicht brauchen. Nimm es mal mit. Nimm es mal mit, weil es wurscht ist. So, und jetzt fahren wir mit dem Ding. Das müssen wir sowieso aufliefern. Fahren wir erst einmal da her und schauen wir, ob wir da eine Anlegestelle bauen können. Wieso haben wir 650 Zuschauer und nur 300 Likes? Semi-Sepp. So eine berechtigte Frage, weil wieder jeder umeinander lurkt. Habt ihr heute schon mal auf den Like-Button gedrückt? Wirkliche Streamcat auch mal geliked. Hallo, Lurker, die gerade selber spulen. Tapp mal in den zweiten Monitor und drück den Like-Button, du Spacken. So. Wehe nicht. Was ist das da? Heiligtum. Das Heiligtum ist ein ruhiger Zufluchtsort, vor dem Zufriedenheit und Glauben. Oh, jetzt haben wir gerade kein Holz und keine Ziegel mehr, aber ist so wurscht. Da, der Joachim, ja, ist ja gut. Sagst du das? Geht doch. Sir, mach ich, Sir! Erst du schaust schon die ganze Zeit zu. Hallo, irgendwer muss auch Raider spielen. Sorry, ja, schreit nicht so, mach ich ja schon. Einmal habe ich einen Jungen mit in meine Kabine genommen. Küssen konnte der aber leider gar nicht. Ich hatte das Gefühl, ein Hund schlabbert mich ab. Also ganz ehrlich, bei den Dialogen hätte man sich schon etwas zeitgemäßer verhalten können, weil das hat eine Römerin in der Römerzeit hat sowas, glaube ich, noch nie in ihrem Leben gesagt. Wir erwarten deinen Befehl. So! Kann auch so kein Kontor nicht bauen. Muss ich jetzt wirklich die Strecke von da oben da auffahren? Geh, leck mir am Arsch! Die Fix! Da ewig und 3 Tage. Da müssen wir hin. Durch die Wellen. Durch die Wellen. Scheiß mich nicht zusammen, das habe ich schon vor dem Stream gemacht, okay, Samstag, das ist in Ordnung. Vielleicht geht wirklich nur Kontor pro Insel, vielleicht gibt es später einen Güterwarenhafen. Das war in die anderen auch noch das Eim. Also die habe ich nämlich immer so gebaut, man kann dann später mal so Hafenbefestungen bauen, also so Betonpfeiler, und die kann man bis da aussetzen. Und meine Hauptinseln haben am Schluss dann lauter so langgezogene Hafendinger und draußen kannst du so eine Anlegestelle machen, dass halt mehrere Schiffe gleichzeitig anlegen können, weil sonst hast du irgendwann, du baust ja jetzt da eine Handelsrouten zwischen den 2 Inseln. Also erst einmal möchte ich die natürlich so kurz machen, wie es geht. Und zweitens einmal hast du da nicht bloß ein Schiff, sondern meistens habe ich dann 2 Schiffe, die parallel so hin und her fahren. Dass das immer ein schöner, flüssiger Austausch zwischen Waren ist. Und irgendwann hast du da an der Hauptinsel, wenn du nur einen Kontor oder eine Anlegestelle hast, eine dermaßen Warteschlange an Schiffen, dass es ein totaler Witz ist. Und darum mache ich das mit mehreren Anlegestellen. Meine ich mich zumindest zu erinnern. So, das Ding ist voll. Jetzt bauen wir das aus. In einer deiner Städte gibt es einen Mangel an Arbeitskräften. So, wie bringen wir mir jetzt die Arbeitskraft da um? Das muss ja ein Witz sein, dass ich da jetzt noch mehr eine Stadt bauen muss. Das kann nicht ernst sein.
Wir kommen Arbeitskraft transferieren, das kommt wahrscheinlich auch erst irgendwann. Gut, wir forschen jetzt aber trotzdem einmal irgendwo in irgendeine Richtung. Und ich werde Kontorverwaltung nehmen, dass da einfach mehr... Ach, das ist eine Bauschleife, da kann man nix. Das ist eine Forschungsschleife, oder was? Ah. Okay. Dann nehmen wir Depots, brauchen wir nicht. Wir nehmen Gebäude in der Nähe der Fischhütten, produzieren Einkommen. Ach, das geht dann also den Weg. Ich verstehe, was ist da? Neuanpflanzung, nicht erforschte Entdeckung. Unsere Köhler konnten noch 1 oder 2 Dinge über Forstwirtschaft lernen. Köhler können Bäume auf Wiesen pflanzen und fällen. Es wird kein Wald benötigt. Okay. Habt ihr gesagt, das ist das Magazin? Ja. Dann gehen wir da oben, dann gehen wir da oben, dann gehen wir da. Kann ich nicht mehr entschlagen? Ach, das ist noch gesperrt. Okay. Ja, geht schon dahin. Was heißt das da? Weiß man nicht. Das ist gerade in Forschung wahrscheinlich. Das Menü gefällt mir gut. Das sage ich deswegen gerade, weil ich schon seit Wochen jetzt, wo ich wieder an Annex arbeite, an meinem eigenen Browser-Game, das ist auch Aufbaustrategie-Gedöns. Wenn das interessiert, das ist übrigens schon testbar. Es kommt zwar in die nächsten 2 bis 3 Wochen irgendwann der Wipe, da werden alle eine User-Daten gelöscht und es fängt ja jeder von Null an, weil ich es wirklich serious online bringen will. Wer es einmal ausprobieren möchte, so wie der Stand aktuell ist, annex.gg. Viel Spaß damit. Was ist das da? Ah ja. Na gut, lass mal forschen. Das mit die Köhler hört sich wichtig an. Feuer ausgebrochen. Oh no! Irgendjemand hat irgendwas hochgeliedelt! Wo ist der Feuerwehr? Gibt die da überhaupt hindrehen? Ja, natürlich nicht! Na, da kommt's. Der Feuerwehr-Sepp kommt. Was tue ich jetzt? Patrouillierende Vigilis. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das brennt wie Kiefernharz. Warte mal. Ja, gingen die jetzt die 5 extra Meter da nicht mehr hinter, oder was? Sollen wir vielleicht doch 2 mehr Feuerwehr bauen, hä? Einmal da und einmal da. Wer repariert das Ding? Er war immer mein Lieblingsbruder. Staudi, Kruzifix. Er nahm mich mit zu den Rennen. Warum sind Brauereien so alt? Wenn's Rathaus und Brauerei gleichzeitig brennt haben, weiß jeder, wo die Feuerwehr zuerst gelöscht hat. Das ist halt wahrscheinlich wirklich einfach so. So, Hans, löscht jetzt du den Bums oder wie machen wir jetzt das da? Dann jetzt die da. Sardine und ich. Ja, gefreut sich über seine scheiß Sardinen! Bruder, es brennt! Schleich dich! Brandzwischenfall. Es ist ein kleines Feuer ausgebrochen. Zu klein, um Anlass zur Sorge zu geben. Das möchte ich aber hoffen. So, sehr schön. Was wollten wir noch? Das größte Problem, das wir haben, wir müssen da oben Sachen bauen. Das ist echt schlecht. Wie soll ich denn jetzt da Plebs aufbringen? Wie zur Hölle soll ich da Plebs? Kein Lagerhaus in Reichweite. Gut, müssen wir... But that's the game. Machen wir jetzt so. Jetzt ziehen wir jetzt einen sauberen Weg um. So. Und ziehen wir da einen sauberen Weg um. Und dann müssen wir da aufziehen. Oder? Ja. Und dann müssen wir da aufziehen. Habe ich das Gefühl, so, ich habe schon wieder reingeschissen. Dann machen wir da ein Lagerhaus. Und dann löschen wir unsere Straße wieder. Ne. Löschen wir die Straße wieder. KI sagt, kannst nur ein Konto upgraden, von klar zu mittel zu groß, gibt keinen zweiten Konto. Dann muss es eine Anlegestelle geben, das kann ich mir nicht vorstellen. Das kriegen wir schon. Was ist da los? Hilfe. Wieso braucht ihr? Ach, ihr habt keine Arbeitskraft. Ja, Kruzifix, wie sollten die jetzt da hinten Plebs bringen? Also die zweite Ausbaustufen auf die zweite Insel bringen. Das heißt, ich muss alles, was wir da gemacht haben, da hinten nochmal machen. Schaden wird repariert, das möchte ich aber auch hoffen. So, wie tun wir das? Wir müssen im Prinzip die Bedürfnisse von ein paar wenige Einwohnern, nicht viel,
die platzieren wir da mittig. Das probieren wir jetzt einfach. Ich glaube, das Lagerhaus da, das brauchen wir gar nicht, aber ziehen wir mal eine Straße komplett hinterher. Ja, Herr Quatschun, ich weiß, im späteren Verlauf in 1800 konntest du ein Pendlerkeil bauen. Weiß ich, da hast du dann die Arbeitskraft von einer Insel zu einer anderen Insel ja, ein bisschen aufteilen können. Dann haben da so Pendler gekommen, die von deiner Hauptinsel da rumfahren und da drüben arbeiten. Das kommt aber sehr spät. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das sehr spät gekommen. Probieren wir es einfach einmal. Man anders wird es nicht funktionieren. Wir bauen jetzt da ein paar Liberties. Die bauen wir genauso wie bei uns zu Hause. 1, 2, 3, 4. Und dann ziehen wir da eine Straße rundum. Das können wir jetzt alles ein bisschen schneller mal. Ja, Mann, ich müssen wir jetzt nicht mehr ganz so viel umeinander erklären. Es ist stockfinster, ich sehe nichts. So, nehmen wir doch das einmal. Handelsroute und Abfahrt, das ist richtig. Und für das brauchen wir eigentlich 2 Schiffe. Die brauchen halt einen Marktplatz und eine Taverne, Alter. Ja gut, bauen wir es eine. Was hilft das sowieso nicht? Marktplatz. Zwickt man da nicht. Taverne. Nein, stopp. Zwickt man da. Die Frage ist, ob man mit der Produktion, ob man die Insel autark betreiben oder ob man die Waren da umfahren. Ja, also dass wir mir die Waren ständig von da herunten holen, später von der Nordküste, wenn wir es bauen können, wir da einen Anlegeplatz herbauen können und zwickern immer ein paar Fisch ab. Ich glaube, Fisch können wir noch selber machen. Können wir die Fisch noch selber machen? Ich würde schon sagen, und zwar da. Dann nehmen wir unser Lagerhaus. Ja, so wenig Ressourcen verwenden da herunten, wie es geht. Das können wir so machen. Da müsste ein Fischerhütte eigentlich gelangen. Zwickt man da her. Machen wir so. Nein, das gefällt mir nicht. Nein, das gefällt mir nicht. Straße bauen. So, hier angeschlossen. Und dann verschieben wir es nochmal, weil mein innerer Monk im Dreieck springt. So. So. Echt? Dachte, das geht mapweit. Herr Wulfric, die habe ich komplett übersehen. Denk dran! Lager teilen ihr Zeug. Du musst auf der zweiten Insel nicht alles neu produzieren. Es muss nur genug Zeug das sein dafür. Was? Nein. Nix. Die Inseln, innerhalb von einer Insel, also innerhalb von unserer großen Insel, teilen sich alle Lagerhäuser einen Lagerbestand. Ja, in dem ist genauso viel drin wie in dem und in dem da oben ist genauso viel drin wie in dem. Das Lagerhäusl da, das braucht sowieso kein Mensch, reißen wir die Scheiße da ab. Und da ist auch wieder genauso viel drin. Aber auf einer anderen Insel, das hat seinen eigenen Lagerbestand, aber da kehren natürlich das Lagerhaus und das Lagerhaus auch wieder zusammen. Das heißt, ich muss das schon hin und her schiffen und logistisch lösen. Was ist das? Wo ist das Lagerhaus? Wo ist das Lagerhaus? So ein Meter neben dir, du besoffener Uhu! Muss ich da wieder eine Straße bauen, gell? Jetzt wird das machen wir so. Kriegst du ein Sträßle und er kriegt da ein Sträßle. So, das Lagerhaus kümmert sich nur um das. So, wir haben das. Bin immer gerne auf dem Markt. Wir haben das. Oh Gott, die brauchen Kleidung auch noch. KI sagt, kannst nur die Maxanzahl an Handelsschiffen mit Anlegestellen an verschiedenen Häfen erhöhen. Nochmal. Kannst nur die maximale Anzahl an Handelsschiffen mit Anlegestellen an verschiedenen Häfen erhöhen. Dazu brauche ich halt erst einmal einen Hafen. Da kommen wir schon noch hin. Das ist 100%ig in dem Tech-Tree. Forschung! Kontorverwaltung entdeckt! So, dann schauen wir doch gleich mal. Kontore können jetzt aufgerüstet werden und profitieren so von mehr Lagerraum und zusätzlichen Laderampen. Genau, das ist diese Ansicht da.
Wir haben eine Anlegestelle für ein Schiff und 6 Rampen. 2 davon haben wir jetzt, wenn wir es jetzt ausbauen, zack, haben wir 2 mehr. Was bedeutet das? Es fahren mehrere Karren umeinander, die das Zeug da einsammeln. Schott überhaupt nicht. Oh oh. Unsere Bilanz schaut nicht gut aus. Unsere zweite Insel haben wir auch noch gar nicht benannt. Die heißt Hercula Näher. Wir brauchen eine neue Inselnamen. Bumpsius Budus 2. Muss gelangen. Wir warten. So, was hat der dabei? Der hat noch ein bisschen Holz dabei. Das pflanzen wir da rein. Und so wie ich das sehe, kann man. Das werden wir herausfinden, wenn wir unsere erste Handelsrouten machen. Weil ein paar Sachen, die kann, oder so Kleidung und so weiter, da herumbauen, das war eigentlich nicht so tragisch, oder? Da haben wir die 2 Sachen. Das sind bloß Schaf. Wir haben ja nicht viele Einwohner. Wir brauchen auch nicht viele Einwohner. Überhaupt nicht. Weißt du, was mit denen? Was ist da wieder los? Bitte! Na! Eine wunderschönen guten Morgen. Wie ist das Spiel nun? Bist du nicht schon die ganze Zeit dabei und schreibst mir irgendwelche Tipps? Punch Trees. Bis jetzt ist gut. Also es ist jetzt nicht, dass es mich vom Hocker reißt, weil bis jetzt spiele ich einfach auch noch. Die 8. Version immer noch gleich. Eine Fischinsel, Kreta, sollen wir es Kreta nennen? Aber bis jetzt ist gut, keine Fehler, kein Bullshit, ja, die NPCs sind ein bisschen komisch, passt irgendwie, fügt sich nicht so ganz geil in ein römisches Dasein ein, aber gut. Aber so, schaut doch gut aus. Ne? Bauen wir mir das Zeug da selber ab. Wir können nämlich da noch mehrere Sachen dann abbauen auch. Nein, ich bin nun erst wach geworden aus dem Mittagsschlaf. Ja, okay. Das ist okay. Kretar, sollen wir es Kretar nennen? Das ist gut. Wieso ist denn da Sterndal drin? Weil ich es Bumsbude genannt habe, oder was? Ach, leck mir am Arsch, Ubisoft! Wie war? Leck mir am Arsch, darf ich schreien. Aber Ubi halt nicht! Was? Ah, komm, halt dein Maul. Das ist nicht dein Ernst! Bruder, ich darf die Insel nicht Ubi Hard nennen. Das muss ein Joke sein. Ubi Tard? Retard? Okay, komm, leck. Oh, leck. Okay, leck. So. So, das wird eine kurze, meine sehr verehrten Damen und Herren, das wird eine kurze Aufnahme für einen Short. Hey, habe die Ehre, ich bin's, der Birger. In dem neuen Anno 117 Pax Romana kannst du, natürlich wie in allen anderen Anno-Teilen, deine Insel benennen, wie du das möchtest. Zauberhaft. Zum Beispiel Kreta 2, easy. Oder, Brunzbude 8. Ah, die funktioniert auch. Wunderbar, sehr schön. Aber da ist ein eingebauter Filter drin. Bitte? Kriegst lauter Sterndal. So, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Aber was ziemlich lustig ist, ich wollte meine Insel gerade nennen. Wie wollte ich das denn eigentlich gerade nennen? Ich hab keine Ahnung. Leck mich am Arsch. Ha! Borisch kann er noch nicht. Aber was passiert, wenn ich sagen will, leck mir am Arsch, Ubi Hard, anstatt Ubisoft? Okay, komm, hör mir auf. Es ist ohne Witz ein scheiß Filter drin, wenn man Ubi Hard einschreibt. Alles klar. Again what learned. Good job, Ubi Hard. Bis zum nächsten Mal. Was für eine Behinderung.
So, was möchten Dieses ihr? Reich wieder auf die Beine zu bringen, wird keine leichte Aufgabe. Schön, In der ne? Legion gibt es ein Sprichwort. Läuft der Angriff gut, läufst du geradewegs in eine Falle. Du stehst vor Kaiser Gnaeus, dem ehemaligen Legaten der Legion. Er nickt, während er dich mustert, bevor ein kritisches Grinsen in seinem Gesicht auftaucht, bei dem alle Zähne zu sehen sind. Sein Bord ist ein wenig unscharf. Ein regierender Kaiser kontrolliert alle Provinzen des Reiches. Ich Meine höre deinen Narbe? Ruf. Du unverschämter Bettler. Ich sollte diesem toten Teutonen dafür danken. Sie gibt mir das gewisse Etwas. Ich hab dich nicht nach deiner Meinung gefragt, aber ich tue dir mal freudig grüßen. Ein Kuss auf meine Wangen? Entzückend. Soll ich dir ein Bläschel ins Ohrschluck stecken, oder was möchtest du? Du bist ja wirklich mit jedem befreundet. Ja, ich bin wirklich mit jedem befreundet. Jeder Anus kriegt mein... Ja. So, Diplomatie. Ich habe noch ein bisschen Zeit vor meinem Mittagsschlaf. Philipp, is it you? Die Rufübersicht zeigt die Auswirkungen deines derzeitigen Rufs beim Kaiser. Ist dein Ruf zu weit im negativen Bereich, wird dich der Kaiser als Rebellen betrachten und könnte dich angreifen. Dies wollen wir natürlich nicht. Minus 100, nein, wir haben aber plus 1. Kann Itemangebot von Händlern erneuern. Okay. Ja, und je weiter dass man da aufkommt, desto stärker und desto verbündeter ist der Kaiser und man hat dann einige Vorteile. Entzückend. So, was wollen wir jetzt machen? Wir machen da eine autarke Insel. So sieht das aus. Wir haben da einen Kontor, können wir den ausbauen? Ja, das können wir, der kostet aber fast 25 Holzplatten, kostet die Scheiße, gut. Also autarkes Holz machen wir da herum nicht, das ist ein Krampf, aber wir sollten natürlich unsere Arbeitskraft verbrauchen, dass wir mir da auch Sachen verkaufen können. Davon nämlich die Händler genauso. Das ist einfach eine zusätzliche Geldeinnahmequelle, warum nicht? So, Hanf. Gebt den Hanf frei. Bauen wir da her. Wie lang ist die Produktion? 1 Minute. 1 Minute. Wunderschön. Halt, stopp. So soll es der Hanfplantagen da herzimmern. Wie es schon auf der zweiten Insel anfängt, dass man wurscht ist, wie wir bauen, ist schon immer interessant. So, dann haben wir da noch 10 dazu. Dann passt es. So, dann haben wir da noch einen Hirban hin. Ich weiß, wo dein Hirban wohnt, Alter. So, dann haben wir da brauchen wir Schafal. Da ist es eigentlich ähnlich. Das ist mir wurscht, wie der Bums da ausschaut. Machen wir so. Hauptsache platzsparend, ein paar Hirl. Und der Hirban hinzimmert. So, was fehlt jetzt da? Waren fehlen. Ja gut, weil wir erst vor kurzem gebaut haben. Jetzt schauen wir da mal. Das ist erfüllt, das ist auch erfüllt, das schaut richtig gut aus. So, was wir da auf alle Fälle auch wieder einstellen können ist, wir verkaufen jeden Scheißdreck. Oh, wir brauchen noch Haferbrei, brauchen wir noch, oder? Brauchen wir noch Haferbrei? Nee, ja, kriegen wir schon. Haferbrei, mindestens 40 da, verkaufen bei 40, da war wieder der Bug. So, bei 40, da hat es jetzt wieder funktioniert, warum auch immer. 40, verkaufen über 40, Kleidungsstücke genauso. Ja, falls sie mal irgendwelche Produktionen grundlos erhöhen und dann haben wir da einen Haufen Schafel umeinander liegen, dann müssen die weg. So, 40, Hüte. Alles wird verkauft, wunderbar. Mehr Kohlen, mehr gut. Die anderen Güter haben wir nicht, aber so eine Haferbrei-Produktion brauchen wir noch. Da machen wir dieselbe Gaudi, nein, das gefällt mir nicht. Ja, ganz für den Arsch muss es auch nicht sein. Machen wir so. ...79 von 80. Kann ich noch mehr bauen? Lass mich jetzt da hinbauen. Kruzifix. Und nehmen wir die weg da hinten. Und füllen wir das kleine Loch da auf. Schaut nicht ganz so behindert aus. Und eine Haferbrei-Station. Dann machen wir da noch einen Weg voll. Und eigentlich müssen wir den da ausbauen, weil wir haben ja bloß 2 Wagen. Das heißt, wir haben da aber so viele Produktionsstätten,
dass wir wahrscheinlich eigentlich noch gescheiter da noch mehr Lagerhaus brauchen. Weil es nicht hilft. Weil es nicht hilft! Machen wir so. Ich weiß nicht, warum ich das immer tue mit den Querstraßen, aber mir gefällt es einfach so besser. Lasst es mich in Ruhe. Was mich interessieren darf, ob du der Insel Ubischrott nennen kannst. Achtung, Addon zum Short. Kannst du deine Insel Ubischrott nennen? Ubischrott. Ha! Tja, Ubischrott. Haben wir mal was übersehen. Das nächste Mal, weiß ich nicht. Aber dass Ubi-Hard nicht geht, ist wirklich... ist wirklich grenzdebil geil. Muss ich schon lachen. Ich glaube, Ubi-Hard selber muss da auch lachen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass selbst Ubi-Hard selber lacht. Hm? 80 €! So, wie geht's unsere Plebs? Das ist ja... Oh, schau her. So, hier. Helios, die Pleb Füchse, aufwerten. die mir die Freiheit schenkte. Pleb aufwerten. Pleb aufwerten. Dieser Fisch ist Pleb das Salz aufwerten. des Meeres. Machen wir 4. Schauen wir, was passiert. Wie viel Arbeitskraft haben wir da? +1. Jetzt sind wir bei mir ein Heiser hin. Was es ist. Hat Ubi dann einen Schrott gemacht oder ist ganz okay? Es ist nicht bloß ganz okay, es ist richtig solide bis jetzt. Das ist ein richtiges, solides Anno. Schaut gut aus, spielt sich kein Bullshit. Das Einzige, was ich bis jetzt kritisieren darf, ist, die NPCs reden ein bisschen behindert für das, dass wir im alten Rom sind. Ubi Trash? Ubi Trash? Ubi Trash funktioniert leider nicht. Damn it, Ubi Trash. Muss meine Insel leider Gottes wieder heißen Quadruple Ubi Schrott 2. Jetzt hätte es mit Zrissen, wenn Quadruple auch nicht funktioniert. What? Quadruple Ubi Schrott. Das geht auch. Da haben sie wieder nicht fertig gedacht. So, dann haben wir 2, 4, 6, 8. Kriegen wir mir da noch Arbeitskraft zusammen? Zieht da noch was ein oder ist das voll, die Bude? Ist die Bumsbude voll? Ich weiß es nicht. Werten wir noch ein paar auf. Ja, wir dürfen unsere Arbeitskraft, die darf nicht unter 0 sinken, aber die muss auf 0. Die darf nicht ins Minus. Neue Optionen verfügbar. Seile, Segel, Seife und Sandalen. Schöne Wörter mit S! Sexy time. Nice. Dann müssen wir da beide ausbauen, das hilft nicht. 1, 2. Wobei, warten wir mal noch. Es tut gut, eine Sardine zu essen. Es tut gut, eine Sardine zu essen. Es beruhigt mich, dass mein Mann eine warme Mütze trägt. So. Das wird eng. Jetzt haben wir nichts mehr zum Ausbauen. Warum können wir das jetzt nicht mehr ausbauen? Haben wir kein Holz mehr. Wir haben kein Holz mehr! Salve, Prätor. Salve, Prätor. So, wir nehmen unsere Ziegel wieder mit. Brauchen wir mit Ziegel zum Plebs ausbauen? Weiß ich nicht. Lass da. Lass da! Was kostet Welt? Die können wir schon irgendwann brauchen, wenn wir was anderes bauen. Fahren wir wieder heim zu. Tüdeln wir nach Hause. Und dann, oh! Das haben wir noch gar nicht so richtig begutachtet da, gell? Was ist das eigentlich? Der Grammatikus steht deinen Bewohnern als öffentlicher Dienst zur Verfügung. Sehr gut. Wie schaut's da aus? Manche Leute verdienen viel Geld mit Ein Brot. Heiligtum brauchen wir noch. Du hast da mal ein Heiligtum hier. Grammatikus, Heiligtum. Fix ist das wieder ein Drumbau. Was ist da wieder passiert? Mr. Mafo, übrigens. Merci dir für dein Subscription. Mr. Doggy! Wenn du eine Straße baust und dann mit der Maus über ein Gebäude gehst, dann kannst du automatisch eine Straße rundum bauen, geht auch, wenn mehrere Häuser aneinander stehen. Moment mal. Phase 1. Erstens, das hätte nicht 10 Euro kosten müssen, du verdammter Irrer. Kuss auf die Nuss, Dankeschön. Zweitens, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wo haben wir noch freistehendes Haus? Tu mir da uns her. Tu mir da uns her. Nice! Nice!
Guter Tipp, dankeschön. Ha! Wer hätte das gedacht? Easy Cut, gell? So, wo ist unser Boot? Unser Boot ist schon bebodelt. So, jetzt Moment. Müssen wir schon schnell schauen. Was feiert uns da? Holz. Holz. Wir holen mal Holz. Wir holen mal Holz. Ja, fahren wir halt den ganzen Lagerbestand auf, weil es wurscht ist. Die Zeit fliegt. Und wieder auf. Mir gefällt der Hafen da so nicht. Ich hoffe, dass man irgendwann Hafenbarrikaden bauen kann, dass man das ein bisschen ausziehen kann und so. Das war schon nicht so verkehrt. Was wir aber natürlich auch machen könnten, ist ein bisschen aufteilen. Das ist was, das ist nix. Das ist nix. Ja, was tue ich denn? Eine Baufläche blockiert, was Baufläche blockiert? Jetzt bei so Wacht. Und der haben wir nämlich die Makrelenhütten. Die haben wir dort auf. Dann brauchen die da unten, wo wir es zuerst gehabt haben, nicht so viel Karren aus dem Lagerhaus. Damit das da zumindest ein bisschen optimiert ist. Forschung! Wenn wir irgendwas entdeckt, schauen wir uns dann gleich an. Damit muss das da auch nicht so weit hinten sein. Das auch nicht und das auch nicht. Das heißt, wir haben jetzt da 3 links und 3 rechts davon. Das schaut doch vernünftig aus. Wir machen mal kurz. So, ist aus Versehen abgerissen. Herzlichen Glückwunsch. Bauen wir es halt nochmal hin. Das ist eh wurscht, das. Auf R ist. Warte mal, kann man das so auch irgendwie probieren? Nein, funktioniert nicht. Sein Rücken ist kaputt, aber er hört jedes Geräusch, setzt eine Grille im Sturm. Sein Rücken ist kaputt, aber er hört jedes Geräusch. Ich tue gerade ein bisschen Schönbau betreiben, ne? Beschwert sich nicht. Ne? Schöner, kompakter, besser. Bazooka Joe, habe Birkbert, bin jetzt auch da und wie ist das Game bis jetzt so? Kriegt von mir den Daumen nach oben. Geradeaus. Bis jetzt sehe ich keinerlei Problem mit dem Spiel. Ob es Performance-Probleme gibt, das weiß ich nicht. Wie gesagt, ihr wisst, ich habe einen einigermaßen starken Rechner da stehen. Ich merke noch nichts davon, ich habe alles auf Ultra. Habe allerdings auch bloß 75 Frames. Kann man da ein wenig was umeinander drehen? Geht auch dazu. Maximale Qualität. Machen wir mehr ausgewogen. DLSS-Modell, Transformer, CNN, Texturqualität, ultra hoch. Ich glaube, das hat einfach sehr hoch angelangt. Anwendung ohne Neustart. Das probieren wir jetzt einfach mal aus, wie es ausschaut. Das gehört auch dazu, wenn wir schon ein bisschen was antesten. Brauchst nur ein Feuerwehr, das ist ein guter Punkt. So, jetzt haben wir auf sehr hoch. Jetzt gehen wir mal raus. Ich habe 90 FPS. Spiel schaut in meinen Augen genauso aus wie vorher. Update erfordert Neustart. Ja, der gute Alte. So, was ist jetzt da? Wir haben nur 75% Leistung. Warum haben wir nur 75% Leistung? Weil uns immer noch ein paar Dinge abgingen. Wir müssen da Plebs haben. Gebt den Leuten Plebs. Los. Machen wir so. 5, 3, minus 2, minus 1. Kruzifix, müssen wir da noch mehr ein paar Bauernhäusl bauen. Hilft uns nix. Hilft uns nicht. Expandieren wir nach hinten. Hätte ich vorgeschlagen. Machen wir so. Das mit der Kopieren-Funktion ist wirklich eine gute Sache. Das ist wirklich eine... So, jetzt drücken wir noch 2 hin. Die brauchen jetzt ein bisschen, bis sie ihre Bedürfnisse erfüllt haben und dann können wir es. Oh, die sind jetzt bei 0. Da ist plus 2, da ist auch plus 2. Okay, genau auf 0, perfekt. Und dann ist die Frage, ob wir die da hinten überhaupt brauchen. Jetzt warte mal. Da reißen wir jetzt die Hälfte wieder ab. Na, die verbrauchen bloß Waren. Das ist nix. Haben wir immer noch bei plus 1. Wenn da 0,0 steht, ist es perfekt ausgewogen. Plus 1. Nehmen wir den noch weg. Jetzt müssen da noch welche einziehen, gell? Ja, genau. 0, 0, 0.
Absolute Perfection. Was nicht so perfekt ist, ist das da. Dass es da 2 einzelne Häuser stehen, aber it is what it is. Damit es ein bisschen abwechslungsreicher ausschaut, zwickt man das da hindrehen. Unser kleines Arbeiterdörferl. Was ist da los? Volles Warenlager. Hoppala, nicht versetzen. Volles Warenlager. Was ist denn da voll? Makrelen Nicht oder ein was? einziger Halm passt hinein. Die sind wirklich voll. Die dürfen wir natürlich nicht verkaufen. Wir wollen ja, jetzt werden wir unsere erste Handelsroute erstellen. Wir wollen natürlich die Makrelen und das Salz, das wir da produzieren, selbstverständlich nicht verkaufen. Ich meine, bist du besoffen. Wir wollen eher nur als Lager ausbauen, damit man mehr... Macht das auch mehr Kapazität? Macht das auch mehr Kapazität? Die Kontoverwaltung ermöglicht den Ausbau auf die nächste Stufe. Mehr Laderampen und eine erhöhte Lagerkapazität. Das ist wichtig. Ausbauen. Großer Kontor. Und wir haben mehrere Hageln da unten. Geht alles ein bisschen schneller. Da können wir noch das weghauen, das weghauen, das weghauen. Das passt da. So. Ja, das Doppel-D geht dann rein. Wahrscheinlich kann man die Laderampen auch noch mal skillen. Ja, die haben dass die schneller haben und so. Und schon haben wir mehr Platz. Easy going. So! Meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zu einer wichtigen... Erst einmal schauen wir uns diesen. Ich weiß nicht, warum sich da gerade jemand Vollgas gefreut hat, aber so hat man also Salz damals gewonnen. Interesting. Handelsroute. Was haben die da? Ach, das sind Schiffe. Okay. Also, das sind wir. Das ist unsere zweite Insel. Normalerweise war es in Anno immer so, sobald wir die erste zweite Insel haben, fangen die Gegner genauso. Und wir wollen eine Anlaufstelle zwischen hier nach hier. So. Jetzt haben wir da Quadruple Ubischrott 2 und Busentus Volbiria. Was ist das da? Anlaufstellen. Anlaufstellen. Auf Waren warten, Fracht entsorgen, entladen abwarten. Ja. Ja, das können wir mal noch dort lassen, das ist uns mal noch wurscht. So. Was wir wollen. Wir brauchen nichts zu der Insel raufschippeln. Wir schippelt man nur runter. Wir brauchen das Salz und die Makrelen. Das heißt, in Quadruple A Ubischrott 2 da herum Ware laden. Was ist Sardinen? Nein, brauchen wir nicht. Makrelen. Wo sägen die Slots vom Schiff? Warum sägen die Slots? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ja. Ja. Also, wir haben so viel Fracht, wir sollen sagen, so viel Kategorien, wo wir mitnehmen können. Also 5. Ich hätte jetzt einmal gesagt, wir laden hier ein 2x 50 Makrelen und wir brauchen Salz. Salz. Es war jetzt cool, wenn wir jetzt da noch einen 6. Slot hätten, dann kann man 3x Makrelen, 3x Salz mitnehmen. Und anscheinend gingen 150 in unser Lager ein. Alles klar. Aber Salz wird mehr braucht als Makrelen, also nehmen wir 3x Salz mit und 2 Makrelen. Und da unten Ware laden, Ware entladen. Entladen. Das ist jetzt, ich glaube, wenn man das noch nie gesehen hat, kann das vielleicht ein bisschen verwirrend sein. Aber im Großen und Ganzen, von unserer Insel da herum, wo Makrelen und Salz produziert werden, laden wir den ganzen Scheiß hier ein. Dann fahren wir es da oben zu unserer Hauptinsel, nach Busentus Volbiria, und laden wir genau dasselbe wieder aus. Und wenn wir jetzt Route einrichten, dann zack, dann ist die da. Man kann die pausieren auch und so. Man kann das dann auch mit den Optionen noch ein bisschen detaillierter machen. Ja, du kannst zum Beispiel das Schiff zwingen dazu, dass das so lang wartet an der Insel, bis voll ist. Macht das Sinn? Müssen wir uns anschauen. Ist das Ding jetzt irgendwie pausiert oder so? Nein.
Wenn wir da noch entladen, abwarten, Frachten. Makrelenkuh. Oh, das ist auch neu. Haben die früher auch schon so benannt worden, was die hin und her fahren? Hat man das nicht selber machen müssen? Ja, ist ja wurscht. So, was jetzt passiert? Wir haben jetzt da so eine eingezeichnete Route, so ein Wegfindungsgedöns. Da gehen wir jetzt mehr auf unsere Schiffe, Zivilschiffe. Neptuns Schiff ist bereit. Und dem schauen wir jetzt einfach einmal zu. Los geht's. Kann ich das irgendwie automatisch verfolgen oder so? Matrosen, vorwärts. Fuck, das wollte ich nicht. Jetzt habe ich es. Okay. Wir haben es auf Handelsrouten geschickt und ich habe es jetzt leider aus Versehen von selber an eine bestimmte Position geschickt. Es gibt ein Problem. Das heißt, alle Schiffe auf der Route wurden angehalten. Kann ich das wieder einfach... dann drücken wir da auf Play. Und dann fährt das Ding von selber umeinander. Okay. Ja gut, passt schon. Passt schon. Was haben wir da in unserem Schiffsmenü? Segment ja, Handelsrouten, Schiffe, die unterwegs sind und so weiter. Da wir nur ein Schiff haben. Gehen wir jetzt mal her. Ich sag's jetzt, wie es ist. Da muss man jetzt ein bisschen die Übersicht bewahren. Da muss da jetzt ein einigermaßen normaler Name rein. Makrelen, Salz. Makrelensalz. So. Makresalz 1. Malz. Quasi Malz, ja. So, und jetzt schauen wir da. Genau. Und er lädt jetzt da ein. Siehst du das? Der lädt die Makrelen ein, der lädt das Salzzeug ein. Dann wartet er noch kurz und fährt dann selbstständig wieder nach Hause. Und das tut er tatsächlich relativ schnell und liefert das Salz an die Makrelen dann zu Hause ab. Und da können wir. Lass mich mal was überlegen. Sollen wir mir vielleicht dieses Garum auch schon auf der Insel produzieren und dann fahren wir nur das hin und her? Das macht 100-mal mehr Sinn. Was bin ich für Vollidiot? Das macht 100-mal mehr Sinn. Wir haben es so ausgelegt, dass wir zweimal ein Garum-Saucier bedienen können. Können wir den noch bauen? Ja, locker. Aber ein bisschen mehr Arbeitskraft brauchen wir dann. Warum ist denn da so viel? Warum ist denn da so ein Einzugsbereich? Es gibt Anzeichen für öffentliche Unruhen. Lass mich du jetzt mal mit deinen öffentlichen Unruhen in Frieden. Jetzt gib mir mal den leiden Schnaps. Moment. Da zwickt mir das jetzt so rundum und so rundum. Ich lese eine Donations und Resubs gleich. Entschuldigung, ich bin gerade mittendrin. Ich bin ja gerade mittendrin, was soll ich machen? Hoppala. Wieso hat denn das so einen komischen Einzugsbereich? Das machen wir jetzt so. Ausbauen käme. Lagerhausverbesserung. Schauen wir mal in die Forschung hinein. Haben wir mir sowas wie eine Lagerhausverbesserung? Depots. Lagerhausverwaltung. Die Lagerhausverwaltung mit dem Ausbau auf die nächste Stufe. Das heißt aber auch. Kann man das irgendwie canceln da? Wenn ich das haben will, das mag ich als nächstes haben. Was ist das da? Fischerhütten generieren Einkommen. Das ist Einordnung, das können wir noch fertig laufen lassen. Dann machen wir das und dann machen wir das. 2, 3, ja, passt. Öffentliche Unruhen kann nur die Störpopulation sein. Sehe ich genauso. In Städte gibt es einen Mangel an Arbeitskräften. Und jetzt brauchen wir da noch Arbeitskräfte, weil wir für das auch wieder Plebs brauchen. Verdammte Plebs. Liberty Heisel. 1, 2, 3, 4. Das hast du vorher noch geschrieben, derjenige, der mir den Tipp gegeben hat, der Doggy. Das geht sogar um Heiser-Gruppen. Ja, Entschuldigung, aber das ist halt nur geil, gell? Weiß ich nicht, ob das im Vorgänger schon funktioniert hat, ich glaube nicht. Aber ist geil. Gute Funktion. Kann man brauchen. Kann man brauchen. Kann man schon sagen, was du willst. So, jetzt müssen wir da wieder ein paar Plebs upgraden. Machen wir so. Eventuell können wir wieder
ein paar Häuser abreißen, aber wir müssen nur ein paar umwandeln. So, lassen wir es einmal noch einziehen und dann schauen wir nachher weiter. Gegebenenfalls müssen wir unsere Handelsrouten noch. Ist in 1800 auch gegangen? Ja, dann habe ich es einfach vergessen. Oder ich habe es nicht gewusst, kann natürlich auch sein. So, jetzt, Bazooka Joe, danke für den Resub und 13 Monate. Habe dritt Birkbe, bin jetzt auch da und wie ist das Game bis jetzt so? Das glaube ich, habe ich gar noch gesehen. Krieg von mir den Daumen nach oben. Mr. Raveno, ich hoffe, du bist noch da. Merci für 5 Monate. Was für ein Teil kannst du denn empfehlen? Den oder den vorherigen? Was ist denn besser? Wow, also ich habe definitiv Welten mehr Playtime in Anno 1800. Das ist klar, das Spiel. Es ist so in 3/4 Was? Macht's mich fertig. Spiel macht mich fertig. Ich sag's jetzt, wie es ist schon lange nicht mehr, es ist schon oft einmal in der letzten Zeit wieder die Zeit schnell vergangen. Aber das, was heute passiert, das ist grenzdebile Scheiße. Ganz ehrlich, wenn's auch noch 1800 im Komplettpaket mit alle Add-ons und Season Pass und was es gibt, also es hat wirklich massive Erweiterungen, irgendwie per Key günstig kriegst, gelangt das auch, bin ich der Meinung. Und ist wahrscheinlich sogar umfangreicher als das hier. Wenn da 60 € wurscht sind, kaufst du das neu. Der Meister schreibt, das ist uns eine Ehre, mit dir die Zeit zu vergessen. Ja, das ist ein bisschen grenzdebile Scheiße, was da passiert. Das kriegt sie fix. Der Fuck off. Es ist, was es ist. So, Bauernhäuser werden wieder angerissen. Weg damit. Haben da schon überall alle Heizung. +2 ist das Maximum. Eine warme Mütze trägt. Muss ich jetzt wirklich den letzten Idioten da auch noch upgraden? Für Soße. Mein Mann liebt Garum. Klangt nicht ganz. So, die Frage ist jetzt, der Problem ist also ein bisschen, die Plebs da drin, die wollen ja auch ein Garum. Oder, warte mal, da hier, Garum. Die wollen ja auch ein Garum. Ihr kriegt kein Garum. Ihr kriegt ja kein Brot. Ihr kriegt kein Heiligtum. Und ein Gewand kriegt auch keins. Das Bar ist schon schön brav daheim. So, was haben wir da noch? Das haben wir noch nicht. Auf die Kriegsmechanik bin ich noch gespannt. Da werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen, bis wir da hinkommen. Aber die war, um ehrlich zu sein, das hat es in Anno 1503 hat es schon gegeben. In 17, es hat es eigentlich fast in jedem Anno gegeben. Und in Anno 1800 war es, glaube ich, das erste Mal so, dass es keine Bodentruppen gibt, sondern wirklich bloß Schiffskrieg. Das klang überall hin. Ich möchte in Anno keine Kriege auf Inseln führen. Ich will nicht. Ich habe mir einen Monat Ubisoft Plus für 17 € geholt, kann es einen Monat spielen, wenn es mir dann da kaufe ich mir es. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Wie viel kostet das Spiel? 60 €. Ich hab auch überlegt, ob ich mir einen Xbox Ultimate Game Pass kaufe für 27 € im Monat, da war es dabei gewesen. Das bei Ubisoft Plus habe ich leider nicht gesehen, aber Ubisoft direkt mag ich auch kein Geld nicht geben. Und ich habe mir gedacht, Anno kann man eigentlich immer spielen und weißt du, für was das ist? Ob ich offstream recht viel, momentan habe ich nicht recht viel Zeit dafür. Weil ich ja sehe, was passiert, zack, 4 Stunden weg. Ob es... Was ist das? Eine Entscheidung, Ehre. Ein gewagter Schritt, Ehre. Sachen gehen uns aus. Das Zünglein an der Waage. So, wovon habe ich jetzt gerade geschmerzt? Das passieren schon wieder so viele Sachen gleichzeitig. Dann habe ich gedacht, ich kauf's mir. Das ist das perfekte Spiel für Weihnachten. Ja, Weihnachts- und Urlaubszeit, 2 Wochen draußen kalt, hier sitzen von in der Früh bis auf die Nacht, auch noch zocken. So. Mehrere Liberty sind gekommen, um dir ihre Sichtweise zu schildern. Sie beschuldigen ihren Willikus, sie schlechter als Sklaven zu behandeln und sie vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang schuften zu lassen. Sie fordern Entschädigung und einen neuen Willikus. Du bist mit besagten Mann vertraut. Vor nicht allzu langer Zeit hat er dir ein hohes Bestechungsgeld angeboten und die Entschädigung seiner Arbeiter wird kostspielig sein. Die Liberty entschädigen und einen neuen Willikus ernennen. Was kostet's denn? 5.000. Die pisse ich! Na gut. Zufriedenheit der Leute, das Wichtigste. Was haben wir da noch? Also war bloß irgendein Tutorial-Scheiß. Es auch sein mag, ein Hauch von ziviler Unruhe
Ist in einer wachsenden Stadt normal. 4 Stunden Spielzeit und immer noch nichts geschafft. Das ist richtig. Aber im Stream ist immer ein bisschen, da bin ich 100-mal langsamer, als wenn ich halt solo spiele. Weil ich einfach viel rede, viel erkläre, viel anschaue, viel ausprobiere. Das tue ich halt so nicht. Da tue ich einfach da hier und dann bin ich einfach 3 oder 4 Mal so schnell. Was ist denn da passiert? Was ist hier passiert? Schaut's mit unseren Waren aus? Bredel gingen nach unten, alles andere stagniert. So, wir haben jetzt da 5000 Makrelen und Salz umeinander liegen. Unsere Handelsrouten ist für den Arsch. Eine deiner Routen hat ein kleines Problem. Was denn für uns noch gerade? Einige deiner Anlaufstellen haben Fehler. Wieso haben denn die Fehler? Oh, ich kann nichts mehr ausladen. Ist dies aktiviert, wartet das Schiff, bis alle Entladebefehle für diese Station ausgeführt wurden. So, das ist sowieso jetzt ein bisschen ein Problem. Können wir diese Optionen schon nutzen? Nein. Jetzt pass auf. Wir entfernen das. Wir wollen von da nach da. Und alles, was wir einladen, ist dieser Garum. Alles, was wir mir ausladen, ist der Garum. So, das machen wir so. Garum. Pack die Scheiße voll mit Garum! Und beim Ausladen warten wir mir das Entladen ab. Das heißt, dass unser Schiff immer komplett leer oben ankommt. Weil es an der Hauptinsel so lange stehen bleibt, bis alle Waren entladen hat, auch wenn die Hauptinsel voll ist. So sieht's aus. Möchtest du deine Änderungen speichern, bevor du gehst? Ja, sicher. Tja. Jetzt schauen wir mal, dass wir da Garum runterbrechen. Und was wir auch noch unbedingt brauchen, ist eine Custodia. Und die muss eigentlich auch relativ zentral irgendwo hingehen. Und jetzt zwickt man halt da einer. Das hilft ja nie. Es hilft ja nie. Lager voll, ja. Das ist ein bisschen ein Problem, aber da kommt unser Schiff schon zurück. Wir haben Salz. So. Das Salz wie viel über Bord, es hilft nicht. Und ich glaube, dass wir mir gar keine so eine geisteskranke narische Produktion da oben brauchen, das sagt ja ich. Das Ding ist ja immer voll mit Zeug. Ich ist voll ausgelast. Ja. Nur so werden wir fertig. Was bedeuten denn die roten Pfeile eigentlich? Willst du einen Spieß? Alles frisch. Weiß ich nicht so recht. Salz ins Meer ist ja zwingend drin. Erst haben wir es mühevoll abgebaut. Wir erwarten deinen Befehl. So, das schauen wir uns noch an. Den wir ein bisschen schneller machen. Haben wir mit der Runden schon Garum? Ja, wir Schweindel! Oh, die schauen wir uns beim nächsten Mal an. Nein, wir haben noch keinen Garum. Haben wir noch nicht. Was brauchen unsere Plebs? Was brauchen die dann da noch? Ja, genau, den Garten. Dann ist Nahrung nämlich komplett erfüllt. Und dann brauchen wir noch ein Heiligtum. Brauchen wir immer noch. Das können wir auch noch hinzwicken. Das ist ein einfaches Gebäude. Da brauchen wir keine Produktion nicht aufsetzen. Wo haben wir da überhaupt? Kruzifix, da ist das Baumenü. Heiligtum! Moment mal, ist das normal, dass das so eine Riesenreichweite hat? Ja, das ist normal. Ja, dann... was da ja denn? Schaut nicht gut aus. Zwick mir da, ey! Was ist das wieder für ein narisches Gebäude? Ein Ochse aus Lehm, ein Ochse im Geiste. Es gibt Glauben an das Ding da schon, ja? Na, füllt sich langsam auf. Was kriegen wir bei 250? Konferatio. Erforderliche Verehrung 250. Maximale Schreine plus 1. Was sind denn gleich wieder Schreine? Gib mir mal einen Schrein her.
Neuer Inselmeilenstein erreicht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was mit Forschung! Fischmärkte entdeckt. Jetzt geht's dahin, du. Jetzt geht's dahin. Jetzt kriegen wir dann die Lagerdinger noch. Das schaut da überhaupt nicht. Was treibt unser Schiff all? Es tut Garum einsammeln. Wunderbar. So ist recht. Da der ganze Scheiß wird uns schön verkauft. Das ist wunderbar. Weißt du, was wir mit dem Salz tun? Das verkaufen wir auch, aber wir behalten uns 100 im Lager. Der Mindestlagerbestand ist 0. Wir verkaufen es nur, wenn es über 100 ist. Oder sage ich das richtig? Weil sonst nimmt ja unser Handelsroutenschiff nichts mit, was über 100 ist. Wir transportieren kein Salz mehr, aber falls es einmal so weit ist. Machen wir es so. Gute Einstellung. Gute Einstellung. Wunderschön. Oh, wir haben nicht mehr recht viel Bilanz. Du willst Olivenöl. Es hält dich gesund und fit. So, ich würde sofort diese Haine pflanzen. Ein Fest kann ausgerichtet werden. Für das Fest bezahlen, Ressourcen für das Fest bereitstellen. 30 Haferbrei, das kriegen wir hier, da zahlen wir nix. Eine mit dem Festel! Schon wieder neue Optionen. Wein und Olivenöl. Was haben wir da? Tipp Schutzgottheit. Tipp Ruinen. Eine deiner Inseln hat keine Schutzgottheit. Wähle eine Schutzgottheit, um die Früchte des Glaubens zu ernten. Ja, aber ich kann doch nicht mehr eine... Ach so. Ich muss für jede Insel eine Gottheit festlegen, die da Buffs drauf verteilt. Keine Verehrung. Ja gut, das ist eine Pimmelbaby-Insel. Hilft nicht. Ja gut, schon verstanden, schon verstanden. Wunderbar, wunderbar. Jetzt müssen wir mal wieder ein paar Einwohner zurückbringen, habe ich das Gefühl, damit wir wieder ein bisschen Kohlen kriegen. Kohlen, wir brauchen Kohlen! Und der Haferbrei, der ist fürs Festel ausgegeben. Wo wird denn das? Oh, da ist ein Festel, das müssen wir uns schon anschauen. Bring sie ins Tricklink. Schnell, Junge, bevor das Essen kalt ist. Der Volksfestauszug schon hin. Gut. Haha, da geh ich mit! Oh, leck, ist ja geil fett! Kann ich dir was... Kann ich mit euch was tun? Gut, dass die natürlich einfach durchreiten, das ist eh klar. Aber das ist schon geil gemacht, kannst du sagen, was du denkst. Er war immer mein Lieblingsbruder. Er nahm mich mit zu den Rennen und schloss Wetten für mich ab. Bonk, 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 bonk. Aquäduktus. Ein bisschen geht, oder? Als hätte er sich ins Leiberl geschissen, aber sonst. Auf das bin ich noch gespannt. Ich meine, wenn die Römer für irgendwas bekannt sind, außer um Europa und mehr einzunehmen, dann für ihre Aquädukte. Ob es eine Mechanik gibt, um da Aquädukte zur Verfügung zu stellen und zu bauen, die vielleicht ein bisschen ausgeklügelt ist, das darf ich schon hart feiern. Baue Offizier auf deiner Insel, um Spezialisten außerhalb der Villa unterzubringen. Wieso sollte ich das denn tun? Ist das eine Quest oder was? Weiß ich nicht. Spielt selbst alle noch oder was? Sicher, er wird selbst einen sonst! Aber jetzt, meine Hammer, es ist einfach 12, es ist einfach gnadenlos 12 Bürgerin bringt mich um. die meine ich, der schluckt mich. Ja, Freunde der Sonne. Das ist ein richtig gutes Spiel. Brauchen wir nicht schmerzen. Hätte mich aber auch gewundert, wenn sie das verkacken. Also ich weiß nicht, was man da verkacken könnte. Das Zünglein an der Waage, in dem Fall vertraut dir sein Wohlergehen an. Was das bedeutet, weiß ich noch nicht so ganz. Aquädukte gibt es später im Spiel, da bin ich gespannt. Na, Bürger, wofür die Römer bekannt sind Wein, Orgien und Bullernie. Ich weiß nicht, was Bullernie ist, aber ja, hast du auch recht. Ja, hast du auch recht. Nennen wir es, was ist denn ein Aquädukt? Ist das architektonisch? Nennen wir das so? Ich weiß es nicht, ist mir wurscht. Escape, speichern, neuer Spielstand, Sophokles Bubatsus, Stream, ja, machen wir eins. Jetzt können wir uns merken bis zum nächsten Mal.
Freunde der Sonne. Das gefällt mir gut. Was ein bisschen frech ist, das hat der Löwensepp vorher mal angesprochen, es gibt halt den Einjahrespass, wo die nächsten 3 DLCs drin sind. Und da gibt es jetzt schon Vorschauarbeitel, also gibt es den Content schon. Das schaut interessant aus mit Ägypten. Schaut sehr interessant aus mit Ägypten. Das da schaut mir nach Kolosseum an, ja, nach Streitwagen, Schaukämpfe. Und der Vulkan, das wird halt irgendeine andere Pimmelinsel sein. Das wird so der erste DLC ist meistens ein bisschen kleiner, also so ein 5-10 € Ding, wo ein zusätzliches Gebiet außerhalb von der Karten kommt mit ein paar neuen Gebäude und Mechaniken und so. Mal gucken, ob es das wert ist oder nicht. Ansonsten hätte ich gesagt, grandioses Spiel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Lurker, liebe Zuschauer, liebe Chat-Aktivisten, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war unser Freitagabend. Der war sehr schnell vorbei. Ich bin selber erst. Es ist 12 Uhr. Bam, 12 Uhr. Lecken Sie mich doch am Arsch dann. Herr Kanner! Ich glaube, der Sandmann ist da. Ja, das noch nicht. Das noch nicht. Aber mir ist wieder in Zwickel 50 gehen. Aber relativ bald. Was ich jetzt noch tue, ich tue jetzt nicht mit Anno weiter. Ich habe nur ein bisschen was. Pompeji wahrscheinlich. Stimmt. Ist in Pompeji nicht der Vulkan-Dingsbums Untergang und so? Ja, warum nicht? Wenn das alles vom Shop ist, kann man damit leben. Sehr ähnlich, habe ich am Anfang auch so gesagt, wenn das Spiel abliefert, dann ist das in Ordnung. Es ist klar, dass da DLCs kommen, das war bei Anno 1800 genauso. Und wenn das einen akzeptablen Umfang hat, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ist wirklich einfach... Oh, ich glaube, ich sehe da die Aquädukte. Das sind die Aquädukte, oder? Alles klar. Die kommen dann, damit du die komplette Stadt wieder umbauen kannst, weil du die dazwischen einzwicken musst. Herzlichen Glückwunsch. Der Burning Crusade schreibt, war super Gemütlichkeit, I like. Also du, ich mag sowas auch. Und wie ich vorher beim Raucher war, habe ich überlegt, was der man nächste Woche. Nächste Woche sehen wir uns bloß zweimal am Montag und am Mittwoch. Also an einem Platz ist auf alle Fälle Kingdom Come. Das ist ja sowieso klar. Also, das ist vollkommen wurscht. Ich hoffe zwar, ich muss ganz ehrlich sagen, das war am Mittwoch ein bisschen sehr viel Gelaber, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wenn die ganze Zeit so dahin geht, muss ich vielleicht doch noch ein schlechtes Wort drüber verlieren, aber deswegen schauen wir es uns noch ein oder mindestens zweimal an, wie auch immer. Und wenn es dann anzieht, so hoffe ich, spielen wir Kingdom Come sowieso fertig. Aber Anno. Was der wir mit Anno? Montag oder Mittwoch 2 Stunden mit Anno verkacken, das ist ein Witz. Das ist, du sagst es selber, da reißt du gar nichts. Das ist was für gemütlich, wo man länger spielen können, an einem Freitag, am Wochenende halt. Deswegen werden wir da direkt nächste Woche nicht nochmal weiterspielen. Wenn ich offstream in Anno weiterspiele, glaube ich, ist das auch nicht so schlimm. Wenn ich nicht zu weit vorausspiele. Entschuldigung. Wenn ich nicht zu weit vorausspiele, und dann kann ich ein bisschen erklären, was ich gemacht habe. Wenn ich vorausspiele, dann mache ich alles, was wir jetzt haben, nur größer und mehr. Damit wir im Überfluss leben und dann einfach dahin spielen können und auf nichts warten müssen. Aber am Montag! Jetzt muss ich mal schnell das Spätzle machen. Warte mal. Ich muss schnell was gucken. Und 2 gemütliche Spiele in der Woche, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir, das wird mir zu gemütlich. Ich muss kurz in meine Steam-Wishlist einen Blick werfen. Da finde ich es nicht, weil so viel Scheißdreck drin ist. 17. November. Das ist am Montag. Also, Anno ist reserviert für jeden 2. Freitag bis Weihnachten. Das sind nur 5 Wochen. Lol. Das heißt, so 2-3 Mal spielen wir schon noch hinein. Anfang Dezember da ich dann gern Kingdom Come, dass wir fertig sind, das war natürlich schön, ersetzen mit Dispatch. Auch ein Story-Game, habe ich richtig Bock drauf, schaut richtig gut aus. Am Montag. Ich glaube, der Agrartechnik-Fan hat es gerade rausgefunden. Was für eine Frage, dass ich stellen will. Am Montag. Ich habe ja nach der Sommerpause kurz einmal, für das, dass ich so viele Sachen wieder gestrichen habe, die ich da drin gesagt habe, kann man dafür was machen. Am Montag kommt Unmanned raus. Was ist Unmanned? Ich zeige es euch gerne nochmal. Warte mal, ist da irgendwas, was keinen interessiert?
zum Interessieren hat, sagen wir es so. Nö, eigentlich nicht. Machen wir so. Ich zeige euch, was am Montag rauskommt. Hey, buddy. I've heard you bought yourself a new house. Congratulations, man. What the? Sound a bit off. Is everything okay? Yeah, everything's fine. What's going on? Have I gone mad or is the house haunted? I gotta find a way to stop this. Mehr mag ich nicht erzählen. Ich habe euch ein bisschen versprochen, dass der Horror Oktober länger geht als früher anfängt und länger geht. Das war wieder einfach so ein bisschen gelungen. Deswegen habe ich mir gedacht, packelt mal am Montag an, Mann, aus. Haben Sie da Interesse dran? Meines kann da auch gefallen. Sagt mir das was? Mittlerweile gibt es so viel. Oh, das habe ich sogar auf der Wishlist. Ja, ich weiß, was du meinst. Das kommt aber erst am 5. Februar 2026. Und der Demo schaue ich mir nicht an. Da schaue ich lieber ein Video. Haben wir da eventuell Interesse dran? Ihr wahrscheinlich schon. Ich nicht so, aber hilft ja sowieso nicht. Aber ich mag nicht, das tue ich ungern, dass wir zwei so ruhige Spiele jetzt die ganze Zeit spielen. Das mag auch ich selber nicht, sage ich ganz ehrlich. Und irgendwie habe ich Bock auf einen. Frag mich bitte nicht wieso, aber das ist halt die Hassliebe. Ich glaube, dass die wenigsten was dagegen haben. Staudi lese ich gerade schon wieder mit ja, dann schaust du da mit dazu. Freilich haben wir da Interesse und nächsten Oktober werden wir ja, dass es keine Horrorspiele gibt, die wir noch nicht gesehen haben. Wenn es auf das eine Spiel drauf ankommt, dann ist es sowieso vorbei. Also dann ist es sowieso ein Krampf. Ich freue mich schon auf die Here Streams. Wenn es jemals rauskommt, dann schon. Ja, Hosenunfall, ich bin bereit. Da. Zufällig heute noch mehr an. Muss ich am Montag dann noch mehr anziehen, hilft nicht. Hast du mal Warhammer Chaos Gate gespielt? Ist XCOM mit Warhammer? Nein, habe ich nicht gespielt. Gibt auch so ein Islam-Horror-Spiel, da hörst du Klopfen, das asozial real klingt. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Nächsten Oktober The Quarry. Wahrscheinlich. Also wir haben ja noch genügend Horrorspiele. Aber halt, ich versuche natürlich immer die besten rauszupicken im Horror-Oktober noch und noch und natürlich werden es weniger. Also natürlich werden es weniger. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwo sauber ins Klo hineingreifen, die wird halt immer größer. Die Liste ist noch sehr lang mit Horrorspielen, da braucht sich einmal nicht auch wieder. Kriegen wir schon. Dann bis Mika, ich muss aber jetzt ins Bett, um 5 Uhr muss ich wieder in der Firma stehen. Gute Nacht und GG. Staudi, Alter, da kannst du am Samstag um 5 Uhr in der Früh in der Firma umeinander stehen und um 10 nach 12 Uhr immer noch da sein. Staudi, merci dir fürs Zuschauen, hau dich rein, gute Nacht, möge der morgige Tag schnell vergehen in der Arbeit. So, und ich werde wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen bis spät in die Nacht in einen Annex umeinander bauen. Islam-Horror-Spiel, Weihnachtsmarkt. Ich kommentiere das jetzt nicht weiter. Mit riesengroßen Beton-Lego-Steine rundum und so. Gut. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich wie immer. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, auch wenn es einmal etwas ruhiger war. Wir haben schon gesehen, natürlich haben doch nicht so viele Leute da wie normalerweise, aber es gibt genügend Leute, die das nebenbei auch anschauen wollen und auch mit Bock auf was Ruhiges haben. Das ist sehr schön. Selbiges werden wir übrigens mit Transport Fever 3 machen. Wahrscheinlich sogar ein bisschen länger wie mit Anno, weil ich bin ein größerer Fan von Transport Fever als von Anno. Und dann, hey, was war die Annex-Adresse nochmal? Annex.gg. Also Annex.gg. Have a great time. Ja. Gibt's sonst noch irgendwas zum Sagen? Ich glaube nicht. Schön zu sehen, dass sowas einfach auch funktioniert. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Vielen Dank für die ganzen Donations. Vielen Dank für die neuen Mitgliedschaften. Welcome to the Squad. Danke für die Resubs. Triple F für die Moderatoren. Und jetzt schleicht euch ins Bett. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Sehen wir uns am Montag. Ich hätte vorgeschlagen, sehen wir uns am Montag um 20 Uhr und wahrscheinlich wieder mit der Unterhosen auf dem Kopf, weil mit was sonst. An alle Lurker,
Smash den Like-Button, sonst kriegst du sich eine umdrehen. Ist schön, dass du nicht mehr weißt, wie du lurken sollst. Und jetzt gehen wir ins Bett. Ich mache eine leise Tröte, ich weiß nicht, ob Birgerin noch wach ist. Schlafen Sie gut, kommen Sie gut nach Hause. Ja, was ist, schleicht euch. Führt euch. Hoi! Muss